Ja, Kinder, jetzt hoffen wir einfach einmal, dass es so funktioniert, wie es soll. Na, tut es natürlich nicht, weil ich wieder vergessen habe. Ja, oder geht's? Lass mich luren. Lass mich am selber luren. Lass mich am selber luren. Bin benannt. Lass mich am selber luren. Hallo? Lass mich am selber luren. Bin benannt. Hallo? Lass mich am selber luren. Hallo? Lass mich am selber luren. Hallo? Bin benannt. Hallo? Lass mich am selber luren. Auf dem Tacho. Lass mich am selber luren. Null, nix. Hör auf. Hallo? Lass mich am selber luren. Auf dem Tacho. Ich Lass kann mich nicht am selber luren. Gibt's keine Donation? Ich kann keine Donation. Donation. Lass mich am selber luren. Ich kann keine am selber luren. Gibt's keine Donation? Ich kann keine Donation. Semi, Semi. Ich kann keine am selber luren. Gibt's keine Donation. Semi, Semi. Ich kann keine am selber luren. Gibt's keine Donation. Semi, Semi. Das ist gut für mich. Carsten. Mikrofoncheck. 1,5. Hallo? Hallo? Warum spenden die Muse nix? Ich höre keine Muse und nix. Hat ihr eine Muse? Ich hab keine Ahnung. Hilfe der Donation Sound. Was für Donation Sound? Ich höre keinen. Ich sag's dir, wie es ist. Ich sag's dir freiweg, wie es ist. Erinnerungsmaker. Chef, ich hoffe, die Erinnerung hat sie unterhalten. Das hat sie. Ich weiß nicht, was mit dir nicht stimmt. Ich weiß nicht, was mit dir los ist. So, da sind wir. Grüß Gott beieinander. Nix Musi. Mega geil. Ich hätt's keine Muse. Warum hätt's ja keine Muse? Was ist das wieder für Behinderung? Kruzifix. Gott, ich hasse es, dieses beschissene Setup umzubauen. Ich hasse es! Start mal von. Was, ich höre da auch nix. BG-Musi wo? Mein Gott. Es ist ja jedes Mal ist irgendwas anderes. Vertikales Layout, wo nein, ich wollte kein vertikales Layout. Gib ich. Audio, erweiterte Augeneigenschaften. Nur Monitoring, keine Ausgabe. Monitoring und Ausgabe. Hey, dann was? Was ist denn das für Behinderung? Sag. So hört sich das in seinem Kopf an. Plug and Play wo? Ja, Plug and Play wo? Ja, dann haben wir halt keine Muse. Dann muss ich halt mehr schmatzen. Was weißt du denn? Leck mir am Arsch mit deiner Muse. Schluss jetzt da. Jetzt das BG-Muse da. Aber Desktop-Audio nicht. Was ist denn da wieder? So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wer ist wieder mal vorbereitet? Wie scheiße. Machen wir Standard. Übernehmen. Okay. So, hier erweiterte Audioeigenschaften. BG-Musik. Monitoring. Wieso kommt da nichts außer? Ah, ich weiß warum. Weil die neue Kamera automatisch wieder ein Audiogerät setzt. Die habt ihr aber gekauft zum Beutel herzeigen und nicht Audio aufnehmen. Du Huren! Leck halt das. Lol. Ah! Ich höre mich selber. Bigception. Da, jetzt sind wir wieder an. Jetzt hören wir auch wieder was. Und dann passt die Hero. Merci wieder ein Reset. Bussi aufs Nuss, ich selbst spiele. Merci wieder ein Sim. Euro 62, weiß ich nicht, was das wieder soll. Der schaut aber nicht aus wie der Cybergnadel Terminator T100, der Zentralrat der Terminatoren, Verschwörungstheoretiker ist empört. Kappa. Herr Klinke, merci wieder ein Reset. Kuss auf die Nuss. So, jetzt bei so 8, jetzt fahren wir da einen Chat auf, dann müssen wir da etwas sehen. Einen Ton haben wir auch da. Wunderbar. Und die neue Kamera schaut gar nicht so gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Von den beiden, das hat am OBS hat das besser ausgeschaut. Ja, um kurz zu erklären, was ich da gebaut habe. Jetzt passen wir an, jetzt fahren wir wieder erst mal runter. So, ich hab mir ja letztes Jahr eine Action-Cam gekauft. Jetzt warte mal. Schluss jetzt mit einer scheiß Donaterei, weil ich das da heute nicht gescheit lesen kann, wie jetzt mal, wenn wir mir Lego basteln. Wir war's denn der Alex aus Öl. Kuss auf die Nuss, was auch immer das war. Ich hab's bloß gehört. Merci dir. Schluss, aus jetzt. Pfui. So, drehen wir mal das Mikrofon fest, damit da nichts passiert. Ja, nicht einmal habe ich Derek gesagt. Kriminalfeier. Habe! Kuss auf die, das ist so ungewohnt laut, wenn ich kein Headset nicht auf habe, ich kotze gleich. So, jetzt muss ich da am Anfang ein bisschen da rumfahren, damit nichts passiert. Weißt du, was ist? So, noch einmal von vorne. Schluss jetzt mit der Scheiße, ihr Mongos! Nippelglötz! Nippelglötz ist auch gut. 2,0 ist natürlich stark. Ah, das ist stark. Du ziehst dann wünsche ich dir viel Spaß und viel Erfolg dabei. So, bin jetzt wieder einigermaßen eigentlich neben dem Chat oder nicht? Wir müssen dann da wieder mitten reinrücken. So, jetzt Schluss, Ruhe. Ich möchte am Freitag keine Donations sehen, ihr Rötchenbauer. Alter, kannst du mal meine Frau grüßen, die hat Nachtschicht. Hey, Nachtschicht, geh mir rühren. Nippelglätze bauen. Sehr schön, jetzt was Gescheites gelernt.
Was ist das Karöttchen? Das ist das Karöttchen. Kuss auf die Nuss, merci dir. So, Schluss jetzt. Hat der gerade Mongo gesagt? Jetzt habe ich Hunger. Mango. Das ist mein Safe Word. Mango, Mango, Mango! haben wir mitgelernt. So, Hashtag Kackschicht. Richtig so, Mr. YBO. LP Dragonfly, merci für den Resub. So, Kinder, Schluss jetzt mit der Kacke. Wir haben uns hier heute versammelt. Wie Sie sehen, das Battle schaut heute ein bisschen anders aus. Ich habe mir ja letztes Jahr vor dem Urlaub, letztes Jahr so im Mai umeinander, wie wir das erste Mal, wie wir auf Malle geflogen haben, im Juni habe ich mir eine Actioncam gekauft. Das ist eine DJI Action 3 und das ist hier die Webcam. Ich habe heute rausgefunden, das Ding kannst du einfach mit USB anstecken, bumm, ist eine Webcam. Das habe ich einfach nicht gewusst. So, der Freiweg, was ist? Da habe ich das Battle heute, ja, ich habe da ein bisschen mit der Farbding umeinander geschissen und ganz ehrlich, in groß schaut es gar nicht so gut aus. Ich hab da Kontrast beieinander, dass die Hosen scheißt. Schluss jetzt! Ach, das war der Gerötchenbauer. Ich lese das da im Chat selber. Kriege ich heute nicht mit. Schluss! Schluss! Schluss aus, pfui. Aber einen Ton muss ich heute leider Gottes so lassen, weil sonst kriegst du gar nicht mit. Das mag ich auch nicht, weißt du, was es ist. So, ja, das Battle wird aber gleich anders. Ich hab da natürlich... Ich hab da die zweite, wer immer dieser Selbstspieler im ersten hier. Sim 2 ist jetzt kein Lieber, du Boon. Scheiße, das stimmt. Das stimmt. Das weiß sogar ich. Das weiß ich aber bloß, weil ich früher auch mal gespielt habe. Selbstspieler im ersten hier. Schluss jetzt mit der Scheiße. Ja, habe da natürlich die andere Kamera installiert. Wie jedes Mal, wenn wir mir diese Streams an den anderen Tisch machen, ist das ein dermaßenes Gefrett. Die scheiß 5 Meter langer Kabin, USB-Kabin da durchzuziehen. Und ich hoffe, dass die Kamera nicht wieder abkackt, weil langes USB-Kabel, große Auflösung, große Framerate, nee, macht er die Flacker, macht er die Bubbe, die Babbe, weißt du, was es ist. So! Schluss mit dem umeinander pümmeln. Heute ist ein gemütlicher Stream, das ist das Allerwichtigste. Ja? Holt euch was zum Trinken, holt euch ein Bierli, Spätzle nebenbei, was weiß ich, was der jetzt. Ich bin heute zu meiner eigenen Unterhaltung da. Ich habe mir nämlich das Ding da eingebildet. So, der Freiweg, was ist? Warte, ich halte in die Kamera. Ja, hier, da, der Robognädel. Da hätte ich nämlich vorschlagen, ich habe mir gedacht, ist mal wieder Zeit, bevor es um 8 Uhr hell wird. Das ist ja, wann ist Zeitumstellung? In der Woche schon, oder? Nächste Woche irgendwann ist Zeitumstellung und dann dauert es vielleicht noch eine Woche und dann ist es ab 8 Uhr einfach noch hell und dann sitze ich am Wochenende, seid ihr mir nicht böse, du? Da sitze ich mir nicht daher und mache einen Stream oder baue Lego oder sonst was, sondern dann wird die Grillsaison hat eigentlich schon angefangen, die wird dann komplett eröffnet und dann wird wieder fortgegangen zum Essen und was weiß ich, das ist dann meine Freizeitgestaltung. Und meine andere Freizeitgestaltung schaut momentan aus, hier ist Projekt am Start. Vielleicht verliere ich da heute das eine oder andere Wort darüber. Kann passieren. So, wir haben hier ein Modell, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist der Mold King. Mechanischer Hund, glaube ich, heißt das Ding. Was für eine Artikelnummer das hat, weiß ich nicht. Das ist uns aber auch scheißegal, das sage ich dir, was es ist. Aber ich habe mir gedacht, probieren wir mal Technik aus. Und nicht aber bloß was zum Hinstellen, was gut ausschaut, sondern vielleicht auch was kann. Und irgendwie cool ausschauen tut er. Es schaut ein bisschen aus wie das Robohund-Viech von Boston Dynamics. Schau mal. Das Ding hat 900. Lass mich nicht lügen. Ja, da steht drauf 886 Pieces. Ich glaube, in der Beschreibung steht aber irgendwas von 960 oder 962. Da würde ich sagen, machen wir ein Classical Unboxing und dann schalten wir die Kamera um. Ja, die haben wir jetzt diesen hier. Weißer Voraussicht habe ich mein Skalpell schon herausgeholt. Und das Messer. Kruzifix, was jetzt wieder gewesen ist. Der Kaip ist neues Mitglied. Kaip, du bist doch Mitglied seit keine Ahnung wann. Was ist da los? Ich hab keine Tröte nicht. Vorstand kann ich auch nicht anrufen. Nix kann ich heute. Was ist denn das für ein Kasten? Wir gehen die Schachtel auf. Bin ich behindert? Warte mal. Morgen ist kaputt, Mann. Was ist? Schluss jetzt! Der Starter ist auch noch da. Hab einen Tritt vom Sauhaufen Squad. Was jetzt denn wieder? Wie läuft's mit Daisy, Mr. Starter? Ich sag's ganz ehrlich, das war nur eine Höflichkeitsfrage, es interessiert mich nicht. Ich bin so ehrlich, Freiweg. Ich mag eigentlich gar nichts hören davon. Wahrscheinlich bei. Sag mal, was ist denn das für eine Schachtel? Molking, was geht jetzt die ganz auf oder geht die nur an der Seite auf? Ah ja, geht nur an der Seite auf. Da schau her. Das schütten wir jetzt halt einfach alles einmal da raus. Das sagt der, was ist. Schau den Batzen an. Bei den Chinesen, da kriegst du was für dein Geld. Ja, freilich weiß ich, was es ist, ne? Wir waren das wieder. Der Steve, merci dir. Oh, das kann ich nachvollziehen. Wenn da mindestens ein Dreier da vorne steht, dann kann ich das nachvollziehen. Alles Gute zum Geburtstag! Wenigstens sagt's jemand direkt heraus und nicht irgendwie so hinter mich subtil. Oh, da haben wir ganz viel Stäpsel. Okay. Da haben wir
Paket 1, das platzieren wir gleich mal da. Da haben wir Paket 3, das werfen wir ins Eckchen drin. Ja, ist halt aufgebaut wie immer. Oh, da haben wir auch ganz viele Stipsel. Da haben wir ganz viele blaue Stipsel, ganz viele schwarze Stipsel. Das ist schön sortiert, das mag ich. Nicht, dass ich mir da ja in dem Backel ein paar schwarze Stipsel dabei, in dem nächsten wieder. Da kann ich jetzt einen Haufen machen. Das sind Stipsel, ausfertige Armen, wunderbar. Da haben wir Paket 2. Oh Gott, da haben schon wieder kleine Backel mit Stipsel drin, fuck you. Dann eine Anleitung. Eine Anleitung, du Vollidiot, das laufst für einen Scheiß. Nicht, wo ist eine Anleitung? Anleitung wo? Das ist natürlich eine Fernsteuerung. Das Ding kann nämlich natürlich auch was mit. Das ist der Motorblock. Anleitung wo? Was ist der Gummiringel? Kannst du aber einen Schwanz mitziehen? Gibt's quasi, gibt's da nur digitale Anleitung? Ist das der beschissene Drecks Ernst oder was? Ist das der beschissene Drecks Manfred? Manfred! Wo? Manfred, enttäusch mich nicht. Ich hab aber, das ist der erste Negativpunkt. Sag ich freiwillig, was ist. Ich mag gerne ein kleines Biergerl in nicht digitaler Form, damit ich ausnahmsweise mal meine drecksbehinderte Fresse nicht in irgendeinen Monitor einhalten muss. Sag ich dir jetzt freiwillig, was ist. Da bin ich ein bisschen traurig, aber wo ist die dann, die Anleitung? Was die jetzt schon wieder? Alle B im ersten wieder Resub, Kuss auf die Nuss. Oder unterm Tisch. Nein, da ist jetzt aber auch nichts rausgeflogen. Das ist ja nicht, dass da kein Text, Papier-Ding, das gibt's ja nicht. Runtergefallen, was? Nein, ich schau grad. Ich bin ein Depp. Bin ja hier Depp. Das wärst du das. Also ich sag das, wie es ist. Die Tüten ist jetzt so verreckt da rausgefallen. Aus der Schachtel. In meinem jugendlichen Leichtsinn. Dass die jetzt perfekt diese einfolierte Anleitung verdeckt hat. So dass ich ganz verreckt nicht gesehen habe, dass da ein Bierl drin ist. So, heute schon wieder mein Mal. Kriegst wieder einen Pluspunkt. Haben wir immer noch bei 10 von 10. So, was ist. So. Schund, der weg. Und wunderbar. Ich nehme mich schon wieder zurück da. Es ist ja passiert. Ne? Passiert die Besten. Aber Hauptsache erst einmal eine gemeitert ins Viech. Das ist das Allerwichtigste. So, Kinder, wir haben Tüte 2, brauchen wir nicht, wir brauchen Tüte 1. Tüte 2, brauchen wir nicht, Tüte 1. Brauchen wir nur Tüte 1 und das sind so Basic-Mods, die legen wir einfach dabei da, ja. Kann man den Motorblock schon einmal aufladen? Das ist einmal das Allerwichtigste. Kann man den überhaupt aufladen? Was ist das? Hä? Da ist sogar ein Soundmodul. Tu mir den aus der Tüte aussetzen, du fetter Trottel. Da muss ich... Katzenbraten, deine Box geht im Weg um. Die ist schuld. Komm da, da muss man, okay, da kann man einschalten. Aber aufladen kann man es nie wieder, oder wie sage ich das? Da haben wir was. Ja, da haben wir was. Das ist hochgradig gefährlich. Da steht einfach ein Schrammzieher aus. Weiß ich nicht, was der krampft da wieder so hin. Pass auf, das tun wir gleich alles raus, alles in den Müll hinein. Alles in den Müll. Alles muss weg. Pfui Teufel, jetzt habe ich mir hinten in die ganzen Wichstiere eingesteckt, was? So. Da haben wir On-Off und wahrscheinlich ist da überall ein kleines Kabel dran zum Aufladen. Muss ich das Ding da überhaupt aufladen? Ich meine, muss ich ja auch Batteriebetrieb, ne? Ne? Was können da wieder für Batterien rein? Wahrscheinlich wieder welche, die ich nicht hab. Lass mich raten, tu mir da jetzt. So, mir schon mal. 2 kleine. Hab ich 2 kleine? Der Udi hat 2 kleine. Jetzt gerade nicht. Wir werden mit dem Ding heute sowieso nicht fertig. Ich denke, das bauen wir dann nächsten Freitag zusammen. Oder am Freitag in einer Woche. Und dann werden sie die Wochenendstreams ein bisschen zurückziehen. Wahrscheinlich, vielleicht aber auch nicht, denn ich habe ein Announcement zu machen. Ich stecke jetzt schon den Motorblock, oder? So schaut aus. Damit der schon mehr einen Saft hat, falls wir doch fertig werden. Wer weiß, vielleicht ist er gar nicht so viel zum Umeinanderstöpseln. Und weißt du, was wir jetzt tun? Freunde der Sonne. Wir schalten jetzt die Szenerie um. Jetzt flippt der Chat erst einmal sauber aus. Ich glaube, so habt ihr mein Zimmer, ja, oder mein Bunker noch nie gesehen in diesem Ausmaß, oder? Kann das sein? Ja, geht sich hin. Ja, das habt ihr noch nie so in voller. Schau her, und wie ich es gesagt habe, kam jetzt auch noch eine Kamera da. So viel graue Haare habe ich nicht. Tut immer nicht runter. Ja? Das tut immer nicht runter.
Was hat denn der Chat für einen Schlaganfall? Was sind die Kacke eigentlich? So, gut. Jetzt machen wir das so. So, da sind wir. Ein pfundstreckerten Scheiß, die schauen wir wieder beieinander und die Kamera hoffentlich flackert nicht so viel umeinander. Jetzt müssen wir mal, jetzt, ja, freilich liegen da Zigarettenpapier umeinander, ist eh klar. So, wo sind wir? Da sind wir. Schauen wir mal, wie viele Seiten haben wir da? 75, das sind aber nicht viel. 175 Bauschritte. Hey, wären wir da eventuell heute fertig? Was ist da los? Was ist da los, Digi? Also schauen wir jetzt mal, was wir da jetzt haben. Ist die Kamera einigermaßen in Ordnung? Regal ist schief. Was für ein Regal ist schief? Dein Mann ist schief. Sauberer Tisch. Das ist ein großer Tisch. Kannst sagen, was du möchtest. Der geht da auch ziemlich weit hinter. Das ist aber, ja, was ich sehe. Wenn da keine Kabel vom PC nicht hergingen, dann hilft es mir einen Scheißdreck. Dadurch muss, die Kamera steht da, darum muss das USB-Kabel 5 Meter lang sein, das bis zu meinem Rechner dahinter geht und darum kackt immer alles ab. So, das ist irgendeine scheiß chinesische Scheißhausanleitung, die braucht kein Mensch nicht. Dann alles, wofür der Herr der Steine steht, ein paar Aufkleber. Das brauchen wir ehrlich gesagt auch noch nicht. Da muss ich aber so ein bisschen schauen, was ihr seht. Ich glaube, da ist die Anleitung sehr gut platziert. Da ist die Money sehr gut platziert. Und wir verteilen unsere Stäpsel da. Die Dauerstäpsel, die tun wir daher, die interessieren euch nicht. Oben machen wir blau, unten machen wir schwarz. Und da ist Tüte 1. Jetzt gehen wir nochmal schnell die Tüten durch. Das ist seine Verkleidung. Ja, wunderbar. Sauberer Tisch, hat der Bunker eigentlich kein Fenster. Doch, ein Fenster ist da und ein Fenster ist da. Das ist genau die zwei, auf die 2 Seiten, die du nicht siehst. Ich habe schon ein Fenster. Ja, aber die haben nicht mehr zu. Darum. Eigentlich hat er kein Fenster. Ich sag's freiweg, wie es ist. Eigentlich hat er kein Fenster. So, das ist 2, das ist 3, das ist 1. Ja, gut. Ich sage, pimmeln wir mir gar nicht lange umeinander. Was ist das da? Open Test. Bad, good. 1, 2, 3. Thank you. 1 bis 24, 2, 25 bis 58, 3, 59 bis 75. Ja, also wir haben eine Tüte 1, Tüte 2, Tüte 3. Mehrere Zweier-Tüten. So, wo haben wir? Was ist das da? Aha, da wird sogar introduced diesmal. Ich tue da ein bisschen was einstehen lassen, damit wir ein bisschen mehr Sachen im Brettel haben. Schaut schön aus. Können wir bei dir Fenstern? Das kennt man ja. Also ich bin ja nicht, wie gesagt, ich bin ja nicht im Keller, das ist total klar. Aber es ist im Prinzip wie ein Kellerbunker. Und theoretisch kannst du auf dem Fenster reinschauen, ja. Aber dann bist du schon sehr lange auf meinem Grundstück, wenn du das tust, und dann kommt der Hund raus und scheißt dir ins Gesicht. So, test all electronic components for functionality before assembly. Ja, kann ich nicht, wenn sie nicht aufgeladen sind, und eine Batterie habe ich auch nicht. Da werden wir uns auf den chinesischen, aufs chinesische Qualitätsprodukt verlassen müssen. Hilft nicht. So, da sind wir. Was? Ich muss jetzt schon mit dem Motorblock da anfangen, dann kann ich ihn gar nicht aufladen. Du Arschloch. Die Tüten fehlt, wo der Chinese drin ist, der das zusammenbaut. Das stimmt. Die ist runtergefallen, die sind hinter der Heizung runtergefallen. Kennst du das, wenn irgendwas hinter der Heizung rennt, in einem 60-jährigen Haus? Das ist das Beste, was passieren kann. So, jetzt weiß ich mir auch. Brauchen wir den Mutterblock wieder, hilft der nicht. Bauschritt 1. Außerdem muss das Ding ja auch per Handy steuerbar sein. Das ist der Motorblock, der hat ein Soundmodul offensichtlich. Und da, das ist eigentlich schon krass, dass er so, das schaut schon sehr speziell aus, dieses Motording da. Speziell irgendwie für dieses Hundemodell, ja, da kommt offensichtlich auch sein Schwanz dran, keine Ahnung. A, B, was ist das wieder? Flea Frankie, merci dir. Ob das speziell für den Hund produziert wird oder ob das noch öfter irgendwo verbaut ist. Aber das muss ja öfter irgendwo verbaut sein. Das war ja total ausgeschmissen, wenn man jetzt mal so ein Elektromodul baut für jetzt drum. Das ist ein totaler Kass. So, also jetzt bei so 8. Ja, schwarze Teile auf schwarzen Untergrund. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut durchdacht, Birger. Da hast du wieder sauber was ausdenkt, du Trottel, du Trauriger. Du Trottel, du Staubiger, haben wir heute im Podcast gelernt übrigens. Klau die Batterien dem Vorstand aus der Fernbedienung. Das wird wahrscheinlich passieren, fürchte ich. Ja. Das wird, fürchte ich, auch passieren. Es kommt jetzt ganz darauf an, wie schnell dass wir da vorwärts kommen. Ich habe schon, ich weiß nicht, seit ich ein Kind war, habe ich, glaube ich, kein jetzt muss ich das Mikrofon noch mal anders platzieren. Das ist so das Einzige, was mich immer ein bisschen nervt.
dass ich kein Mikrofon nicht habe, das ich mir da ohne stecken kann oder so, dass ich immer das Scheißding da von meiner Fresse habe, speziell bei sowas. Aber so oft machen wir es auch nicht, das ist ja wurscht. So, dann brauchen wir den. Wir brauchen, ich sag das, was ist. Was ist da wieder los? Ich sag die, also die. Oh, Zeigefinger von vorne, helle Hautfarbe, ja, das war wichtig. Wichtigste Zeigefinger von vorne. Heißt, es ist kein Fackfinger. So, ich sag das, was ist, die schwarzen Stäbsel lassen wir mir in den Tüten da drin. Ich habe wieder keine kleine Schüssel nicht da. Heute hat es ausnahmsweise mal Sinn machen. Habe ich auf die Schnelle irgendeine Schüssel da. Und einen Katzbrocken seine Kisten nehmen. Weißt du, ein Katzbrocken seine Kisten an der Heizung dran. Die habe ich extra selber gebaut. Mit sehr viel Liebe, da habe ich mir richtig Mühe gegeben. Und dem taugt es auch voll. Da liegt ein Papier von einem starken Riesen drin. Die hat er eingetragen. Die hat er selbst gewählt. Die Kiste, dann soll das haben. Kennt ja jeder Katzenbesitzer. Aus dem das geilste Katzenhäusl, das es auf der ganzen Welt gibt, was sagt, Katz, fuck you. Es gibt viele Kistel, aber ich möchte das. So, jetzt passen wir Obacht. Wo sind wir? Wir brauchen einen Motor. Und zwar wie rum, so rum. Dann brauchen wir 2 blaue Stäpsel. Schauen wir mal, ob wir uns das. Dann machen wir doch ein bisschen mehr Platz. Dann können wir uns die Teile da auf der rechten Seite immer zusammensortieren. Und dann stöpselt man es zusammen. Wir brauchen einmal ein L-Modul. Ich weiß nicht, ob man das L-Modul nennt, aber es ist 5 auf 3. Und dann fangen wir gemütlich an. Entspannend. Entspannend, Kinder. Wunderschön. Haben wir eigentlich schon den ASMR-Part durch. Und wie immer, ihr müsst natürlich in der Anleitung einschauen, weil ich schaue nicht ein, ob ich das schon richtig zusammen baue. Ja, das ist wichtig. Hier aufpassen, das ist eine Scheißaufgabe, nicht meine. So, dann brauchen wir 8-mal das da und so ein H-Modul, wo hinten dran also stehen, das wird das da sein. Und dann pümmelt man da einfach mal ein paar schwarze Stöpsel raus. Problem ist, dass wir mir da noch 2 Backerl dabei gehabt haben mit einem Haufen Chlorgrusch. Und haben da jetzt auch schwarze Stöpsel drin oder haben die bloß in der einer Tüten? Weiß ich nicht. Aber solange wir die einmal nicht brauchen, legen wir die da her und verlassen wir uns drauf, wird schon passen. So. Seht ihr da was, wenn ich da auf der Anleitung was mache? Oder soll ich die Anleitung noch? Wo sind die Backseat-Klemmbausteine? Ja, wo sind sie? Weiß ich nicht, wo sind sie wieder? Die Dinge sie dem Kacknubschei doch nicht beim Umeinanderstöpseln zu, was behindert. Da habe ich was Besseres zum Beispiel 15 habe ich mein Gesicht einschütten. Habe ich mir heute eigentlich schon halb ins Gesicht eingeschüttet, das weiß ich nicht. Nein. Ja, dann bist du dem Vollbier-Squad aber auch nicht würdig, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Was ist da wieder los? Der Felix! Wer ist wieder ein Rissab? Kuss auf die Nuss, du. Oh nein, Basteln für Große. Schade, trotzdem viel Spaß euch. Wieso hättest du gern Basteln für Kinder, oder wie? Oder was ist da der Plan? Bist du der Pädo-Bastler? Was? So, und schon brauchen wir das erste kleine drum, müssen wir Tüten schon aufreißen. Nein, hilft uns ja sowieso nichts. So, schön da umeinander verteilen. Wunderbar. Schauen, dass nichts mehr in der Tüten drin ist. Weg mit dem Schuh, da oben Pfeife da auf dem Boden. Katz frisst schon. So. Dann machen wir nochmal einen auf. Die nächsten kleinen Teile, die tun wir da so her. Wenn ich Teile nicht finde, dann müsst ihr es hier finden. Damit das gleich einmal klar ist. So, was brauchen wir da überhaupt? 8 mal das kleine. Das sind 2, 4, 6, 8. Das haben wir. Und da ist ein komischen Stöpsel, den ich in meiner Lebtag noch nicht gesehen habe. Den da. Einen schwarzen Stopsel, zurück aus, blauer Stopsel, zurück aus, damit wir da nichts durcheinander bringen. Ne? Und so ein Knochenstück. Ein Knochenstück. Dauer Mold King Sendung. Das gehört auch immer dazu gesagt, weil mit Sicherheit wieder irgendjemand daheim sitzt, so von wegen, jetzt macht er Werbung für Mold King und so weiter. Natürlich mache ich das indirekt. Aber das mache ich nicht absichtlich, ich werde nicht bezahlt dafür. Ich habe mir das Set ganz normal gekauft. Zum ganz normalen Preis. Gut, ich habe den kleinen, aber feinen Vorteil, in dem Moment kann ich es von der Steuer absetzen. Aber das tat, glaube ich, jeder. Und jetzt pass on, Stäpsel mit vorn. Ja, hab schon. Ich glaube, die Stecker haben wir noch nie gehabt da. Da haben einen Haufen neue Teile dabei, obwohl, ich wollte euch ja das andere Ding zeigen. Das haben wir im Stream nicht ganz komplett fertig gebaut, aber fast.
Das gehört vorne noch. Ich brauche so drum noch ein zweites Mal. Wo drum ein zweites Mal? Da ist das drum ein zweites Mal. Und was wollte ich jetzt sagen? Haben wir schon wieder so massiv abgelenkt, dass ich schon wieder gar nichts mehr auf die Reihe kriege? Ja, Multitasking. Mein Brain ist ein bisschen mehr gefickt als sonst schon. Meine freie Zeit schaut momentan sehr dem sogenannten sagenumwobenen Projekt gewidmet. Was soll denn das jetzt? Was ist denn das für Anleitung? So, jetzt da auf einen Schlag. Also, da unten ist in die 3. Okay. Also, wie immer am Anfang habe ich keine Ahnung, was wir mit da zusammenbauen und wo da die Reise hingeht. Das ist wieder völlig narrisch, was sich der Chinesen-Sepp da ausdenkt hat. Aber der Chinesen-Sepp, der wird schon wissen, was er treibt. So, dann brauchen wir so ein kleines. Dann brauchen wir das da. Ski mit Bemessungstabelle, das gefällt mir sehr gut. Der gefällt mir sehr gut. Und dieses Ding. Und das gehört dann da so rein. Ja. Nur die Frage, wie weit? Geht das auf beiden Seiten gleich weit? Einfach nur so ein Verbindungsstück von, wie nennt man die Dinger da? Was ist denn der Fachbegriff? Eine Axt. Eine kleine Axt. Ja. Und dann gehört das Ding angeschlossen. Ja. Dann haben wir nochmal so ein Verbindungsstück bloß in schwarz. Ja. Und dann brauchen wir das graue 5er-Ding. Jawohl. Und hinten einpimmelt. Und ansonsten haben wir schon im Bauschritt 7. Schaut schon ganz gut aus. Kann man eben schon einmal lassen. Dann kommt nochmal ein Verbindungsstück. Gibst du Verbindungsstück? Musik zu leise, dann machen wir die Musik ein bisschen lauter. Okay, so? Ist besser so? Hauptsache, ihr versteht ja noch, was ich sage, das ist ja klar. Reinpimmeln. So, jetzt kann ich da auch ein bisschen runterfahren, mal, damit nichts passiert. So, servus, grüß Gott, tue ich mir leichter. Schaut das schon gesünder aus. Brauchen wir nochmal ein schwarzes Verbindungsstück, das haben wir da. Nochmal zum Recap, wir haben da hier unten und dann brauchen wir jetzt das Zimmerteil. Jawohl, das schaut mich nach einer sehr langen Achse an, die sich da dreht. Bin ich gespannt, wie das da zusammengezipft wird. So, dann geht das umdreht, dann geht das da so unten durch. So. Ah, okay. Das ist schon wieder eine sehr verrückte Konstruktion, was auch immer. Weiß ich nicht. Das hängt da. Ja gut, es ist schon fest, aber es hängt einfach nur. So richtig fest gemacht ist das noch nicht. Und schon haben wir die erste Seite durch. Schau her. So, dann brauchen wir zwei blaue. Die zwei. Wird schon festgesteckt. Schau her. Jetzt pass Obacht, wie geht das eine mit der langen Seite? Kehrt das Ding jetzt da ohne fixiert wahrscheinlich. Jawohl. Und schon ist es dran. Das hat passt, wackelt und hat Luft. Das erste, was mir übrigens auch wieder auffällt, ist Qualität der Steine, tipptopp. Da gibt es bis jetzt überhaupt nichts, soweit ich das sagen kann, für das so ein billiger Chinesenhersteller ist. Was habe ich denn gezahlt dafür? Chef für Musik, wo? Habt ihr keine Musik nicht? Mal! Wo? Ich gucke! Wacht! Schnell. Jetzt wird's was? Musivo! Patrick, ich hab mir Mühe gegeben. Der Dampfler schreibt, spreng ich Schnauze, du Marsroboter. Ich fühle mich ignoriert. Marvel Maniac, wieso? Ich sitze da in der Nippelklitz zusammenstipseln. Was jetzt? Zusammenstipseln oder Chat lesen? Fix letten. Schau aus wie ein Babylon, kann es gleichzeitig. Uns aber gar nicht, was? So, dann brauchen wir so komische Eckdinger, Abgrunde. Na, lauter verrückte Teile. Die in meiner Kindheit hat es nicht gegeben. In meiner Kindheit hat es nicht gegeben. Muss er schon sein. Stefan! Hab ich Schritt 2 verpasst oder wurde der rausgelassen? Hab ich Schritt 2 verloren? Warte, weiß ich nicht. Wahrscheinlich habe ich wieder vor lauter Laberei und wahrscheinlich wieder auslassen. Das gespannt der Zukunftsbürger. Der Zukunftsbürger, der gespannt ist dann schon. So, jetzt warte, ich schau gleich. Jetzt müssen wir aber erst Schritt 11 erfüllen. Ja, siehst du, haben wir die Scheißen schon da. Haben wir schon einen Cast zusammengebaut. Aber so geht es nämlich auch nicht. Jetzt.
So schaut mir das schon gesünder an. Ja, wunderbar. So, Bauschritt 2, was haben wir da? Das Ding, doch, freilich, das ist die Brücke da oben und dann das Stickerl, das so ein bisschen lauschert wie ein Knochen. Man sagt eigentlich meine Dinger nicht. Normal, wenn ich sage, dann lernst du das. Du, ich schreibe mir selber das Zeugnis aus, ich war stets bemüht. Stets bemüht ist die Eins des kleinen Mannes. So, dann brauchen wir das Stück. Und 5, wo ist eine 5? Ist das eine 5? Ja. Und das Stück. Und dann haben wir das gleiche Stück, bloß mit 3 Löchern. Egal, hast du mal ein Stück? Give me mal die Tang her. Wieder da nicht drin, da ist schon drin, passt schon. So, was haben wir jetzt da? Was ist denn das wieder für eine wilde Konstruktion da? Ich kriege einen Vogel mit den Chinesen diven. Wir sollten jetzt da, das passen wir auch. Wir haben jetzt, wir haben einen schon richtig rum. Jetzt gehört das Ding da so reingeholt. Warum? Wann, in welchem Moment in meinem Leben komme ich auf die Idee, dass ich diese Technikteile in Auftrag gebe? So, hey, ich habe da ein Modell, ich brauche jetzt so ein Teil, mach das mal. Verstehe ich nicht. Das wird für immer ein Rätsel bleiben. Aber ich bin ja auch kein Lego-Baumeister. Ja? Wollen wir auch wissen. Da haben wir einen blauen, 2 schwarze und den Simmer. Der Simmer schaut aber eher aus, dass er bei den Gräsern drüber liegt. Das ist der Simmer-Teufel, jawohl. Der schaut einmal richtig gut aus. Den nehmen wir uns. Den haben wir da. Haben wir da. Haben wir da. Dann gehört der da vorne so reingepimmelt, oder wie? Übergreifend. Ja, macht schon einen robusten Eindruck. Snüffelstück! Stück mit 3 Löchern, besser wird's nicht. Stimmt. Also es ist schon vorgeschmiert. Was? So, dann haben wir da ein ganz verrücktes Technikteil. Ich werde es immer wieder erwähnen, wenn ich so ein Ding finde. Das habe ich nie. Ich hab als Kind wirklich ein paar Techniksachen gehabt, aber das drum habe ich nie in meinem Leben gesehen. Das abwechselnd Löcher auf der einen und dann auf der anderen Seite hat, habe ich nie gesehen in meinem Leben. So wie es ist. Da habe ich nie gesehen in meinem Leben drin. Wenn wir jetzt unser Baustück stellen wir mal daher, weil ich da nicht durchschauen kann. Ich kann fein, aber durchs Snüffelstück durchschauen, das kann ich nicht. Dann brauchen wir das da. Das da. Und ein blaues Schnüffelstück. So, ab jetzt nehmen wir die kleinen Stäpsel zum Zusammenstellen, nehmen wir ab jetzt Snüffelstück. Läuft nicht. Snüffelstück. So. So halten ins zweite Loch das Snüffelstück. Und dann müssen die Teufel nach oben ziehen. Aber nicht so, sondern das ist ja das falsche Snüffelstück. Das falsche Snüffelstück. Das ist doch nicht das falsche Snüffelstück. So, ich bin jetzt komplett behindert, oder was? So. Ach, das weiß ich nicht mitten eingesteckt, du Trottel. Birger, du Trottel. Du ahnungsloses Stück Scheiße. Ja gut, so kann es krass sein. Abend, es ist Nippelklötze-Zeit. Ja, hallo da, so habe ich die Ehre. Ihr müsst mir übrigens verzeihen, bitte, wenn ich nicht so oft in Chat lese. Ich brabbelt einfach irgendwas sinnlos vor mir hin. Gebt's mir ein Thema. Schreibt einen Stichpunkt in den Chat hinein, los, und ich rede irgendwas. Das wird gut. Ja, ob ich Ahnung habe oder nicht, ist mir scheißegal, Alter. Ist mir scheißegal. Die Leute labern den ganzen Tag und haben auch keine Ahnung. I don't give a shit. Bruder, I don't give a shit. Wir haben das noch gar nicht fertig da. Oh, ja, sehe schon, das ist vorkonstruiert, dass die da. Oh, oder ein Ständer. Strapse! Okay, da kann ich natürlich einiges dazu erzählen. Da geht es nicht nur mir so, das weiß ich. Das ist immer so, selbst der Grobe. Es hat nicht lang gedauert, bis er schmal rauskommt. Selbst der Grobe, da wo du sagst, so. Ja, steckst das in einen Straps und schon ist. Wieso geht jetzt das da nicht so rein, wie mir ich das vorstelle? Das ist dann das zweite, was sagt. Kann ich das nicht drehen? Doch, kann ich schon drehen. Ich muss ja fest verankert werden. Ja. Ein Ghostbusters-Film. Habe ich noch nicht gesehen. Aber ein bisschen was kann ich dazu verzeihen. Ich habe mir nämlich schon eine Kritik angehört.
Und es soll gar nicht mal so gut sein. So ist es, was ich weiß. Und ja, natürlich mag ich die alten Ghostbuster-Films. Das sind die guten. Da haben wir übrigens auf Seite 6. Da müssen wir platziert bleiben. Was aber ganz gut ist, und zwar sehr gut ist, und auch das ist wieder natürlich indirekt irgendwo Werbung, aber was soll ich machen? Das ist jetzt so. Es gibt vom Gustavo ein Snüffelstück, nein, da gibt es kein Snüffelstück, der Vollidiot. Gibt's eine Pizza. Und zwar Ghostbusters Pizza. Ungelogen. Und ja, Nostalgie-Trottel, der ich bin. Wann waren wir einkaufen? Gestern? Nein, Micke. Nein, am Dienstag waren wir einkaufen. Aber ich denke, hey, weißt du was? Meine ganze Tiefkühltruhe, die ist einfach fucking leer. Ich habe alles gefressen, was da war. Und mit alles gefressen, meine ich wirklich alles gefressen. Und dann habe ich da so die Gustavo-Pizza gesehen und die waren alle runtergesetzt, bis auf die eine Ghostbusters-Pizza. Ja, 3 Minuten dran, was ich Vollidiot. Der größte Zahnradl, das ist ein kleines, ne? Das ist einfach nur ein Hels. Ja, aber das ist so winzig. Na halt, stopp, dann haben die 2 Zahnradl, haben sie groß. Da liegen 2 kleine Zahnradl und ein groß. Ja, aber nicht gut, dann sage ich, was ist. Ich habe mir natürlich die runtergesetzt mitgenommen, ja klar. Da muss ich schauen. Das hilft nicht, du musst schauen. Aber sicher nicht Ghostbusters Gustavo Pizza habe ich mir auch mitgenommen und heilige Scheiße, das ist ein Double Cheese Salami. Und für Tiefkühlpizza, die, was hat sie gekostet? Ich glaube 4,50 € oder so, was viel ist für eine Tiefkühlpizza. Verschissen viel sogar. Ja, Chinesen Depp, wir sollten nie das Zahnrad da hinterkriegen. Kannst du mir das einmal erklären? Bist du besoffen, guter Mann? Ob du besoffen bist, habe ich gefragt. Und die ist wirklich geil, die Pizza. Die kannst du dir genehmigen. Ganz wichtig ist, dass du es so machst, wie hinten drauf steht. Das ist normal, dass der... Wir haben jetzt da das erste Zahnradl in den Motor. Bin ich da überhaupt drin? Ich sehe das nicht. Da müssen wir noch mal anstecken. Da musst du ihn halt anstecken. Warte mal. Ja. Jetzt sind wir drin. Jetzt sind wir drin! Ja, wunderbar! Dreht sich der schon noch. Der dreht sich über. Oh, leck, Alter, es geht der Motor streng. Bist du deppert oder was? Okay. Wahrscheinlich haben wir einen Irrtsch wieder aufgehangst. 250 Grad, 6 Minuten. Absolut richtig. Der wichtigste Prozess beim Machen dieser Pizza ist 20 Minuten antauen lassen. Und einen Ofen auf volle Kanone vorheizen, auf 250 gehen, nicht mehr. Meiner geht ein bisschen mehr, aber nicht weit. Der Gast ist 25 Jahre alt. Wir kriegen bald eine neue Küche und ich bin sehr froh drum, weil der Ofen, dass uns der noch nicht angefagelt hat, das grenzt der an ein verschissenes Wunder. So, und natürlich haben wir einen kleinen Scheißdreck gemacht, denn das Ding geht da überhaupt nicht rein, sondern das hellgraue. Herzlichen Glückwunsch, Birger, von lauter umeinander palabern hast du dir nur Kaka gemacht. Hast du nur Kaka gemacht? So. Eine Treme, so eine Treme. Dann nehmen wir doch das da gleich dazu. Nehmen wir das schwarze. Schwarzes Stöckchen in das weiße Zahnrad. Okay. Na, jetzt bleib halt drin, du fotzengrober Huhn. Okay. 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 Ja. Der Motorenmann ist nicht ganz drin, was da ist. Weil du dem! Ich hab zwar das letzte Mal schon resubt, aber egal, ich mach's nur mal, weil es kann. Ich weiß nicht, wie soll ich das nicht bloß einmal im Monat eigentlich gehen? Was ist denn da wieder los? Habt ihr das System schon wieder ausgedribbelt, oder was? Das ist scheiße. So, jetzt haben wir da unten was aufgehaxt. Kehrst wieder da so rein. So, jetzt sagen wir das einmal da so her. Haben wir da irgendwie so ein Untergestell dran, wo 1000 Snüffelstücke außerstehen und ein Zahnradl ist drin, das mit dem Motor verbunden ist. Das ist schon mal, aller Anfang ist schwer, aber es ist der Anfang. So, wieso haben wir jetzt eigentlich 2 sichere Zahnradl braucht? Weil draußen noch eins hingehört. Kann ich das jetzt da rein? Ja, tatsächlich. Okay.
Scheiße, da war eine Abmessung vom Zahnradl gewesen. Die hab ich Depp natürlich wieder nicht gesehen. Ja, ja. Bavarian Dream, aber die Bürger, nach 2 Streams Pause wieder am Start. Psst, D. Dann sag ich WB, alle. 5 Sekunden, was heißt WB? WB heißt im Zockerjargon, heißt das Welcome Back. So, jetzt brauchen wir so einen Rahmen. Und dann brauchen wir die 2 Sniffelstücke mit attachdem Sniffelstück. Wir können da eine zimmert und da eine zimmert. Brauchen wir ein T-Stück. Und das ist der Arschloch. Aber der zurück und nochmal merci dir. PSTBTDE. Merci dir. 1, 5 und was? Ja, moin, aber dritt, Mr. Philipp, aber die angeblich wollen sie es wegen Ramadan verzögern. Was wollen wir wegen Ramadan verzögern? Bier, was ist das für lizenzfreie Musik? Du, ich weiß nicht, wie es heißt. Ich sag das. Lo-Fi, Hip-Hop, irgendwas. Ich hab keine Ahnung. Aber es ist lizenzfreie Musik. Sonst hätten sie uns schon ein paar Mal aus dem Leben dremelt. Aus dem Leben getremmelt. So. So, haben wir noch ein paar Stichpunkte. Was schmerzt man? Beetlejuice, der Käfersaft ist Sus. Es gibt ein paar Sachen aus der Gaming-Welt zu sprechen. Und zwar gibt es im April einen weiteren GTA 6 Trailer, habe ich heute mitgekriegt. Und den werden wir genauso besänfen, wie wir das beim ersten gemacht haben. Das war unsere erste Besänfung eigentlich ever. Und das hat ziemlich viel Spaß gemacht, vor allem wenn es um so Gaming-Sachen geht. Das Einzige, was wir in Zukunft berücksichtigen werden bei Besänfungen, wir werden nicht mehr auf das Thema Wokeness und sonst was einsteigen, sondern wir werden das handhaben, wird es der Helldivers 2 Entwickler handhabt. Nicht ganz so streng. Das heißt, ich werde nicht Leute bannen, weil sie das Thema erwähnen, ich werde es einfach wegignorieren. Es ist mir wurscht, ob da irgendein linker Trottel was dazu sagt. Es ist mir wurscht, ob da irgendein rechter Trottel was dazu sagt. Just shut the fuck up, I don't give a shit. Ist das einigermaßen angekommen und verständlich? Denke schon. Weil da kommt nichts Gescheites außer dabei. Oh, ich habe den Bauschritt wiederholt, das haben wir schon gemacht. Die T-Stück haben wir schon drum, wir brauchen das da. Lauteres Laberei. Ja, da freue ich mich. Und das zweite Thema, warum ich da eigentlich drauf komme, dass wir 2 Themen haben, ist Dragon's Dogma 2. Muss ja auch schon wieder ein riesengroßer Erfolg sein. Ist heute rausgekommen. Es ist ein Rollenspiel. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich kenne den ersten Teil natürlich, aber ich habe ihn nicht gespielt. Und habe das eigentlich auf meine Streaming-Liste geschrieben. Dragon's Dogma, weil es eigentlich hat mir wieder Bock auf so Roleplay, Open World etc. Kann man schon mal wieder hinein pimmeln. Aber um einen Charakter, du kannst auch einen Charakter erstellen und um deinen Charakter zum Wechseln musst du 2 Euro bezahlen. Und ich so, was? Wie 2 Euro zahlen? Ja, musst du 2 Euro bezahlen. Bin zwar dann schon ein bisschen korrigiert worden, weil ich es natürlich bloß wieder irgendwo aufgeschnappt habe, ist eh klar. Alles, was ich her, wird natürlich sofort in die Welt hinaus posaunt, das ist ja klar. Dass man das natürlich auch mit Ingame-Währung in einem, ich wiederhole, Singleplayer-Spiel. Ja? Das ist kein Multiplayer, Singleplayer-Spiel. Für 65 Euro. Und wo geht jetzt so das Zahnrad hin, du Trottel? Was habe ich jetzt das Zahnrad da ausgebaut? Da steht da dort, ich brauche Zahnrad. So, das brauche ich unten. Ja gut, dann brauche ich im nächsten Schritt. Irgendwas dabei. Daher. So, jetzt müssen wir das Ding da irgendwie ohne Zipfen, damit das nichts passt. Na, wie? Nein, in das Mittlere. Ich glaube, wir bauen da gerade so ein bisschen sein Unterbau. Es schaut mir fast so, als daten dort Fussis ohne kommen, damit sie die so seitlich bewegen können. Da bin ich echt gespannt, wie die Mechanik funktioniert, dass der so geht. Bin gespannt. Hat ihr keine Kreditkarten? Nein, also ein Kruzifix
In 20 Minuten Länge ist mir Dragon's Dogma nicht wert, da müsst ihr das erst spulen und da ich hab gar keinen Bock drauf, dass ich die 65 € und ich mag Capcom eigentlich, siehe Resident Evil etc. Und wir haben gerade erst das ist ziemlich genau ein Jahr her, wo wir mit Resident Evil 4 Remake angefangen haben, das ich damals auch auslassen habe, zwecks vielen Gründen, die habe ich damals erklärt, die erkläre ich jetzt nicht 25 Mal nochmal. Und das war ein sehr gutes Spiel. Das war ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel. Auch heute noch, weil an der Gameplay-Mechanik hat sich ja nicht recht verändert. Und da ist sehr viel Liebe hineingeflossen, glaube ich. Habe ich zumindest so das Gefühl gerade. Und, Moment, jetzt schwimmen wir da ist schon mal. Was ist das? Wo kommt der schwarze Ding daher? Verstehe ich nicht. Wo kommt denn. Wie rum kehrt denn das Scheißding? Geht das so rum? Na, geht so rum. Ihr seht doch das auch da. So, ne? Schwarze Achsen, weißes Zahnrad, graues Mini-Schnüffelstück und dann ist da so ein schwarzes Ding. Haben wir das übersehen? Ja, das haben wir überhaupt. Ach, das ist das da. Nein, ist nicht. Das ist der Querbalken da, das Stückel, das da so ohne kommt. Und dann ist jetzt da so ein schwarz. Das muss überhaupt keinen Sinn. Wie ich da schon wieder zum Narren gehalten, habe ich irgendwas vergessen. Mir kurz überlegen. Jetzt so. Ah ja, wenn wir das ganze drum falsch rum aufgesteckt haben, du Vollidiot. Weißt, wie du nicht aufpasst hast, wie rum die Scheiße kehrt. Nämlich so rum. Du bist so dumm. Es ist unfasslich, du Trottel. Gut, dass ich es gesehen habe. Es grenzt eh schon ein Wunder, dass ich es gesehen habe. Jetzt halt's mal ein Maul im Chat. Ich sehe gleich bis daher. So, nochmal, back to Dragon's Dogma. AAA-Game natürlich, Hause Capcom und so weiter. Und was ich auch gelesen habe, ich habe mir gestern auf Nacht zum Einschlafen, ja, habe ich mir einen GameStar-Test angeschaut, bei dem bin ich dann auch eingeschlafen. Der dauert, glaube ich, 20 Minuten oder so. Aber ich habe noch mitgekriegt, dass man ganz wenig fast travelt in Dragon's Dogma. Und Achtung, 5 Sekunden, was ist Fast Travel? Nehmen wir als Beispiel mal Skyrim oder irgend sowas. Du hast einen Ort in dieser Spielwelt über Zahnrad verloren. Zahnrad, wo? Wo ist das kleine schwarze Zahnrad? Na! Halt, stopp, das habe ich schon ohne gebaut. So, das geht ein bisschen weiter rein. Geht so, passt schon. Dann nochmal, Fast Travel. Du besuchst zum Beispiel eine Stadt und dann durchlaufst du voll das ewig lange Gebiet in die nächste Stadt. Das dauert so 15 Minuten zum Laufen. Und wenn du dann in der einen Stadt warst und in der anderen schon warst, dann kannst du zwischen den 2 Städte hin und her teleportieren. Das bedeutet, du musst nicht jetzt mal wieder alles laufen. Ja, weil es einfach beschissen ist. Nicht immer, aber oft. So, in Dragon's Dogma brauchst du für so einen Teleport eine Ressource, also so Kristalle anscheinend. Und im GameStar-Test hat schon geheißen, die sind sehr selten. Und man überlegt sich das, ob man fast travelt oder nicht. Muss ich das jetzt da mehrfach bauen oder wie sagen? Scheiße da jetzt schon wieder. Also wir brauchen also 3 Stück. Ich brauche 3 Stück. Snüffelstück 1, Snüffelstück 2. Und den Drilling da dran und dann so ein zweites Stück da dran. Dann haben wir so eine Art Brillen. So. Genau, also du brauchst auf alle Fälle so Kristalle. Der wird dann aufgebraucht, also du teleportierst dich da hin, um Weg und Zeit zum Sparen, der nur langweilig und nervig ist. Und dann verbraucht es so einen Kristall. Und dann hat es bei der GameStar schon geheißen, seine Kristalle sind teuer im Spiel. Das heißt also, die bei einem Händler zum Kaufen oder zum Finden und so. Und dann hat man gedacht, ja, das muss nicht schlecht heißen, weil das zwingt die dann so ein bisschen durch die Welt zu laufen. Und dann achtest du einfach automatisch viel stärker auf die Umgebung. Und das kommt meiner Meinung nach sowieso seit einer ganzen Zeit ein wenig zu kurz. Überall hast du Questmarker, ich lauf da hin, und im Prinzip schaust du bloß noch in die Minimap und nicht mehr, was eigentlich im Spiel passiert und lauter so ein Scheiß. Oder überspringst halt die Gebiete, du laufst einmal durch das Gebiet und überspringst dann alles. Dann nenne ich jetzt als bestes Beispiel einfach einmal Elden Ring.
Ich meine, da gibt es auch Fast Travel, ja, ich nenne es immer noch Bonfire, ist mir scheißegal, ob es so heißt oder nicht. Von Bonfire zu Bonfire kannst du dich teleportieren, das kostet aber nichts. Im Prinzip kostet es, dass die Viecher wieder leben, auch wenn du es vorher erschlagen hast. Ich bin jetzt noch ein bisschen verwirrt darüber, dass das da nicht einfach reingeht. Ja, auf was ich aber lange Geschichte. Diese Kristalle, ich wiederhole, es ist ein Singleplayer-Spiel, Vollpreistitel mit 65 €. Nicht ausgeschämt teuer, muss man auch so ehrlich sein, aber 65 € Singleplayer-Spiel. Diese Kristalle kannst du dir im Shop kaufen. Für 2 €. 2 €! Und dann bin ich da gesessen und habe gedacht, ja, Diablo Immortal war schon ausgeschämt. Aber Diablo Immortal ist ein Mobile-Game, da ist das gang und gäbe. Aber das, wenn wahr ist, fuck you, Capcom. Das ist schon kackendreiste Scheiße. Und dann ist mir ein Blitz schnell in den Schädel gefahren. Warum gestern die GameStar-Frau, ich weiß gerade ihren Namen nicht, aber sie hat eine sehr liebe Stimme und hat eine sehr liebe Art, gesagt hat so, ja, die haben echt selten zum Finden und so. Jetzt weiß ich warum. 2 €! Ja, und da habe ich dann auch kurz überlegt, so, oh, das sind auf kürzeste Zeit, jetzt habe ich noch gar nicht viel gelesen. Haben wir mir jetzt übrigens da ein völlig narisches Konstrukt zusammengebaut. Was weiß ich, was da wieder passiert ist. Wo haben wir denn überhaupt? Haben wir da schon überhaupt? Oder was dermen wir da eigentlich? Da haben wir gewinnt. Wieso, wann, in welchem Moment habe ich jetzt das Ding da gesteckt? So rumgeht's, ja. Also da haben wir jetzt 25 Zahnradl drin. Das ist ja noch 100 Mal narischer wie alles, was wir sonst gebaut haben. Wer zur verfickten Hölle überlegt sich das Zeug? Ich check's nicht. Schauen wir, ob alles funktioniert. Theoretisch müssten sie die Achse jetzt da dran. Ja, genau. Die Achse da und nach vorn. Was auch sonst? 40 Mal Travel für 80 €! Ja, genau. Und da bin ich dann auch drauf gekommen, so, hey, ein ganz Kruzifix ist es mir nicht wert, weil da bin ich zu wenig Dragon's Dogma-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, jetzt brauchen wir einen 9er. Okay, einen 9er, jetzt muss ich kurz aufpassen, dass ich den Scheiß nicht zusammensuche. Ein 5er. Dann das letzte schwarze Verbindungsstück. Und, ich weiß nicht, wie man die Zahnradl nennt, aber das ist ein Zahnradl, das nach vorne rausgeht. Oh mein Gott, das ist wieder vor einmal durch. Was, wie soll das denn laufen? Wir überhaupt da haben. Also ich soll jetzt da. Das ist der 5er, das ist der 9er. Also vorne kommt der 5er in das Verbindungsstück. Ich denke schon, das wird nicht ganz einfach mit meinen Wurstfingern da. So. Fangen wir einfach direkt auf, bevor es runterfällt. Jawohl. Jetzt haben wir das als Kinder schon gemacht. Ja, also das ist schon sehr kackendreist seitens Capcom. Und dass man sich das traut in einem Singleplayer-Spiel, das finde ich so krass. Das ist das, was mich eigentlich am meisten schockiert. Es war auch schlimm genug in einem Multiplayer-Spiel, ich sage jetzt auch, wie es ist. Aber in einem Singleplayer-Spiel habe ich das so fein noch nicht gesehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist das allerletzte. Leck mich am Arsch. Und es gibt eine Meme-Map im Discord bei uns. Da ist ja die Litanei, was du dir da dazu kaufen kannst, ist ja ewig. Also dann kann der Fast Travel und was war das andere? Und ein neuer Charakter erstellen, kann nicht das einzige sein. So, jetzt brauchen wir einen Simmerstift. Wo ist der Simmerstift? Da ist der Simmerstift und zweimal Mini-Snüffelstück. Ah, leck mir am Arsch, Alter. Das ist schon, ich bin eine gute Frau, Mo, was weiß ich, wer das da gemacht hat. Ich bin blind wie ein Stückel Scheißdreck. Das sage ich nicht, wo das dazwischen einpimmelt gehört. Himmel, Hackgott, Sagelzement. Haben wir jetzt Snüffelstücks. Was, da gehören 2 Snüffelstücks davor? Wie sollen das wieder bewerkstelligen? Oh, du weißt es aber, was ist. Nee, Knädelwutzler, jetzt die Habedüdel zurück. Bavarian Dream. Was hältst du vom neuen Vogue-Trikot samt Sponsor? Haben wir heute im ich hab doch gerade was zum Thema Wokeness gesagt, oder? Hab ich nicht gerade was gesagt dazu? Wieder nicht aufpasst, was ich sag. Ah ja. Aber mir dann vorwerfen, dass ich nicht aufpasse. Ja, ja. Kenn ich Düdler schon. Ja. Es hat seine Wirkung erzielt, das war pure Absicht und wir haben heute im Podcast darüber geredet. Meine Meinung ist, die sollen Fußball spielen und das Maul halten. Aus.
Thema für mich beendet. Mehr verliere ich dazu nicht. Was hat die Farbe Pink mit Vogue zum tun? Das ist eine ganz klare Anlehnung. Gibt's eine, ich weiß jetzt nicht, da gibt es eine Fahne, die hat genau diese Attribute. Pink-lila Verlauf, glaube ich, irgendwie so. Ein ganz klares Statement in Richtung Inklusion und es ist Vogue. Ja? Wieder genau dasselbe Prozedere, es ist Absicht. Pure Absicht. Und es hat funktioniert, es war ein Marketing-Stunt von Adidas. Es hat funktioniert, weil die Leute drüber schmerzen. Und angeblich ist das bestverkaufte Trikot jemals. Also es ist schon klar, negative Publicity ist auch Publicity und Adidas weiß das. Und jetzt, wenn ich das Schnüffelstück da nicht kaufen krieg, raste komplett aus! Kruzifix! Was ne Scheiße! Und ich bin der Meinung, genau wie bei den Spielen, lass diesen Bullshit aus diesen Sachen raus, spiel Fußball und halt deine Schnauze. Es interessiert mich nicht, ob du eine scheißbehinderte Ringbogenfahne hast oder nicht. Halt dein Maul und halt dein... Wir wissen, wie man das über... Das Gute ist, wir werden das Trikot ja nicht öfter singen müssen, wie maximal 3-mal. Mehr sage ich noch nicht dazu. Vielleicht sollte man sich mal wieder aufs Fußballspielen konzentrieren. Oder zum Beispiel darauf, dass Nike der neue Sponsor wird ab 2027 oder so und nicht mehr Adidas. Und da wird sie jetzt drüber aufgeregt. Da sitzt sie auch daneben und denkt mir so, das stört mich eigentlich viel mehr, dieses scheiß Behindertentrikot, das interessiert keine Sau. Sag ich ganz ehrlich, das ist scheißegal. Für das Rennen sind lila, blassblau umeinander. Ja gut, deren sie sollen es machen. Ganz ehrlich, der Fußball-Scheißdreck interessiert mich überhaupt nicht mehr. Auch keine Turniere mehr. Ich soll Fußball spielen und das Maul halten. Aus, fertig, scheiß behindert Amen. Das ist meine Meinung dazu. Tut das Not, dass der so rumoxidiert? Zwei schwarze Stöpsel brauchen wir auch noch. Scheiße, die hätte ich wahrscheinlich wieder vorher reinzimmern müssen. Kruzifixbürger, lese heute erst einmal, bevor du wieder umeinander pulverst wie ein Vollidiot. Und was ich auch ganz ehrlich sage, der Dampflatscher nicht ganz unrecht. Also, das ist eine berechtigte Feststellung und eine berechtigte Frage. Was ist da dran woke? Das ist richtig. Im ersten Moment natürlich nichts. Also, man weiß, warum Adi das gemacht hat. Wenn wir uns, je länger wir uns darüber unterhalten, so von, das habe ich schon wieder falsch gemacht, Kruzifix. Da vorne muss nichts sein, oder was? Nein. Warte. Stimmt das so? Nein, stimmt nicht. Jetzt stimmt. So, jetzt sind wir beieinander. Je länger wir uns darüber aufregen, erstens enden, ja gut, ändern das vielleicht schon irgendwann was, weil die andere Seite, die bläht auch bloß umeinander und labert irgendeine Scheiße. Aber mir ist einfach zu dumm. Das ist, da musst du von irgendwelchen Vollspasten umhauen lassen, weil du deine Meinung sagst. So wie deine Meinung interessiert mich Scheißdreck, du Vollmongo, scheiß du schleichst. Ausfertig Amen. Ausfertig Amen. Was? Ende des Gesprächs. Und vielleicht sollte man sich einfach mal wieder aufs Fußballspielen konzentrieren. Und Adidas vielleicht drauf, weiß ich nicht, die dann zum Wundern, wie lasst euch jetzt von Nike sponsern? Ja, die bieten uns doppelt so viel. Wie? Ja, doppelt so viel. Achso. Was für ein verschlafener Vollidioten-CEO bei Adidas muss ihn sein, dass ich ganz überraschend, hoppala, Nike ist jetzt auf einmal da und macht ein besseres Angebot. Ja, meinst du, dass der DFB zum Spaß da ist? Es geht immer nur ums Geld. Ja? Und der mehr bietet, der kriegt den Deal aus. Und dann wird sich gewundert. Was das schlechteste Geschäftsführer, der das zu entscheiden hat, den ich jemals gesehen habe. Was bist du für ein Trottel? Und dann wundern. So, da aber die letzten 70 Jahre waren wir da mir aber Sponsor. Ja und? Vor 70 Jahren haben wir ganz andere Sachen gemacht. Wir haben auch irgendwie nicht mehr in. Weiß nicht wieso. Ich habe schon wieder Kaka gemacht. Das jetzt andersrum machen. Das gehört jetzt das schmale kleine Ding davor oder danach?
es gehört dann noch. Scheißendreck. Scheißendreck! Dun, dun, dun. Scheißendreck! Dun, 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 dun. So, das wird ja erst wurscht sein, wie rum, dass ich das Ding da ohne zipfe. Und auf was ich eigentlich mit dieser Aussage hinaus wollte, je länger wir uns in dieses Thema da hineinsteigen, was ist woke, was nicht, irgendwann sagst du nur noch das. Irgendwann ist einfach ein ganz normaler Frauen-, schwulen Charakter, farbiger Charakter. Was auch immer, irgendwo. Und du denkst nur drüber nach, woke. Macht das Spaß? Nicht wirklich. Das Einzige, was mir denn nicht so taugt dabei ist, dann kriegen sie, was sie wollen. Das gönne ich ihnen nicht. So freiwillig, wie es ist. Das gönne ich ihnen einfach nicht. Weil wegen 0,2% der Menschheit so einen Aufstand fabrizieren, da kehrst eigentlich, ja. Der sich eigentlich ans Hirn gelangt und gefragt, ob sie alle noch ganz sauber sind. Und alle bloß nicht einen Verstand verlieren und ob man keine anderen Scheißprobleme haben als diesen Scheißdreck da. Und wo das hinführt, das sehen wir ja auch. Einfach die Sachen nicht konsumieren. Kauft die Spiele nicht, kauft die Filme nicht. Oder sagen wir es so, wenn du ein Netflix-Abo hast, dann schau es nicht. Oh, das ist die einzige Sprache, die sie verstehen, wenn es ans Geld geht. Die einzige Sprache, die sie verstehen. Hast du heute schon gegessen? Sagt der Maxi zu mir. Jawohl, habe ich gegessen. Die Frau hat ein wunderbares Curry gemacht und das habe ich mir sauber hineinverleibt. Sauber sind wir, Bauschritt 28. Guter Mann, jetzt tu dich mal ein wenig um. Gar keinen Schuss vom Pflegen nicht. Wie spät ist es überhaupt? Nein, ist schon wieder. Zeit hier, wo? So, wir brauchen das Umdrehding. Was ist denn das für ein Teil da? Was in Gottes Namen bist denn du? Das Ding. Ja, Tatsache. Tatsache! Darum, das war jetzt auch so, ich muss mir natürlich, ich meine, ich bin es ja auch gewohnt. Ich springe ja auch auf das Thema an, so ist es nicht. Ich habe ja auch schon wieder jetzt so viel mehr gelabert, als ich eigentlich labern wollte. Aber das gehört einmal gesagt. Das gehört jetzt einmal gesagt und jetzt ist es wieder okay. Bist du Fan von Autospielen, Maxi? Nein, überhaupt nicht. Ich kann mit vielem etwas anfangen, aber mit Autospielen kann ich nichts anfangen. Wir haben ja übrigens da. Dann müssen wir jetzt das 4er-Sniffelstück, das gehört davon noch nicht zipfen. So. Und dann gehört das Ding da unten ohne. Wenn das richtig ist, das 5er nicht, dann ist das alles verbaut. Jawohl. Und dann brauchen wir das 5er Hellgrau-Stück. 5er Hellgrau-Stück. Wie machen wir das da hinten fest? Okay, da gehört eine schwarze Verbindung ohne. So. Ah ja, dann geht das genau maximal bis daher, damit sie die Zahnradl da noch dran können. Die Achse an die Zahnradl gehört gleichmäßig, gleichschenklich weiter hineingepimmelt. Dann drehen wir das einmal wieder richtig rum. Dann machen wir den da rein. Und dann haben wir noch ein großes Zahnrad. Aber wo gehört das große Zahnrad hin? So, ja. Wo gehört das Zahnrad hin? Ach, dort dazwischen. Spinnst du? Wie ist der eigentlich? Muss schon irgendwie gehen. Käsenseparator. Oh, das ist eine interessante Mechanik. Ist das anständig? Hoppla. Das Ding dreht. Wie nennt man das? Wir haben mit Sicherheit Mechaniker da. Wie nennt man diese Übersetzung? Das ist eigentlich keine Übersetzung. Da noch ein bisschen Übersetzung ist schon von einem großen Zahnrad auf ein kleines. Und dann drehen sie quasi beide. Es ist immer wieder faszinierend, wer sich diese Dinge einfallen lässt. Und ich mag behaupten, der Chinesenmann, der sich das einfallen lässt, ist definitiv zu unterbezahlt. Das ist alles, was ich weiß. Aber der ist sogar schon unterbezahlt, wenn er in der Früh aufsteht. So. 4 schwarze. 3 blaue treffen sie in der Bar. Nein, braucht man natürlich. Dann haben wir die 2 Stücke und dann haben wir ganz lange. Und das sind Eifer. Sind das Eifer? Nein, das ist kein Eifer. Das sind mindestens 13. Oh, das ist ein Eifer. Und ein Eifer. Eifer auf 1, Eifer auf 1. Eifer auf 1. Da müssen wir doch 2 da haben. Wo ist denn da der zweite Teufel? Ja, der ist zu kurz. That's what she said. Der ist auch zu kurz. Der ist zu lang. That's what she never said. Wo liegt er dazwischen und ich sehe ihn nicht? Jawohl. Haben wir schon.
Die können jetzt zweimal auf die gleiche Art zusammengesteckt, offensichtlich. Ich hoffe, dass ihr das überhaupt anständig lesen könnt. Das ist mir doch ein bisschen klein geraten. Muss man sagen. Ein Winkelgetriebe nennt man das. Da schon ja wieder was gelernt. Mechanik habe ich so viel Ahnung wie das total falsches Stück. Total falsches Stück, Birger. Falsches Stück! Kannst du nicht machen, die Snuffelstück? Ja, das ist das Richtige und das da brauchen wir nochmal. Wo ist das Ding nochmal? Da ist das Ding nochmal. Wunderbar. So, nochmal von vorn. Ist nicht. Es ist ein Winklergetriebe. Ah. Das Draht am Radl. Das stimmt doch auch wieder nicht. Nein, stimmt nicht da vorne. Was machst du denn wieder? Wieder nicht gescheit schaust. 3 Löcher müssen frei bleiben. 3 Löcher sind frei. Und da nach vorne muss nur ein Loch frei sein. So rum. Na, so rum. So geht's. Jawohl. Für was brauchen wir jetzt das Ding da zweimal? Das weiß kein Mensch. Ach, ich muss das ganze Konstrukt da zweimal bauen. Ja gut, Birger, dann bauen wir so zweimal. Was ist das hier? So, was haben wir noch zum Schmerzen? Haben wir noch was zum Schmerzen? Der Freunde haben wir was. Holzscheibe. Ein Differential. Nein, Differentialgetriebe ist das nicht, oder? Ist ein Differentialgetriebe nicht, wenn sie beide dann in eine andere Richtung dran? Aber ich habe da keine Ahnung, muss man auch dazu sagen. Was ein Differential ist. Was interessiert mich, was ein Differential ist? Das ist genau dasselbe, wenn ich die frage, was ist ein... Das ist ein Struct. Und wie lässt man aus? So. Brauchen wir L und 2 blaue. Da noch sehr viel blaue unterwegs, die wir mir da zusammenzipfen müssen. Jetzt müssen wir wieder mal an das große Gerät dran. Was mich schon wieder ein bisschen irritiert, ist das da. Ah, zuerst kennen die langen Dinger ohne gesteckt, ne? Ich sehe. Da gehört jetzt das alles miteinander verbunden, oder was? Warte mal, das gehört da, haben wir noch, den haben wir übersehen, aber ja, ich sehe schon. So. Dann da ohne und dann pimmelt das dann natürlich ewig umeinander. Darum versteckt man mir das. Und zwar hier. Ja, auch wieder nicht richtig, Birger. Was machst denn du eigentlich? Birger, was genau machst du eigentlich so in deiner Freizeit? Ja, nur Scheißträger. Okay, ja, passt. Glaube ich sofort. Keine weiteren Fragen. Und ich muss da rausstehen, das andere muss da rausstehen. Und das müssen wir jetzt auch nochmal so machen. Total unfähig. Thema Legalisierung. Dass ich dafür bin, glaube ich, haben wir schon oft genug gehabt jetzt. Was ich dazu sagen muss, mich interessiert das Rauchen nicht. Das sage ich jetzt nicht, damit ich draußen besser dastehe und keiner sagen kann, das darf ich freiwillig sagen. Das hätte ich damals schon gefragt, ich bin immer wieder im Laufe der Zeit, vor allem in die Fragevideos, die es einmal im Jahr gegeben hat, auf dieses Thema angesprochen worden und habe genau gesagt, was ist das Rauchen selber, interessiert mich überhaupt nicht mehr. Hat mich auch nie interessiert, muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen. So, Getriebe installiert! Und das soll jetzt laufen da, oder was? Tatsächlich läuft das. Aber mit was soll denn das verbunden sein da? Warte mal. Bin ich da hervon dann irgendwie? Ohne ist ja ein Zahnrad dran. Jetzt mal ganz ohne da. Das dreht sich schon. Okay, dann kommen jetzt diese L-Teile. L-Teil. Was mich aber interessiert, also generell bin ich mal dafür, dass die Leute nicht wegen 4 Bresel groß in einer Hosentasche eine Höllentortur durchmachen müssen, dass den Hosen scheißt. Das ist ja nur noch lächerlich. Und mich interessiert das Anbauen. Klingt jetzt bescheuert, aber mich interessiert wirklich das Garteln anbauen. Und das werde ich tun in der Woche. Ich werde mich jetzt dann am Wochenende damit auseinandersetzen, wo ich Samen herkriege. Legal natürlich. Also ich mache nichts Illegales, da habe ich keinen Bock drauf, mir wegen dem
irgendeinen Scheiß zum Versauen. Ja, das ist halt das Schwachsinn, das ist einfach nur dumm und sonst gar nichts. So, jetzt brauchen wir die Everdive. Everdive und die Grauerstöpsel. Da brauchen wir 4, 2 und dann müssen wir mir einmal da rein, umdrehen, 3 Löcher freilassen und da rein. So. Oder? Nein, natürlich nicht. Wie kommen wir hier auf Umdrehen? Keine Ahnung. Genauso wie du auf Umgarn kommst. Was? Heute dummes Maul, 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 Maul. Maul, Maul. So, da sind wir. Dann brauchen wir zweimal einen Neiner. Was kann ein Neiner sein? Was ist ein Neiner? Neuner wo? Der Neilicher dann wieder 9 steht. 2, 4, 6, 7. Das sind die 2 Neiner. Schwarze Stöpsel. Neues Projekt, Birgers Botanik. Ja, also das ist nicht das neue Projekt, das mich wahrscheinlich sehr viel auslasten wird, beziehungsweise wo ich laste mich immer nur selber aus. Dieses Projekt, das ich mir da angefangen habe, das ist nicht, weil mir jemand zwingt, sondern weil ich will. Oder Birgers Busenbuberts. Ne? Wir werden ganz gepflegt einen Grow Squad gründen. Das meine ich tatsächlich ernst. Da wird der Vollbier Squad und der Kacknoob und der Pralin Squad, der wird erweitert um den Grow Squad. Und da bin ich mir 100%ig sicher, braucht sich ja keiner, versteht es eh, wo ist es eh anonym, außerdem ist es legal, da braucht ja keiner mehr dahermalen. Wenn es jemand nicht gut findet, dann ist es in Ordnung für mich. Dann findest du es halt nicht gut, I don't give a shit. Tschüss, Sikowski. So, die Frage ist jetzt zweimal. So, das haben wir jetzt da ohne Zipfel. Und dann kommt jetzt, na, da darf man sich wieder nicht ohne Zipfel oder was. Was ist das da für Stickel? Hä? Wieso habe ich das schon wieder zweimal gemacht? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich habe doch 4-mal das Ding da machen müssen. 2-mal das lange. Ja, dann legen wir das wieder da her. Und das legen wir auch wieder da her. Ich sehe schon, da wird viel asymmetrisch gebaut, wo ich schon wieder davon ausgehe, das ist überhaupt nicht asymmetrisch. So, verteilen wir das einmal ein bisschen besser. Brauchen wir 2 mit diesen gerade Stressstumpen. Muss ich kurz aufpassen, weil sonst baue ich es wieder 15 Mal verkehrt wird. Das da ist so ein Stickel, ich weiß nicht, ich hoffe, dass das einfach übrig bleibt. Haben wir auch schon ein paar Mal gehabt. So. Das war so kurze Stressstumpen, das Ding. Und die können dann. Da gehört einer da rein. Ja. Dann sind 1, 2, 4, 6 Löcher frei. 2, 4, 6 Löcher frei. Dann kommen das Ding rein, eins dazwischen frei und das Ding rein. Dann haben wir den Teil. Dann haben wir das Ding. Gehört das da so rein. Das kann sich bewegen. Ja, das macht schon alles Sinn und schaut genauso aus, wie es ausschauen soll. Dann haben wir 2 mit den Niner, den hätten wir da unten messen können. Haben wir aber heute nicht getan. Müssen wir mir das Ding da einfach 2-mal bauen jetzt oder nicht? Bin ich behindert? Also gut, das war eine dumme Frage, die sich quasi selbst beantwortet. Pass auf, das gehört da so eine. So streibt sind das schon wieder so. Sträube dich nicht! Da muss ich jetzt schnell mit die 10 hin, das hilft nicht. Leben und ihm lassen, wer es mag, kann es gern machen. So sehe ich das auch, ja. Solange es mir nicht alle 5 Sekunden. Ich meine, ich habe auch keinen Bock drauf, dass dann der Kifferdepp den ganzen Tag umeinander rennt und mir seinen Kifferscheiß unter die Nasen reibt. Das macht ja auch keinen Spaß nicht. Was in Gottes Namen soll das? Der totaler Kass. Und es tut auch keiner, abgesehen davon, der nicht ganz sauber ist.
Die andere große Frage ist jetzt, das war die Seite, das haben wir da gemacht. So, und dann drehen wir es um und dann soll ich dasselbe drum dann noch mehr einstecken. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Sag ich ganz ehrlich, wo steht denn, dass ich das zweimal bauen muss? Da steht, dass ich es zweimal bauen muss. Nimm mich Hackgott-Sackel-Zement. Grütze, Nalfeier. Die Lesenanleitung, das hätte man besser mal erkennen, damit der letzte Vollidiot ich auch versteht. Da brauchen wir nochmal einen Stressstumpen. Da messen wir jetzt schnell nach, wo die Dinger genau reinkehren. Und so, da zähle ich jetzt nicht mehr. So, was ist das? Zähle ich nicht. Wahrscheinlich stimmt's, spiele ich verkehrt wieder gar nicht. Aber gut. Ist mir Zack McCracken, um genau zu sein. So, dann haben wir das Stückel da, brauchen wir auch nochmal. Graue, das ich vorher schon wieder auseinandergesteckt habe und dann wieder zusammengesteckt habe, weil, was das eben ist. So, nochmal, von vorn. Also O-Bauen interessiert mich und das werde ich wahrscheinlich auch tun. Und dann gründen wir mir einen Grow Squad. Das werden wir übrigens auch ins Discord eintun. So wie das ist, dem glaube ich spendiere ich einen extra Kanal, weil ich einen Prozess sehen will. Ja, kann ja jeder seine Pflanze posten, wenn er will. Man braucht ja keiner mehr was scheißen, das ist ja legal. Wenn du natürlich 25 Pflanzen eine post, bist du da selber schuld, weil die haben nicht legal. Das muss ich aber hoffentlich nicht sagen. Dann kann man sich gegenseitig Tipps geben. Seit wann wieder Nippelklötze? Seit wann wieder? Seit einer Stunde ungefähr. Wie spät ist es? Viertel nach 9. Ich würde sagen, gut um 10 Uhr machen wir mal eine gute alte Kippenpause. Ja, rauchen wir uns jetzt mal sauber eine ins Gesicht, geben wir ein bisschen, dann haben wir uns was zum Trinken. Und da geht jetzt das da nicht ein, das geht oben rein, okay? Die rasten das ein bisschen ein und dann gibt es zeitgleich Stabilität. Ich habe keine Ahnung, wie das Hundsviech jemals laufen soll, aber gut. Ich weiß nur, dass Schwammerl quasi von selber geht. Ich weiß nur, dass Schwammerl quasi von selber geht, habe ich gehört. Was? Ich weiß nicht, das kapiere ich jetzt gerade nicht. Also es soll offensichtlich eine Anspielung an Schwammerl-Drogen wahrscheinlich sein. Sprengi? Bin ich da grob richtig? Ich glaube, wir sind mal bei Bauschritt 37. Da haben wir! Nehmen wir das Ding drauf und wir sammeln wir zusammen. Wir brauchen das kleine Weiße. Dann brauchen wir den Stift. Und einen ganz kleinen Stift. Dreierstift. Jawohl. Und so ein Vierer-Ding. Dann brauchen wir 2 schwarze Schnüffelstücke. 2 blaue Schnüffelstücke. Dann brauchen wir das 5er-Ding, das haben wir. Und dann so ein seltsames Doppelverbindungsteil. Brauchen wir 3 Mal. So. Erst alles herrichten, dann zusammenbauen. Jetzt haben wir 15 Mal so schnell und ein bisschen effizient. Ne? So, jetzt passen wir auf, da ist schon ein Stift drin, ein schwarzer, aber ohne Pfeil. Gibt es da so ein Ding, wo schon eins drin ist? Nein. Also müssen wir es selber reinstecken. Stecken. So, dann brauchen wir. Ach, den brauchen wir, den Stift, da brauchen wir 2 Mal. Machen wir so. Hoppala, jetzt glaube ich, haben wir einen Kaka gemacht. Nein, haben wir nicht. Oh nein, das ist ein Chaos. So. Ja. Und dann so. Hand aufs Herz! Wer ist gerade im Chat, der auch bauen wird? Ja, diverse Pilzsporen bekommt man in den Spritzen zu wissenschaftlichen Zwecken. Was? Ich glaube, wir warten jetzt alle mal aufs große Anbauvideo vom Solmecke, damit wir wissen, was wir kaufen dürfen und was nicht. Das schaut auch mal noch überhaupt nicht, ja. Schaut auch mal überhaupt nicht.
damals, es ist halt, die Hälfte kennt sich ja sowieso nicht aus, was wir wann. Darf man das, wie ist das Autofahren geregelt, was soll die ganze Kacke da? Dann brauchen wir das große schwarze Zahnrad. Wo haben wir ein großes schwarzes Zahnrad? Da haben wir ein großes schwarzes Zahnrad. Brauchen wir ein kleines und den Dreier. Und dann brauchen wir nochmal einen blauer und 2 schwarze Snüffelstücke. Snüffelstück. Dann brauche ich das da hier unten, brauche ich dann nochmal, oder was? Na gut. Ja. Ist ja wurscht. So, in die richtige Richtung drehen. Das schwarze Zahnradl zusammen. Kommt da so unten durch. Ja. Und auf der anderen Seite kommt das kleine weiße Zahnradl an. So schaut es dann da aus. Und so schaut es. Ja, halt, oder? Ne, stimmt nicht ganz. Das stimmt überhaupt nicht ganz. Das ist mir jetzt einfach an Brühen ohne geflogen und hat sich gedacht, okay. So rum geht's gehalten. Da geht's eine. Da geht's eine. Dann brauchen wir das zweite Ding. Von der anderen Seite entgegengeklemmt wird wahrscheinlich. Oben probieren wir bestimmt mal, dürfte ich ein Bild im Hobbyschmerz zeigen von meinen 2 Kleinen, die haben heute das Licht der Welt erblickt. Manu, überleg dir das gut, ob du Battle von deinen Kindern ins Internet stellst. Aber du darfst, wenn du das willst, aber denk vorher noch, bevor du das tust. Ich muss jetzt dasselbe Ding dann nochmal bauen, oder was? Übrigens mal gratuliere. Vielleicht sollte man das einmal sagen, bevor man Leute darauf hinweist, dass es immer und überall, du hast mit Sicherheit auch schon mal gesehen, hat mit Sicherheit einen Grund, leider Facebook zum Beispiel, die verpixeln das Gesicht von ihren Kindern. Schon mal gesehen? Redet der Manuel jetzt noch von Kindern oder von seinen Hanfpflanzen? Wenn wir natürlich von Hanfpflanzen reden, dann trotzdem Glückwunsch. Dann darfst du die da rein posten, wenn es um Pflanzen geht. Natürlich. Ich weiß auch nicht, aber wahrscheinlich werden wir auch einen Hobbyschmerz dafür hernehmen. Ja? Wenn wir das machen, für das ist er ja da kann alles sein. Es ist ja ein Hobby. Ich will nicht Großplantagen bauen, sondern ja. Jetzt muss ich dasselbe Ding da einfach nochmal bauen. Das Ding, kleines Zahnrad und nochmal so ein kleiner Dreierstift. Das ist kein Dreierstift. Dreierstift, nein, das ist ein Viererstift. Viererstift hilft mir nicht weiter im Leben. Ja? Das ist ein Dreierstift, auch kein Dreierstift, auch ein Viererstift. 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 Wo ist ein Dreierstift? Gib Dreierstift. Dreierstift weg. Hallo, gibst du Dreierstift? Da ist der Dreierstift. So. Wir sind quasi wieder verkehrt. Weil das Ding nicht angezeigt wurde, ist es ja im Prinzip wurscht wie rum. Es ist ja wurscht wie rum. So. Und wo aus ich den blauen Stift einzwirbelt, ist scheißegal, glaube ich. Steht gleichermaßen auf beide Seiten durch. So, jetzt haben wir zweimal dasselbe drum gebaut. Aber halt völlig identisch und nicht. Jetzt überprüfen wir das nochmal. Das ist das da, ja. Und das ist genau dasselbe Teil. Wieso habe ich da 2 volle Anleitungen für das Ding und schreibe einfach 2-mal hin? Du Suppenkasperl, du Trauriger. Keine Ahnung. Naja, gehört er mir an unser Viech gebaut, habe ich gehört. Oh, lecker, oder wer soll sich denn da auskennen, wo das hingehört? Was ist denn mit dir, Chinesen, Mo?
So rum. Da rein. Ah, leck mir Mosch, das passt wirklich wie Arsch auf Eimer. Wie Arsch auf Eimer. Das, nein, das ist falsch. Das ist auch falsch. Dann müssen wir nur mehr anders sagen. Wenn wir so hin. Und dann geht. Ne, halt, stopp. Was? Ich sag das jetzt nicht freiwillig, wie es ist, da ist einfach. Ich hab doch gerade extra nochmal nachgeprüft, ob die zwei Konstruktionen richtig rum sind. Das ist einfach ein Fehler. Macht jetzt gerade überhaupt keinen Sinn, aber Gott sei Dank können wir es einfach so umwechseln, dann müsste es eigentlich passen. Naja. So, haben wir schon Bari. Schauen wir mal. Vorher haben wir gelernt, Differential, keine Ahnung was. Achtung. Schön. Die drei Motoren, jetzt drehen sich alle Zahnräder hinten. Sehr gut. Wunderschön. Was steht da? Der Chef, so bin ich jetzt auch da, was habe ich verpasst? Herr Schell, alles, schau hin. Wie ein Roboterhund. Wir wissen nicht wieso, aber es ist wieder ein Roboterhund. Ja, später haben wir es, 5 vor 10. Sehr gut. Sehr gut, alle Zeit der Welt. Himi Hacker, wir müssen mindestens die Hälfte schaffen. Das heißt, von 75 Seiten, gut, Aufkleber interessiert mich jetzt nicht, aber wir müssen bis Seite 35 mindestens kommen heute. Wenn wir mir bloß dieses Rumgepimmel da. Ich brauche für jeden Scheiß brauche ich ewig. Carbonfiber-Accessoires. Da sind Carbonachsen dabei. Warum? Carbon stabil, oder wie sehe ich das? Oh ja, da ist ein ziemlicher Unterschied. Die werden wahrscheinlich ziemlich belastet, hä? Die könnten ziemlich belastet werden, diese Teile. Jetzt schauen wir mal, dass wir ein bisschen Meter machen. Los, Birger, Meter machen, jetzt! Wo müssen wir hin? Da rein und auf der anderen Seite rein. Jawohl, hab schon gesehen. Hab schon gesehen. 1. No. Ja, Technik ist schon ein bisschen mehr gefret wie das andere, muss ich sagen. Zweimal schwarz, klar, Zahnrad, jawohl, und zweimal die Carbon-Dinge. Die werden wahrscheinlich einfach einmal da hineingepimmelt. Da bin ich jetzt gespannt, wie gut dass die passen. Das fucket mich jetzt schon. Und die Kanten haben auch ziemlich scharf. Da muss man vielleicht da ich jetzt nicht sagen, bei Kindern da ich fast aufpassen. Die haben nämlich wirklich scharf. Da schneide ich mir den Bratzen, wenn ich das jetzt mit. Gold tue. Und zwar ordentlich. Das sind so, ja, ganz normale Achsen halt. Ein Vierer. Und die Kanten auch nicht abgerundet beim Abstanzen oder Abschneiden, was da passiert, oder Absagen oder was weiß ich, wie man das auseinander tut. Und die haben extrem scharf. Und wenn ich die da mit Gewalt reindrücke oder abrutsche, dann schneide ich mir Bratzen auseinander. Das sehe ich bis daher, sehe ich das. So, wo gehört jetzt das Ding rein? Da auf die Seiten oder was? Okay. Jawohl. Haben wir zweimal das Ganze. Haben wir schon auf der richtigen Seite. Jawohl. Bauschritt 46. Dies müssen wir bauen. Wir brauchen einen Rahmen. Zweimal grau lang. Und ich habe von hinten einer Tante in den Arsch eingefahren. So, passt ja. Dann haben wir ein T-Stück. T-Stück einmal. Ich kann auf der entgegengesetzten Seite einmal. Okay, dann brauchen wir 4 blaue und zweimal ein T-Stück. Dann gehört der Teufel zusammengesetzt. Ich will bauen, Manni! Wo ist denn da? Mario Landl. Schluss am Freitag, keine Donations. Ich bin zu meiner Belustigung. Oh. Das ist ein gutes Alter. Mario Landl ist ein gutes Alter, hab ich gehört. Ja, ganz ein gutes. Warum, weiß ich nicht. Sprach ich so als 26 plus. Brauchen wir das lange?
Das ist übrigens 2. Mario Landl, merci. Was hast du geschrieben? Ich spiele alle noch am PC. Geil. Wieso soll jetzt sich das auch ändern? Ganz ehrlich, Gaming hat sich in den letzten Jahren so krass verändert, dass es einfach ein ernstzunehmendes Medium ist. Und jeder, der das immer noch belächelt und die als kleines Kind bezeichnet oder sonst irgendwas, der hat einfach keine Hobbys und ist einfach nur neidig und sonst gar nichts. So einfach ist das. So, es kann nur... Sowas sagt nur jemand, der entweder stingert ist, weil er Kinder hat und nicht kann. Ja, dann mache ich da, dann versage ich jetzt der Gaming. Fertig. Ja, dann sage ich, gut, bist du Hurensohn. Tschüss dann. Jetzt soll er mir vorher überlegen, dass dein Schwanz in jeden Scheißdreck einsteckst. Tschüss dann. Und man muss sich halt irgendwann entscheiden, will ich das oder will ich das? Muss ich das auch wissen. Aber andere Leute dann wegen sowas und das Zeug schlecht machen, so, na, ist aber nicht so geil. Ist einfach nicht so geil. Schau mal, wie schnell das mit die Seiten jetzt durchgeballert haben. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. So, da haben wir jetzt einmal das graues Stück. Dann haben wir Verbindung. Ich baue gerade nochmal dasselbe bloß hin. Ist es möglich? Das haben wir doch gerade schon gebaut. Was haben wir denn da wieder? Der Zitronenbaum. Mir ist wieder ein Resub. Kuss auf die Nuss. Bussi in das Nussi. Übrigens, merci für den 10er Mario Landl. Schluss mit der Donate-Reiheit. Vielen lieben Dank. Natürlich, aber trotzdem. Was soll ich denn sonst sagen? Was soll ich sonst sagen? Jetzt pass auf. Wo geht jetzt da was hin? Das geht da. Mit der Macherei über. Das ist ein Arschloch. Mario Landl! Ich habe 2 Kinder und eine Frau, man muss nur die Frau gerecht herrichten, damit man darf. Das hätte ich noch angeführt. Das war jetzt schon wieder sehr gehässig, was ich da rausgelassen habe, ist ja klar. Man, wer lang genug dabei ist, der kennt mich vielleicht auch, dass ich vielleicht nicht alles so dermaßen ernst meine, wie ich sage. Wenn jemand Kinder hat, dann hat das meistens schon einen Grund, weil er meistens wahrscheinlich welche möchte. Und da ich halt keine möchte, bin ich da eigentlich die Gegenseite, der echt Kinder schlecht redet. Mache ich das, weil ich selber vielleicht doch gern welche hätte? Nein, eher nicht. Eher nicht. Aber so ist dann doch nicht das Gleiche. Und ja, es gibt bei mir im Freundeskreis auch genügend, wirklich genügend, die Kinder haben und ganz frisch wirklich auch. Also da ist alles dabei von 9 Jahren, 5 Jahren, 4 Jahren, 1 Jahr. Und die spielen alle noch. Natürlich nicht mehr so viel wie früher, aber auch ich spiele nicht mehr so viel wie früher. Und ich habe keine Kinder. Und ich hätte Zeit ohne Ende. Also wirklich zum Herscheißen viel Zeit. So, jetzt muss ich kurz überlegen, wenn wir noch keinen Käse nicht machen. Ja, das Ding haben wir auch vorher schon einmal gebaut. Das hätte mich doch einfach gleich 2-mal bauen lassen können. Eine gute Anleitung. So mal. Das ist nicht sehr satisfying da. Das ist nicht sehr satisfying. Du, mit einem kleinen Bürger kann ich mir schon gut vorstellen. Du, um ganz ehrlich zu sein, ich glaube auch, also in unserer Konstellation hier, angenommen, ich hätte jetzt mit der Bürgerin Kinder, dann war das natürlich so rum, ich bin der gute Elternteil. Ja? Das kannst du dir völlig aus dem Kopf schlagen, dass ich mich nicht den coolsten Papa auf der ganzen Welt nennen lasse. Bloß weil du wieder einen Strengheitsanfall Level 9000 kriegst. Wenn mir gegenüber, wenn ich nicht streng genug bin. Sage ich, ja, das kannst dann du aussitzen. Ich hätte gern, dass mich meine Kinder mengen. Und die hätten mit Sicherheit ihren Spaß, ja. Das Einzige, wo ich wahrscheinlich gefeit war, ist, ich meine, das kriege ich bei Spätzchen mit Kindern mit, die haben alle YouTube-süchtig. Ja. Also da gibt's nichts anderes mehr. Das ist völlig narrisch. Und da war ich halt sofort dabei. Weil was, in welcher Lage? Wo muss denn das Ding hin? Bin ich behindert? Da ohne, ich halte es komplett verkehrt rum. Bürger, was machen Sachen? So rum. Komm. Ja. Dann. Gibt's da kein Ding nicht, wo ich mal dran kann? Drehen wir es mit dem Zahnrad. Geht einfach.
Ist an einem Teile drin so ein Ding. Schauen wir mal, wir haben so viele Teile drin. Ja, sowas ist nicht dran. Dass man da das eintun kann und Draht. Geht nicht. Schrottteile drinnen! Dreckstool! Ich fange mit meinem Kleinen gerade an, auf der Switch zum Zocken. Das, ja genau, da bin ich stehen geblieben. Da war ich sehr anfällig natürlich, den ich da alles durchgehe, um konsumieren zu lassen, was sie wollen. Also natürlich nicht, ich schaue mir jetzt keine Ahnung, einen Pornoscheiß oder sonst Erwachsenenzeug halt, egal in welcher Form. Das natürlich nicht. Aber dass sie YouTube konsumieren dürfen, ist natürlich schwierig zu verbieten für einen Bab, der selber einer ist. Ja, ist halt schwierig. Ja, schwierig, Digi. Was soll ich machen? Die Frage ist jetzt so, was zur Hölle passiert denn da jetzt alles? Wo geht das alles zusammen? Was? Haben wir jetzt die L-Stücke da? Ja, das check ich schon noch. Aber wo, was? Jetzt sollte man es nicht schon wieder komplett verkehrt rumhalten, dann darf es vielleicht auch Sinn machen. Vollidiot. Vollidiot. Der Drakon schreibt auch was Interessantes. Ja, und wirklich alle Kinder in meinem Bekanntenkreis von Spätzin und so haben auch an Minecraft zocken. Minecraft muss der Shit sein, schlechthin. Ich meine, ist ja nicht so, dass die Minecraft nicht kennen und ich hab's in der Alpha schon gespielt und natürlich ist es ein geiles Spiel, aber dass das immer noch so funktioniert, dieses Ding ist ein dermaßenes Phänomen, das ist wirklich nur noch narrisch. Also nur noch narrisch. So, das wird jetzt narrisch da. Wieso, mein Gott, wir sollten nie das Technik drum da durchstecken. Wir sollten nie das Zahnrad da reinkriegen. Behindert. Doch. Mal. Mein Gott, Chinesen, Mann, ich hab keine. Na? Komm. Komm! Ich hab keine so kleine Fingern wie ein chinesisches Kleinkind. Wie soll ich da reinkommen? Hm? Du kannst mal hinkommen. Ach, ja, sowas nervt halt schon krass, gell? Wie kann man das jetzt bewerkstelligen, dass das... Ah, ich sag hier. Warte mal. Na. Fuck off, Alter. Was ist denn das für eine Behinderung? Warum kann ich das nicht vorher da ohne bauen, ha? Bevor ich den ganzen Wanz da ohne steck. So ist behindert's. Chinesen Sepp, hast du das drum um mich selber zusammengebaut? Nicht festgestellt, dass du den Scheiß gemacht hast. Sag mal. Jetzt! Haben wir's? Muss ich rein? Was? Da war ich hingehört, wer ist denn? Der Werner Chris, neues Mitglied. Lieber Chat, ihr wisst, was da los ist. Mitgliedschaften neu am Freitag schon gleich 5-mal nicht, Kinder. Schon gleich 5-mal nicht. Welcome to the Squad. Chris oder Werner oder was weiß ich, wie es heißt. Kuss auf die Nuss, welcome to the Squad. Chat, ihr wisst, was zu tun ist. Ausreden gibt's keine. So, und das Zahnrad muss nach vorn zogen. Jo. Schaut doch gut aus, oder? Ja, schaut sogar sehr gut aus. Weil es gemütlich ist da. Schreibt der Werner! Sicher ist der heute einmal gemütlich. Ein wenig weniger umeinander bläht, wobei generell ja schon viel weniger umeinander bläht wird. Jetzt, wenn es dann langsam mal auf 10 zugeht, dann werden wir uns einmal gemütlich, rauchen wir mal eine, holen wir uns was zum Trinken, gehen wir mal biedeln und dann gehen wir noch ein wenig weiter. Hätte ich gesagt gehabt. Ein bisschen Meter machen müssen wir jetzt schon noch. Ja? Meter Kern gemacht. Nein, nicht nochmal da so ein scheiß Zahnrad irgendwo dazwischen reinzwicken. Das ist das allerhinterfotzig kacken Scheiße letzte. Okay, das war einfach.
Ja, wie, Alter, wie soll ich, wie? Einfach wie? Gibt's da irgendeine Spezi-Taktik, die ich nicht weiß? Wie man das kleine Pimmelding da hinten noch nicht kriegt? Kackfrisuren, Hurenarschloch! Ich weiß eine super Taktik. Na, das war total klar. Ja, komm, leck mich. Hängt jetzt das Ding da drin? Das ist ein Witz sein. Da hinten ist gefallen. Wie geht's denn? Okay. Diese Abstandhalter-Dinger haben das hinterletzte, ich kotz gleich. Machen wir erst die Abstandsdinger ohne, weil ich sonst nicht mehr hinkomme, wenn das fette Scheißdrecks-Zahnrad dran ist. Scheiß Behinderung, Dingsbums, Behinderung. Bumsen auf alle Fälle, ja. Bumsen. Was ist das eigentlich für ein Wortsack? Wir hatten das erfunden. Wir haben sich gedacht, hey, ich hätte da ein gutes Wort dafür. Ja, was denn? Ja, Bumsen. Okay. Alles nehmen. Haha, das ist lustig. So, und jetzt der wir das Zahnrad auf der anderen Seite. Ne? Und mit dem wir uns 14 mal leichter. Oder auch nicht. Und wir machen das Ganze drum kaputt. Das kann auch passieren. So, jetzt schauen wir gut aus. So, Haarmodul. Zweimal schwarzer Stopsel, zweimal schwarzer Stopsel. Wo ist jetzt da der schwarze Stopsel wieder hin? Weiß kein Mensch. So, wir haben ja immer noch, nein, wir haben ja andersrum. Und jetzt soll das Ding wo rein? Ja, ich sehe schon. Ich sag wo, in den Po. Ich sag wo, in den Po. Birger, der kein Lego auf Temu bestellen, das ist so klar her. Was? Melli, Ich glaube, generell ist auf Temu irgendwas bestellen generell eine schlechte Idee. Glaube ich jetzt einfach. Oh, haben wir mir schon wieder das voll. Haben wir mir. Das kann so nicht funktionieren. Warte mal. Scheiße. Aber das gehört da schon, das wird definitiv im letzten Loch da angezeigt. Es ist technisch nicht möglich. Das ist technisch nicht möglich. Weil da an der Seite nur jetzt zweite Dinger Loch hat. Das ist technisch einfach nicht möglich. Aber was wir jetzt noch probieren können, das gehört ganz da, gehört der Stift ein. Ganz da gehört der Stift. Ach, da haben zwei Löcher hinten. Verstehe. Bin schon stark, die habe ich nicht gesehen. Die habe ich nicht gesehen, die fallen ein bisschen aus der Reihe. Das ist sehr asymmetrisch und das bin ich nicht gewohnt. Bin ich nicht gewohnt. Da haben wir schon drin, Bauschritt 56, wunderbar, eine Zipfel, los. Steine verbauen. Das Ding brauchen wir zweimal. Und dann haben wir so das geriffelte Ding da. Jawohl. Und gehört da der Stift rein. Das schaut mich an, als wäre es Lenkung. Das Element, das kenne ich noch von früher, bloß klar und in grau. Und dass du hast das zusammenstecken müssen, das war da für die Autolenkung fahren. Da kommt da ein Zahnrad laufen und das schwenkt dann hin und her und dann lenkt das Ding. Aber ich weiß mir nicht sagen, dass der lenken kann. Ich muss mich verarschen. Das ist wohl hoffentlich schon ein Witz. Vor allem, und selbst wenn er lenken kann, möchte ich wissen, ob, wenn das funktioniert, fresse ich 1 Besen. Besen, zusammen der Putzfrau. So, das passen Sie mir. Da ist jetzt irgendein spezieller Hinweis. Gear Correction Diagramm. Was zur Hölle soll denn das für ein Gear Correction Diagramm sein? Das sind einfach zweimal dieselben Beutel, das eine ist okay und das andere nicht. Okay. Die Achse muss gerade sein und in der Mitte. Nicht halber Draht und in der Mitte. Okay, ja, das macht ja irgendwo Sinn. So ist das nicht.
das eine Element haben wir. Jetzt bauen wir das da, aber ich check nicht, was heißt das da? Was heißt das da? Wir haben da, das gehört da so auf. Aber was soll das da bedeuten? Da ist kein Loch nicht drin, aber. Hä? Das ist das Ding sein, oder was? Egal! Zukunftsbürger findet schon raus, dann legen wir mal. Moment. So. So. Ja, dann stöpselt man es zu. Hopp, hopp. Muss schon gehen, so. Jawohl. So. Und jetzt gehört das Ding. Zack, das hat vorher installiert gehört. Ich bin natürlich ein Trottel. Das Correction-Teil da. Jetzt, okay, wir müssen die. Jetzt verstehe ich. Wir müssen diese Achse gerade dran, die da vorne rauskommt, die da, die muss genau im 90-Grad-Winkel sein, weil es sonst nicht hier hat. Ist einfach so dran. Natürlich nicht. Aber das kann man schön dran, wenn man am Motor dreht. Das ist wunderbar gerade. Dann kann man das. Hoppla. Ja, Grütze, fix, was bist du für ein schlüpfriges Scheißerchen? So. Und dann so. Ja. Dann muss man das nicht anstipseln. Ist das da komplett lose drin? Wird das nur von dem Zahnradl gehalten? Das ist ein interessantes Konstrukt. Das glaube ich am erst, wenn ich es sehe, dass das halt. So. Jetzt haben wir da diese Lenkung da drin, oder was? Okay, die ist aber sehr locker. Sehr locker, Kinder, sehr locker! So, ja. Oh ja, da kann man mal umdrehen und sehen wir da das ganze Konstrukt. Zweimal grau. Zweimal hellgrau. Zweimal blau. 1, 2, 3. Viermal kleines Stück, ein T-Stück und so ein Doppelstück. Das ist wieder, was ist das für Konstruktion? Was macht das am Schluss? Ich habe keine Ahnung. Es ist mir scheißegal. Props an den, der es erfunden hat. Oder sie denkt, da stöpselt er irgendwas zusammen, das passt dann schon. Wie konstruiert, jetzt mal wieder frage ich mich eigentlich, wie fängt man da an, sowas zu konstruieren? Am PC? Mit Sicherheit mittlerweile. Aber wie hat man das früher gemacht? Sie so lange ins Zimmer eingesperrt, bis man irgendeinen geilen Scheiß zusammengebaut hat. Da hat es lauter geschubst. Jetzt euch nicht ob, es hat lauter geschubst. Lauteres geschubst. Das zusammen. Ich bin gespannt, wie weit dass wir da heute noch kommen. Aber fertig werden wir wahrscheinlich nicht. Da bin ich mir fast sicher, dass das da wird wieder ein Stück zu viel. Wir schaffen immer so 500 Teile pro Stream. So. Haben wir das gebaut. Dann haben wir da das. Blaue Ding, das durchgeht. Dann haben wir da. Eine Hülse sollte laut Zeichnung innen hohl sein. Aber was für Hülse? So eine Einerei da. Tja, die haben wir dann wohl woanders verbaut. Wenn da irgendwann nicht hohl ist. Das verstehe ich nicht. Nein, das verstehe ich nicht. Na? Oder freiwillig, was ist das? Verstehe ich nicht. Wird dann schon passen. Dann haben wir da so ein Klinkding. Okay, mit dem Zusammensteckseln. Da so ein Klinkding. Das ist auch wieder so eine Konstruktion, die macht das ganz schön närrisch. Den Teufel müssen wir wieder reinstecken. So. Die haben aber sehr locker. Wird das so locker?
kehrt das Ding so locker, das kann ich nicht glauben. Da haben wir schon wieder was, haben wir da was vergessen? Nein, haben wir nicht. Okay. Da das jetzt so locker ist, klang wir das einmal nicht mehr an. Jetzt müssen wir schon wieder so ein Viereck, wahrscheinlich müssen wir das wieder zweimal bauen. Nehmen wir mal das da her, Viereck, Viereck, L-Stück, L-Stück. Da liegen nämlich von alle Teile, die wir noch haben, liegen noch genau 2 da. Ich muss jetzt wetten, dass wir das wieder zweimal bauen müssen. Nehmen wir das. Beilst da mal ein paar Stifte raus. Brauchen wir nicht. Nehmen wir 4 kurze. Und das Ding. Machen wir so. So, wahrscheinlich müssen wir jetzt wieder spiegelverkehrt zweimal das gleiche bauen und bauen es aber nicht spiegelverkehrt. Das macht Sinn, Chinesenmann. Da hast du wieder richtig was ausdenkt. So, das gehört da eine, da eine. Dann brauchen wir so rum. Ich halte es jetzt einfach perspektivisch richtig, dann tue ich mir leichter, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann haben wir innen das Ding. Das steht aber nach hinten aus. Okay. Ja. Die Becky schreibt: Birger, gönn deinen zarten Griffel eine Pause, mach mal was zu trinken holen und eine rauchen, wenn's recht ist. Gleich. Das Tüttel macht man noch fertig. Das Tüttel. Die Teile, die noch da haben. Müssen wir nämlich gleich zur Tüte 2. Ja? Oh, da werden wir schon einen Bauch rundum bauen. Die Tüte 2, die machen wir heute noch. Tüte 2 machen wir mir heute noch. Das passt oder nicht. So schaut's aus. Schauen wir mal, wie weit das wir kommen, sagen wir so. Let me have a look. Wo sind wir stehen geblieben? Bringt's mir nicht durcheinander, dauert noch unnötig lang, wenn wir es fertig haben. Gehen wir nicht rein. Das ist ein guter Punkt. VB, mich suchtelt es nämlich auch schon. Tu dich nicht runter. Das glaube ich, das ist so in meiner DNA verankert. Weil auch nach einem 2-Stunden-Stream so, wenn wir dann in Blättschmerz übergingen, fangen es normalerweise auch schon zum Suchteln an. Und das habe ich einfach drin im Fressbrett. So, scheiße, jetzt muss geraucht werden. Kinder, jetzt müssen wir rauchen, das hilft nicht. So, ich baue jetzt nochmal. Wenn das jetzt spiegelverkehrt geht. Ich baue, da ist zweimal die völlig identische Anleitung. Völlig identisch. Grau-blau, blau-grau, bloß einmal, ja, da steht einmal der Zipfel außer und nicht hinten. Dein Ernst? Kann man das dann nicht rot einkreisen? Hey, hallo, das ist der einzige Unterschied, pass auf, bevor du zweimal dasselbe baust, du Vollidiot. Du fetter Vollidiot. Aua. Au! Hab ich mir aber wieder. Hab ich mir einfach wieder. Das wenn jetzt das Carbon-Ding gewesen wäre, hätte ich mir Bratzen auseinandergeschnitten. Sag ich dir, wie's ist. So, was haben wir da? Dann brauchen wir den Grauer. Grauer links. Den Blauer rechts. Jo. Dann, da muss das Teil in die andere Richtung zeigen. Stehe ich. Und das, okay. Bin schon stark, schaut auch in die andere Richtung. Nein, tut's nicht, weil das drum umdreht gehört. So muss das ausschauen, ja, und dann geht da der Knubbel rein. Da ist, glaube ich, auch für euch ziemlich schwer zum sehen, ob ich richtig zusammenstecke oder nicht. So, jetzt pass auf. Überprüfung, ob das da auch so ist, das passt, das steht da oben, das steht also, das steht, ja genau. Jetzt haben wir im Prinzip, ja doch, ist schon spiegelverkehrt. Heute mein Maul, Bauschritt vergessen, ja, das ist passiert. Oh, ist mir was runtergefallen. So, müssen wir nochmal zurück zu dem Ding. Und das noch verbauen, das geht genau da so auf. Schaut jetzt aus, als wäre es einfach bloß eine Führung für die Achse, damit es da nicht rausplopsen kann. Habe ich das Gefühl? Mit Gefühl und Speiberling gehen wir an die Sache heran. Und vorher haben wir das Ding auch an die falsche Seite noch nicht gesteckt, das kommt noch dazu. So. Und so.
Dann bin ich mir. Was? Ah, ich verstehe schon. Nein, ich verstehe nicht. Auf alle Fälle parallel da aufgehängt. Aber gut. Letzter Bauschritt. Und was bleibt übrig? Eine Achse und zwei sich eine kleine Stöpsel. Also es bleiben immer Teile übrig. Immer. So, jetzt bin ich gespannt. Wie zur verfickten Hölle haben wir mir das richtige Teil? Ja, das gehört so. Wie um Gottes Willen gehört das da ohne? Hä? Oh, und jetzt haben wir die Scheißen da. Jetzt weiß ich auch, was das Ding bedeutet. Warte. Ich muss nach vorn zwang. Fuck. Kriege ich das nochmal umdrehen? Ich krieg's Gott sei Dank nochmal umdreht. Okay. Das muss nach vorn zeigen. Dann gehört das Ding. Da so eine. Und. Was? Das Ding da so durch. Was wir in Gottes Namen sollten das halten? Bist du voll trunken, Meister? Hä? Muss ich nicht mehr genau schauen. Ja, das geht schon so. Das ist ja die wackeligste Angelegenheit, die ich jemals in meinem Leben da gesehen habe. Aber gut, wir haben es gesehen. So. Und das geht so rum, da geht das auch. Gehört in das Kugelgewebe. Boah, leck, wer baut denn sowas? Das soll ich nicht ganz so. Also das ist grenzdebilnarisch, was soll das kapieren? Achtung, wir können da durch. Also geht er jetzt da nicht durch? Doch, geht er schon. So. Beim kleinsten Angelanger fällt das jetzt da auseinander. Ich kann es euch nicht einmal sagen, das ist ein dermaßen wildes Konstrukt. Ein dermaßen wildes Konstrukt. Ich traue mir jetzt da auch nicht an irgendeinem Zahnradl dran, weil ich das Gefühl habe, dass alles auseinanderfällt. Also das da müssen seine Füße werden, aber wie die nochmal stabilisiert werden, da bin ich gespannt drauf. Also keine Ahnung, was das soll. Aber da gehen überall noch Zapferl raus und zeigen, glaub, die werden schon nur irgendwo festgemacht. Den müssen wir jetzt dabei da stehen lassen und betten, dass wir nicht mehr angelangen. So, genau, wir haben auf Seite 67. Stopp, Bauschritt 67, Seite 25. Mein erstes Lego-Technik war 8862 von 1989. Scheiße, ich werde alt. Mr. Darksky, damit dürftest du ja älter sein als ich. Ein ganz Stückerl sogar. Muss Minimum ein Vierer vorn dran sein. Man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Ja, dann bin ich aber leider Gottes 84. So, Kinder, wir machen jetzt eine kurze Pause. Holt euch was zum Trinken. Ich tue euch wie immer ein Video ein. Was tue ich euch für ein Video ein? Ich weiß nicht. Was tue ich euch ein? Wollt's denn sehen? Was möcht's denn sehen? Möcht's einen Stream von euch selber sehen? Ich streame euch einfach einen Chat oder so. Ja, aber so was suchen wir? Suchen wir Birger, Kruzifix. Da schauen wir immer ein Kruzifix zum Wiederaufwachen. Oh, sollen wir mir das gute alte ein, oder was? Das gute alte, das ist mit fast 800.000 Aufrufen. Sollen wir das nehmen, oder was dauert denn schön lang? Was dauert denn schön lang? Beer Review dauert schön lang. Beer Review dauert schön lang. Das ist der meine. Das ist der meine. Oh, die Dipfer die. Alte. So, jetzt pass auf, ist da irgendwas offen, was kann, was so geht? Nö, das können wir eigentlich auch mit so machen. Das gehört, ist wurscht. Machen wir da groß. Was kommt als nächstes noch für ein Video? Der eigene Stream dann. Ja, gut, das ist vielleicht ein bisschen behindert, aber hilft sowieso nicht. Was wir. Halt, stopp. Was wir mir erst einmal machen. Was wir mir erst einmal machen. Was habe ich jetzt da? Das wollte ich nicht tun. Das wollte ich tun. Dann müssen wir uns erst noch eine wurzeln. Ich brauche.
Müssen wir mal schauen, was haben die Leute überhaupt so geschrieben? Was ist denn da so los? Lidl und Igel. Was? Annegret! Good old Annegret. Ich bin da so auf Zeiten vor. Ist das irgendwie ein Problem, wenn ich da jetzt eine Zigaretten rein? Nein. Was soll ich machen? Haben wir letztes Mal schon gehabt. Wo hast du Annegret? Echt? Haben wir mit Annegret jemals gehabt? Der Nick schreibt, du bist einer da. Sicherlich bin ich einer da. Aber ich mehrmals diese Woche, am Montag und Mittwoch darauf hingewiesen. Wir heute am Freitag Nippel glätzt haben. Und nachher, wenn ich wieder da bin, dann der wir auf alle Fälle noch ein bisschen weiter. Und während ich jetzt beim Rauchen bin, ihr könnt euch entweder das Video anschauen, um Gottes Willen, oder ihr geht scheißen, holt euch was zum Trinken. Ganz ein wichtiger Pro-Tipp, speichern nicht vergessen, wenn du gerade was spielst. Andreas Anders, einen extrem guten Jahrgangsbock saufen und ein Bierger schauen. Bin ich zu wenig Bockbier kenne, dass ich das beurteilen kann, ob es ein guter ist oder nicht. So sage ich der Freibier gewesen. Lidl und Igel von Bramble. Oh. Ja, das kann ich auf die Schnelle wahrscheinlich aber nicht herscheißen. Oh. Hab ich ein Feuerzeug? Weil letztes Mal weiß ich noch, was haben wir denn da? Da bin ich auch kurz, habe ich gesagt, wir machen eine Raucherpause, dann nehmen wir noch irgendwas weiter. Ich weiß nicht mehr, was es war. Aber das Problem war auf alle Fälle, ich habe dann kein Feuerzeug nicht gefunden und bin dann erst mal 5 Minuten durchs Haus gerannt. Feuer, wo, schnell, keine Ahnung. So, Kinder, gehen wir schnell raus, ich bin dann gleich wieder da. Habt ihr überhaupt schon auf den Like-Button gesmashed? Ja, ich meine, am Freitag haben nie so viele Leute da, das weiß ich auch, das ist ja jetzt mal das Gleiche. Das ist ganz normal. Vor allem beim Lego-Bauen, das ist ja wirklich gemütlich, das ist egal, das ist ja nicht tragisch, gell? Nicht tragisch. So, dass man so macht, ich schalte jetzt da um. Nein, nicht YouTube-Video oder doch YouTube-Video? Warte mal. Das ist ich traue die Szene noch nicht, weil ich nicht auswendig weiß, wie die beieinander sind. So, wo bin ich da? Okay. Wie Sie sehen, sehen Sie gar nichts. Wir machen das aus. Wir machen den Chat unten lasse ich laufen. Wir lassen das laufen. Ich lasse jetzt so ein Video laufen dabei. Wir sehen und hören uns gleich. Bei uns in Niederbayern wird man bekanntermaßen ja schon gesteinigt, wenn man Wasser aus dem Heubekriegel trinkt. Dies ist aber ein Klosterfrau Melissengeist, also halt dein Maul. Habe die Ehre miteinander. Ich bin's, der Birger. Tja, Freunde der Sonne, in meiner Sommerpause habe ich mal wieder ein Video gekriegt und da ist eins aufgetaucht. Das hat mein ganz Postfachel wie immer mal zugemüllt. Annie the Duck Beer Review. Nicht nur du ahnst fürchterliches. Aber bevor wir da reinschauen, schauen wir uns erst einmal an, wer das überhaupt ist. So, schauen wir mal, was Annie die Duck so treibt. Ja, 800.000 gepflegte Abonnenten, not bad. Terrassenumbau, Beer Review, Schnitzel, Maybe, irgendwelche Reaction-Videos, okay. Und auf alle Fälle mal für 250 € Luxus-Sushi kaufen. Ja, das Übliche halt. Wie schaut's auf Instagram aus? Ah ja, 800.000 gepflegte Abonnenten, not bad. Oh, holla die Waldfee, was ist denn da los? Alles klar, okay. Und Cosplay, und das ist nicht mal schlecht, okay. Oh. Alles klar, also, ja. Oh, Triss Marigold haben wir auch, schaut das an. Und eine Ciri haben wir auch, schaut das an. Und Heilige, ne, da muss ich mit dem halten. So, ein Video wollte ich mal. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich Pulvern oder mit dem Handpanzer fahren soll. Egal, aber ja, exakt so und nicht anders stellen wir einen authentischen Bierexperten vor, der die nächsten 10 Minuten ein hochwertiges und absolut glaubwürdiges Bier-Review abliefert. Kann bloß gut werden. Ich bin vom Heim nach Berlin gezogen und langsam machen wir die Bars auf und man kann wieder rausgehen. Und deswegen testen wir heute Berliner Biere. Schmecken sie oder nicht? Fälle 1, nach Berlin gezogen. Fälle 2, Berliner Bier ist bekanntermaßen die kleine Schwester von veganen Fleischspezialitäten aus Niedersachsen. Und wenn ich mir das so anschaue. Bier! Wo? Annelies! Gibt's in Berlin kein Flaschel für Erwachsene? Mein Lieblingsbier, das werde ich ganz viel Hate in den Kommentaren kriegen. Kölsch, Becks. Nicht bloß
so sind die Kommentare. Annegret, die besten Reviews sind wirklich immer die, in denen man sie in die ersten 15 Sekunden als absolut ahnungslosen outet. Aber warten wir mal ab. Jetzt einfach mal, wie viele sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Biere. Entschuldigung, ich hab nichts verstanden, außer... Alter, stimmt, um Bier ist gegangen. Hey, I'm a simple man. I see Depp von Dirndl, I got lost. Okay, meine lieben Freunde, zu einer guten Review gehört ein edles Glas und ich sag, wie es ist. Eine Bierflasche und ein Bierkrug sind keine edlen Gefäße. Eine Bierflasche und ein Krug sind kein edles Gefäß? Annelore! Jetzt wenn's Gackerl in der Hosen hast, oder in deinem Fall Depp in der Blusen, dann kommst du mal am Wochenende nach Niederbayern und sagst das laut auf der Straße. Ein Hotel brauchst du dann keins nehmen, weil ich fürchte, das brauchst du dann nimmer. Aber dieses goldverzierte Glas ist sehr edel. Deswegen fickt euch, ich werde mein Bier heute daraus trinken. Ja, okay, Annelot. Kurven gerade noch gekriegt. Heute in mein Maul. Das erste, was wir heute testen werden, ist Berliner Berg, gebraut in Hohentann. Alter, das Etikett bin ich schon sehe. Beim ersten Schluck habe ich wahrscheinlich eine Regenbogen vorne im Arsch. Beim zweiten Schluck habe ich neonpinke Haare und Undercut. Und noch vor dem dritten stehe ich auf der Straße, bin offended by everything und bake Lido. Schau nicht so, es passiert wirklich. Die Hopfensorten Ella, Crystal und Cascade. Das ist für dumme Scheiße. Ja, I feel you, Annegret. Wir probieren einfach mal. Fühle ich nicht so. Ja, ich fühle auch nichts, Annelies, außer Please end my misery. Für Corner-VIPs, Späti-Türsteher und Bier am Zugträger. Weißt du, währenddessen sie versucht, irgendeine Geschichte von den Corner-VIPs zu mir erzählen, hab ich spontane Flashbacks und muss an ihren Dinge. Nee, lass mal, mir ist heute nicht so nach Bier. Mir ist eher nach Champagner. Wie er dabei ein Familienzelt in seine Hosen aufbaut, währenddessen er sein Champagnersafterl in sein Camembert schleudert. Alles gleiche Logo gefühlt. Fühle ich nicht? Fühl ich nicht, fühl ich nicht. Warum fühlt denn Annelies halber nix? Weißt du, musst du halt noch einen aufhocken und dann... Weiter geht's mit dem nächsten Bier. Hasse das. Bild in der Mitte, Kreis drumherum, Schrift. Ich kotze. Ja, Annelies, da kotze ich gleich mit. Können wir uns gegenseitig Tor halten. Ich schenke mein Bier nochmal richtig ein, so? Gar nicht in so einem Glas. Jawohl, du was, Kameramann. Da ist wieder mal der beste Mann am Platz. Neben Alessandro natürlich. Lecker. Press F for Respect für einen Kamerasepp, der offensichtlich nur weniger Bock hat als sie. Schmeckt nicht so dick wie das andere im Mund, aber trotzdem weich. Fühlt sich weich im Mund an. Es ist leicht sprudelig. Es ist bitter, aber nicht sehr bitter. Angenehm bitter. Aber Es ist in einer Flasche, aber nicht in einer Flasche. Es hat ein Etikett, aber es hat kein Etikett. Es riecht nach Nuss, aber es riecht nicht nach Nüsschen. Es ist flauschig, aber es ist gar nicht so flauschig. Es ragt tief in den Rachen hinein, kommt aber nicht mehr heraus. Was ich dir so? Ich mache jetzt auch Reviews. Ja, hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin vor kurzem nach Niedersachsen gezogen. Meine liebsten veganen Produkte sind natürlich ein Sojaschweiners, ein Tofu-Schweiners und natürlicher Krustenbraten aus Seitan. Wer also bitte so herqualifiziert sei, dieses Review abzuliefern über vegane Fleischspezialitäten als ich. Das Wichtigste für ein gutes Review ist auf alle Fälle mal ein sauberes Gedeck. Leider ist aber ein Gabe und ein Teller kein sauberes Gedeck, darum fressen wir die Scheiße einfach mit der Bratzen vom T-Shirt. Ja, fühle ich nicht. Ich weiß auch nicht. Schmeckt nach Sackspart, die seit 4 Jahren in der Werkstatt liegen. Weißt du, die seit Ewigkeiten ganz hinten im Eck sind. Ich weiß auch nicht. Nächster. Vegane, knusprige Stäbchen. Verändere die Welt mit jedem Bissen. Wir finden, dass es sich mit weniger Fleisch besser leben lässt. Was ist das für eine dumme Scheiße? Nächster. Was soll denn das sein? Schau, dass er der Chihuahua im Fleischwolf knädelt. Ja, und riecht also. Wer hätte das gedacht? Nächster. Ja, es ist weich, aber nicht zu weich. Leicht im Abgang, speibt sich aber mit Sicherheit nicht so. Ja, und riecht absolut nach Affenarsch. Kann Pavian sein. Bin noch nicht ganz sicher, wie die hier die braten oder grillen sollen. Fühle ich nicht. Ja, mal lieber weiter. ja, Digga. 2,79 für die Scheiße. Ja, 2,79. 2,80 € für eine 0,33er Dezi-Flasche. Annegret, schmeiß so weit wie es kannst oder mach einen Bierstand im Oktober
Oktoberfest auf, da rennt der Deppen auf umeinander, der die Scheiße kauft. Fühle ich nicht. Hasse ich auch so ein bisschen? 2 Punkte. Jawohl! Annegret! Und ich hab schon gemeint, ich muss den ganzen Tag wieder sinnlos umeinander pulvern. Hast du gar nicht so schlecht geschlagen bis jetzt. Aber irgendwas, wo man mit besserem Gewissen Bier da draufschreiben kann, hätten sie da schon hinstellen können. Gut, hat sich das mit dem Handband zerlich. Anissa? Oh Mann! Ich bleib bei Annegret! Mit diesem kalt gehopften Hellen tust du Gutes, denn 10 Cent pro Liter fließt in soziale Projekte in deiner Region. Ja, ist eh klar, weil die Bio-Hippie-Hipster habe wahrscheinlich 7,50 € gekostet. Netto. Das ist das erste Bier, wo ich finde, es sieht auch aus wie ein Bier. Ah, jetzt hast du so gut geschlagen. Annegret. Ernsthaft. Hast im Schnitt 2 von 10 vergeben, was ich absolut nachvollziehbar finde. Allerdings sind es immer noch 8 zu viel. Da kann ich nichts sagen. Aber diesen Totalausfall von Bier, den sie da hingestellt haben, um Gottes Willen. Annegret, ich schick dir ein richtiges Bier. In richtige Flaschen für Erwachsene, von richtige Brauereien, nicht von deinen Segelboot- und Hipsterlabore. Ich bitte recht schön, ich backel da sogar noch einen edlen Maskrug und ein Weißbierglas rein. Bitte rier dich. Aber die wichtigste Frage ist, mein ich das ernst? Meint sie das ernst? Meint der Kameramann das ernst? Ich weiß doch auch nicht. Leute, sauft's halt ein anständiges Bier. Ich weiß nicht, was diese Scheiße da ist. Soll ich aus diesen Urinalprobengläsern da diese Plörre aussaufen und dann ein Report zu was denn? Mach doch das Video 4 Sekunden lang und dann schreibst -4 von 8 drauf. Passt. Gemeine wie, sind wir gleich fertig. Ich weiß es auch nicht. Legt's mir am Arsch. Ich schleich mir jetzt und mach ein Review über Häckelprodukte. Keine Ahnung. Habe die Ehre miteinander. Ja, ist einfach schlecht, wenn ich das Mikrofon ausmache. Hallo, bin wieder da. Ich habe eigentlich doch nicht ins Mikrofon gehabt. So, Tüte 2! Ey, haben wir noch durch, das sagt der Ivo. Ja, Tüte 2 ist eh nicht drin. Ist eh nicht ein Teufel groß schon. Hi. Ja, weiter, wer ist denn noch da, habe ich gefragt. Wer habe ich eigentlich nicht gesagt? Mach jetzt die Tüten auf, sonst grün. Ein Schlägelchen. Schon wieder einfach genau die gleichen Teile drin. Wieder bloß die gleichen Teile drin. Da, weg mit der Tüten. Oh, das kommt mir noch. Bin noch nicht fertig, hau die Arme noch mal her. Was? So. Du alter Sexist, du. Ha? Immer nur Frauen, immer nur aufs Minimum reduzieren. Die ziehen das Dirndl schließlich für sich und nicht für die. Ah, nein. Immer bei sich in die Kommentare ist der, du alter Frauenhasser. Ja, muss man dann wieder anhören. Muss man anhören. Ja, jetzt mal da. Ah! Weiter geht's. Kinder, hier, Bauschritt 5 Quadrillionen. Da waren wir. Jetzt bauen wir einmal ein Ding rundum. Da, oh, wir müssen die ganzen gelben Teile, also die machen wir heute schon noch. Wie viele Teile haben da drin? Das sind auch nicht mehr der Teufel, ja. Jetzt machen wir richtig Meter, Leute. Jetzt machen wir richtig Meter. Schauen wir, wie weit dass wir kommen. Hopp, hopp! So, jetzt pass auf, jetzt müssen wir das Ding, wahrscheinlich wird, ja, ich sehe da schon eine Fixierung. Ich sehe die Fixierung schon, aber ist, ja, bin unschlüssig. Wieso muss ich das, ja, jetzt mal, ja. Warte. Da kann ich das nicht vorher schon mal. Jetzt wird da eine Verbindung hergestellt. Wie schon? Das Toshi ist auf dem Heimweg, scheiß Spätschicht. Ja, aber wenigstens bist du zumindest schon mal auf dem Heimweg. Kann 400 Mal schlimmer sein. Nämlich, du kannst da auf dem Hinweg sein. Du musst da über Dinge.
Kannst du auf dem Hinweg sein. So schön. Scheiße, brauchen wir mir die dunkelgrau oder die hellgrau? Habe ich jetzt die dunkelgrau oder die? Ich habe keine Ahnung. Dann ist er im Steckel, das ist doch mir wurscht. Das ist doch mir wurscht. Das wird schon passen. Das ist ja so blöd, wieso in dieser aber in Kamera halten, dass ihr da ansatzweise irgendwas seht, was ich da tue. So. Jetzt, wo du da bist, druckt die Wurst auf einmal. Ich glaub's nicht. Maxi, dann musst du das heimschicken. Das hilft nicht. Musst das heimschicken. Hilft nicht. Da Runden sind wir. Zweimal. Du hast das Ding. Oh, nein, das sind zwei verschiedene. Jetzt pass auf, da haben wir da drin. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen ein anderes L-Stück. Die kleinen L-Stücke brauchen wir. Eine Zipfet. Und nochmal eine Zipfet. Sauber eine Zipfet. Eine Zipfet ist wie gut. Eine Zipfet. Da haben wir in das falsche Loch einzipfen. Müssen wir da ins Stereoloch einzipfen. Da ist ein bisschen. Da. Haben wir schon. Jetzt ist die Gaudi da vorne ein bisschen fixiert da. Also ich wackel da wieder wie ein Kuhschwanz, so ist es nicht. Aber ich glaube, wenn ich jetzt da drehe. Warte mal. Nein, drei lieber nicht. Nein, drei einfach lieber nicht. Bleib lieber um und bau weiter und halt dein Maul. So. Wir brauchen T-Stücke. T-Stücke. Ein T-Stück. 2 T-Stück. Und 4 schwarze Stäpsel. 4 schwarze Stäpsel. Okay. Das heißt, die schwarzen Stäpsel kommen da links noch eine. In das lange, in das kurze. Der Herr Connor! Lass dann ein ganz frisches Mitglied noch. 2 Monate. Vielen Dank für deinen Resub. Kuss auf die Nuss. Gleich. So, Kinder, was ich mir überlegt habe, über was wir jetzt schmeißen, spielt von euch. Wer spielt von euch Vampire Survivor? Wer von euch spielt Deep Rock Galactic? Wer von euch spielt Brotato? Und wer von euch spielt alle 3? Und Wind? Ich habe Kacke gemacht. Ich habe Kacke gemacht in den L-Stücken, da gehört er ganz anders drum eine, nämlich das da und das da, weil wir wieder schnell umeinander reden. Der LP Dragonfly sagt, okay, alles 3. Okay, das ist schon mal interesting. Scheiße, was habe ich jetzt für einen Stäpsel ausgezogen? Habe ich überhaupt einen Stäpsel ausgezogen? Nein. Ich spiele gerade auch noch 1800, das ist auch gut. Deep Rock Galactic spielt der Mehrweg auf. Ich spiele Brotato, recht witzig. Okay. Das ist, also das jüngste Beispiel von den Dingen ist ja Deep Rock. Ich hab alle 3 gespielt. Also am meisten Vampire Survivor, dann ja, Brotato und Deep Rock Galactic geben sich gerade so ein bisschen von der Plate mehr die Hand. Die habe ich schon noch offstream gespielt, aber nicht, bei weitem nicht so viel wie die anderen 2. Und es ist ja im Prinzip ein komplett neues Genre. Wenn man so will, oder komplett neu Anime. Wann ist ein Vampire Survivor? Käme vor 2 Jahren. Und das war ja für mich zumindest ein Genrebegründer des Survivor-Likes. Da haben wir dann, wann haben wir Deep Rock gespielt? Sag mal, was bauen die da eigentlich für einen Scheißdreck zusammen? Du blinder Kackvogel! Jetzt warte mal ganz langsam. Brauchen wir jetzt da wieder. Hä? Was haben wir da jetzt? Wo sind wir überhaupt? Ich weiß nicht, wo. Da waren wir. Das haben wir. Und jetzt brauchen wir diese L-Stücke und die kennen. Ja, die kennen schon so auf. Passt schon. Ich will kurz übersehen, wo wir waren. So. Positive Gedanken. Was haben wir so? Dragon's Dogma 2 oder Last Epoch. Last Epoch bin ich schon durch damit. So, also fürs Erste.
ein paar Updates abwarten oder bis mir wieder anfixt, dass ich einen anderen Charakter spiele. Jemals Halls of Torment? Ja, hab ich nur gesehen, habe ich nicht selber gespielt. Habe ich nicht selbst gespielt. Habe ich mir kurz beim Asmongold habe ich das gesehen. Aber ganz, es schaut wirklich aus wie Diablo 2 einfach. Ich glaube, du hast eh dazu geschrieben, oder? Das war der Sprengi. Jemals Halls of Torment das Diablo 2 Survival angespielt? Nein. Leider noch nicht. Was heißt leider noch nicht? Ich habe gar nicht, ehrlich gesagt, gar nicht so drüber nachgedacht. Mal auf kurz, 11er, ein 9er. Wir brauchen einen. Ja, das ist der 13er. Dann brauchen wir den 14, das ist der 11er, den brauchen wir einmal. Jawohl. Und dann brauchen wir einen 9er, das ist wahrscheinlich der. Jawohl. So, jetzt muss ich kurz schnell zusammensammeln und das mit den richtigen Stöpseln. Zack, und so schwarze. Da ja lachen, wenn jemand aus meinem Kurkauf da herin ist. Ah! Die Welt ist viel kleiner, als du das denkst, Meli. Da kannst du mal Gift drin. Auf alle Fälle, zurückzukommen auf diese Survivor-Likes. Ganz ehrlich, ich finde es eine super geile Spielidee. Es ist so, das ist für mich der absolute Beweis. Alter, Scheiß auf Grafik, alter Scheiß auf 180.000 Trailer und so viel Content, dass du es nicht erspielen kannst. Und weil Gameplay ist King. Das ist so ansuchtelnd und macht so viel Gaudi. Und das jüngste Beispiel bei mir ist Deep Rock Galactic. Und ich finde, zumindest die Survivor-Likes, die ich kenne und vor allem die ich gespielt habe, was jetzt nicht so unendlich viel sind, aber das ist ja vollkommen wurscht. Für mich sind es was sind. Jetzt muss ich kurz aufpassen. Hat Deep Rock was Besonderes gemacht, was die anderen nicht haben. Und zwar, jetzt muss ich kurz aufpassen, drehen wir das Ding mal in die richtige Richtung, wie es in Plan ist, sonst weiß ich wieder nicht, wo hinten und vorne ist. So, da geht einer. Okay. Und zwar, was mich so fasziniert an Deep Rock ist, dass so im ersten Moment, wenn du nicht drüber nachdenkst, fällt dir das nicht so auf, aber dass da einfach, da sind Viecher drin, die, was sind die jetzt da? Also, die du zu deiner Advantage nutzen kannst. Wie soll ich das jetzt erklären? Zum Beispiel die Explodierviecher, die bei jedem Schwamm mitkommen. Dass du die so hinkiten kannst, dass da die entweder einen Weg freispringen oder die anderen dicken Gegner umbringen oder mehr Schaden drum machen, weil du sonst keine Chance nicht hast. Dann, was ich ganz starke Mechanik finde, ist, dass du da drin Obstacles aus dem Weg schaffen kannst. Also du kannst da haben so Mining-Blocks, so nenne ich es jetzt einfach einmal. Da laufst du hin und dann haust du musst ja auch keine Tasten drücken, du musst ja bloß laufen. Das ist ja so das was um was in Survivor-Likes geht. Keine Aktionstasten, nichts, nur laufen. Es passiert im Prinzip alles von selber. Und kurz aufmessen. Und dass du dann, oh fuck, ich komme nicht nach links, ich komme nicht nach rechts, ja, dann baue ich meinen Weg da durch die Wand durch und hau dann da ab und so weiter. Und das ist das Beweisstück, dass so simple Sachen, so ein einfaches Spiel so viel besser machen wie alle anderen. Plus bei Deep Rock kommt sogar noch dazu, dass er richtig cute und nice Grafik hat. So. Mit das typische Stylized Comic-Grafik so ein bisschen. Und der Vorteil bei denen ist natürlich ganz schwer, die haben nur ein Hauptspiel, also ein großes Spiel, das ist ein Koop. Das habe ich nie gespielt, aber ist ja wurscht, ich kenne es. Es ist ein Koop, du meinst umeinander, bringst Viecher um, schießt rum, Shooter-Ding. Und das hat in Left 4 Dead schon funktioniert. Warum soll das da nicht funktionieren? Das ist mit Sicherheit ein geiles Spiel. Mal bloß wieder schauen, dass wir das in das richtige Klump beistöpseln. Und das hat mich schon ganz gescheit fasziniert. Und selten passiert, dass in meinem Freundeskreis jemand von den alteingesessenen Spielen weggeht und auf einmal nur noch das spielt. Fast mein kompletter
Zockerfreundeskreis, sage ich jetzt einmal, sitzt da und spielt Deep Rock. Und sogar eine ganz bestimmte Person, deren Namen ich jetzt nicht erwähne, was ist die? Ich glaube nicht, dass die halt da ist im Stream. Die wird wahrscheinlich Counter-Striken. Ist ja wurscht. Ihr kennt sie. Der ist einer von den Mods aus dem DayZ-Server. Ist eh wurscht. Ich meine, das ist ja nichts Schlimmes, was ich da jetzt sage. Sogar der spielt normalerweise kein einziges Singleplayer-Spiel, weil es einfach langweilig ist. Aber Deep Rock wird reingesuchtelt wie bei den geistig Behinderten. Und dann haben wir uns so unterhalten. Und dann unterhalten wir uns halt über Spiel. Ah, das ist cool und das haben sie cool gemacht und das haben sie cool gemacht. Und irgendwann, Left 4 Dead PvP hat mich viele Stunden meines Lebens gekostet. Ja, denjenigen, von dem ich da rede, der jetzt den Singleplayer spielt, den auch. Den auch. So, jetzt muss ich da kurz justieren, dass man diese Gelenkdinger da nach links dran kann und nicht. Kann man die überhaupt nach links? Die kann man gar nicht so weit nach links dran. Das ist eigentlich wurscht, wie ich die da ohne baue. Kannst du mich grüßen? Ich heiße Tobi. Da steht aber nur Toas. Hallo Toas. Oder Singleplay. Ist nicht groß und Nest ist also in der Größe. Ja gut, ist wurscht. Auf alle Fälle haben wir uns unterhalten, dann haben wir geschmerzt. Und irgendwann haben ja alle die Leute von sich selber aus alle das Gleiche. Weißt du, was geil war? Hat das jetzt einmal einen Koop? Nein, das hat keinen Koop. Dann bin ich da gesessen. Dachte mir, das war wirklich geil, wenn das Spiel einen Koop hätte. Dann habe ich den Unreal Engine aufgemacht. Und seitdem habe ich ein kleines Projekt. Ja, wer jetzt wieder nicht zugehört hat, der ist dann selber schuld. Wer mich das nächste Mal nochmal fragt, dem Heuer noch den Arsch. Habt ihr das jetzt schon mitgekriegt? Hallo? Nein, ich habe alle auf andere angewiesen beim Zocken. Allein finde ich das so low. Ja gut, jetzt warten wir erstmal, was für Reaktionen da aus dem Chat herauszulesen sind. Währenddessen suche ich Stipsel zusammen. Ich mache schon wieder das Hinter vom Vordern da. Dann brauchen wir das komische kleine Ding. Ja, das ist das. Applaus. Das da. Und das da. Ja, das macht einigermaßen Sinn. Wie soll denn das da eingesteckt kriegen? Was soll denn der Käse? Wie soll das denn laufen? Ach, das geht anders. Das geht nach unten. So. Okay, jetzt ein paar haben es mitgekriegt. Chefe, erzähl mehr. Habe die Ehre, bin jetzt wieder dabei. War noch am DayZ zocken. Das ist recht. Die Steffi hat sich's gedacht. Das haben sie mehrere schon gedacht. Ich meine, ich habe euch ja gelesen, was die Vermutungen waren. Und ein paar haben gesagt, ein Spiel 100%ig. Folgendermaßen hergegangen. Das passt so auch. Da kann man ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Warum habe ich am Anfang so absichtlich gesagt, ich kann nicht drüber schmerzen. Weil ich das nicht allein mache. Dachte ich. Als derjenige gerade nebenbei zuschaut oder sonst irgendwas. Alles cool, das ist überhaupt kein Stress. Nicht. Was jetzt gleich kommt. Und dann haben wir das gemacht und angefangen habe ich war gleich Feuer und Flamme. Dann haben wir uns das so ausgedacht so. Er kennt sich mit so Network-Geschichten aus und so weiter. Ich halt nicht. Die für den Coop wichtig sind. Ich aber halt nicht. Ich kenne mich ein bisschen mit Sachen modellieren aus und so weiter. Grundlegend programmieren ja auch, aber halt nicht in der Unreal Engine. Aber ich habe ja schon einmal erzählt, so vor 1,5 Monaten ungefähr, habe ich noch etwas gesucht, auf was ich Bock habe. Um einmal was anderes zum tun, mal was Nice zum tun, was irgendwas mit einem Ziel vor der Nase und so weiter. Und da ist das genau richtig gekommen. Das Schwierige damals war, ich habe keinen blassen Dunst von fucking Game Development. Sagen wir es, was ist, ich bin kein Game Dev. Ich habe keine Ahnung, wie man auch nur im Ansatz da anfängt. Wo fangst du an? Wie, was, hey, keine Ahnung. Leck mir am Arsch, Alter.
Das war dann 2 Tage ganz lustig, sich damit zu befassen, so mit, hey, das ist ja gar nicht mal so dermaßen schwer. Und dann habe ich so einen kleinen 2D-Plattformer gemacht, wo man ein bisschen umeinander springen kann. Und dann fährt damit also ein Gegner umeinander. Und das war's dann. Und da bin ich 3 Tage gesessen. Und habe ehrlich gesagt nur die Hälfte verstanden, so wirklich. Und dann habe ich mir einen Tag Pause gemacht, habe es wieder aufgemacht und mal nachgeschaut so. Und keinen blassen Dunst mit dieser Blueprint-Programmierung, so wird es genannt in Unreal, wo du so Nodes umeinander schiebst und so damit im Prinzip programmierst. Das habe ich schon einmal gesehen, und zwar bei Lego Mindstorms, da wird das auch so gemacht. Da klickst du dir deine if-Abfragen, und das ist jetzt ganz simpel, aber klickst du dir zusammen und so weiter und so fort. Hab das dann wieder angeschaut nach ein paar Tagen und hab mir gedacht, Alter, leck mich, ich check gar nichts. Und dann hat die Motivation wieder relativ schnell aufgehört, wie ich dann schon einigermaßen verstanden habe, okay, die Einbildung, dass so eine 2D-Plattformer nicht so viel Aufwand ist wie jetzt ein Battle Royale Shooter, ja, das mag schon sein, aber trotzdem für eine Person, wow, leck mich am Arsch, Alter, das ist die unendliche Geschichte, da bin ich nie fertig, und das hat mich einfach nicht so richtig gestickt. Da hat mich einfach dann, und dann war es wieder vorbei, war es auch nicht, keine Ahnung. Und dann, letzte Woche, schmerze ich mit meinem Spezi so, hast du, kurz nachdem im Discord alle so von sich gegeben hatten, hast du das gerade gehört? Ja, Coop war geil, Ja, wolltest du nicht auch mit der Unreal Engine mal was machen und ein Spiel machen? Aber alles, was da du einbaitst, ist sauber zu utopisch. Und wenn wir da heute anfangen, sind wir in 5 Jahren noch nicht fertig. Ja, das stimmt. Ja, das war also mein Problem. Volle Kanone. Und dann haben wir das so gehört. Und dann haben wir uns gedacht, ja, aber warte mal, so ein Survivor-like. Grafik ist geschissen, das interessiert keine alte Sau. Und die ganzen Mechanik dahinter, das kann auch nicht so unfassbar schwer sein. Hast du Bock? Und dann hat es geheißen, ich verstehe die Frage nicht, das ist eine richtig gute Idee, natürlich habe ich Bock. Und dann haben wir angefangen. Revision Control aufgesetzt, Versionierung, weil wir halt beide, wer weiß, was das ist wurscht, das ist so ein, ich hab sowas auch noch nie so wirklich hergenommen, weil meine Projekte nie groß genug waren, dass sich das rentiert. Revision Control ist sowas, da, wenn 10 Leute an einem Projekt arbeiten, dann dokumentiert das deine Versionierung mit, aufgesetzt, auf dem V-Server und so weiter. Da hat Unreal, also ohne Scheiß, diese Unreal Engine ist so krass, da haut es dann Vogel aus. Ja. Das ist, was ich innerhalb von einer Woche gelernt habe, ist absolut utopisch. Und ich habe es ein paar Mal jetzt schon in die Streams gesagt, was dieses Projekt betrifft. Es ist absolut utopisch, wie mich das auffixt. Haben wir es jetzt wieder verkehrt rumgebaut, ja. Lass mich kurz schauen. Nein, ist nicht verkehrt rumgebaut. Doch, ist schon verkehrt rumgebaut. Weil du das sagst, die unendliche Geschichte kriegt ein Remake, ja. Ganz toll. Ganz toll. Das wird super, wird sicher super Remake. Wird sicher gut. Bin gespannt. Hab ich drauf geschissen jetzt. Lasset mich. Let me cook. Let me cook. Aber jetzt muss ich da kurz aufpassen, dass ich da nichts durcheinander bringe. So, das ist die eine Seite, jawohl. Und das ist die andere Seite, jawohl. Beides ist einfach nur. So! Auf alle Fälle. Dann habe ich angefangen. Und zwar wie ein Vollgas narrischer. Ich habe ohne Scheiß in dieser Woche so dermaßen viel Tutorials geschaut, Sachen gelesen, 100.000 Mal das Gleiche gemacht. Und irgendwann, nach 10, 20 Stunden, und ich hab's verstanden, wie das grundlegende Blueprint-Konzept, Programmierung und der Aufbau von so einem Spiel funktioniert. Beziehungsweise wie er funktioniert, das weiß ich, aber wie man macht, from scratch, from zero. Das heißt, natürlich schaue ich Tutorials an, aber ich habe verstanden, was derjenige da macht. So, jetzt muss ich schnell nochmal schauen, wie man mir das jetzt da ohne bauen. Wir müssen jetzt da irgendwas ohne stecken. Jetzt warte mal. Und zwar so. Das ist nicht richtig. So.
Und in dem Moment, wo es diesen Schnäuzerer da hat, dass ich zumindest glaube, dass ich, okay, jetzt glaube ich, kann ich mir wirklich vorstellen, das kann wirklich funktionieren. Das kann die hinkriegen. Und dann, ich wollte nicht drüber schmerzen, weil ich nicht der Ankündigungslord sein möchte. Mache ich ja jetzt schon wieder so ein bisschen den Fehler. Sagen wir es, was es ist. Ich soll eigentlich gar nichts sagen, kurz bevor ich fertig bin. Aber ich kann mein Maul nicht halten, weil das wirklich für mich was, das... Was tue ich da eigentlich? Das ist ja wieder verkehrt rum. Was, ich check nicht, was... Es wurscht ist, weil das dieselben Steckerl sind, aber wenn, dann machen wir schon gescheit. Und dann hat er auf einmal was nochmal. Und das Ding zeigt er nach vorn. Was zur Hölle tue ich da? Ich hab alles kaputt gemacht. Grütze, fix nochmal. Was ist denn das für ein Scheiß da? Steck ist er so um. Wurscht jetzt da. Auf alle Fälle hat der Spezi das dann natürlich mitgekriegt. Alter, ich feuer da voll rein und hab wirklich Progress gemacht. Also es gibt da auch schon was zum Singen. Weiß ich nicht, müsst ihr mal wissen lassen, wenn ihr was singen wollt davon. Schaut natürlich aus wie Scheiße, das ist mir schon klar. Es geht nur um die Funktion. Ohne Pimmeln. Jetzt geht der Teufel da so eine und so. Und jetzt steht es wieder in die falsche Richtung. Jetzt leck mich am Arsch, dann ist das Stift halt da in der falschen Richtung. Ist mir scheißegal, leck mich. Schau was! Nein, auf keinen Fall. Auf alle Fälle darauf hinausgelaufen ist es, dass der Spezi dann direkt noch am Wochenende gesagt hat, Alter, ich war vielleicht etwas zu... Ich habe momentan andere Dinge zu tun. Ja? Also der hat sich da in eine... Der hat dann gemerkt, wie motiviert ich bin wahrscheinlich und es tut mir auch ein bisschen leid so, weil ich das wirklich gern mit ihm gemacht hätte. Jetzt drehe ich dann gleich durch, wenn es jetzt nicht gleich passt da. Das Scheißding. Scheiß drecksbehinderte Scheißanleitung, ich flippe gleich aus. Aber wahrscheinlich denke ich gerade wieder zu viel und passe überhaupt nicht auf, was ich mit meinen Bratzen da tue. Und hat mir dann gesagt so, ja, es tut ihm unfassbar leid und so weiter. Und ich habe gesagt, Alter, das ist überhaupt kein Stress nicht, wenn das ist, alles ist wichtiger als jetzt da ein Spiel zum Bauen und wenn es halt nicht hier hat, dann hat es so hier, da kennt man sich lang genug, dass da keiner dem anderen irgendwie base ist oder sonst irgendeinen Scheiß. Also da gibt es überhaupt nichts. Das ist einmal das Allerwichtigste. Aber ich habe natürlich dadurch dann, ich habe mir gesagt, so Alter, mich motiviert das Ding gerade so dermaßen wie schon keine Ahnung mehr was. Ich wache in der Früh auf, habe eigentlich ganz andere Sachen zum tun. Und alles, was mit meinem behinderten Schädel abläuft, ist, wie kann man das Blueprint singen, wie kann man das bauen, wie kann man das lösen, wie kann man die, da ist mir was eingefallen, ja, das kann eine gute Idee sein, das kann man so machen. Und ich schlafe auf die Nacht ein mit einem Unreal 5 Tutorial. Und das ist halt schon narrisch. Das habe ich ganz extrem selten. Das habe ich das letzte Mal, dieses Feeling von, boah, leck, ich lerne da was Neues, es macht mir richtig Bock, es interessiert mich wie Sau und da bleibe ich jetzt dabei. Das habe ich das letzte Mal, weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal gehabt habe, ich sage das ganz ehrlich. Ich sag, wie YouTube angefangen hat natürlich, wie Annex, ja, mein Browser-Game, das wissen auch nicht alle natürlich, aber da war es ja ähnlich. Da war ich sehr weit und habe dann irgendwann aufgehört, weil ich mir gedacht habe, da habe ich auch nicht mehr so viel Bock gehabt, das war nichts Neues, das war stinkige Programmierung, was ich jeden Tag tue, weil es meine Arbeit ist. Und dann habe ich irgendwann keine Lust mehr gehabt und habe es dann liegen lassen. Und das ist halt was völlig Neues. Und das ist der Grund, warum ich heute einen Podcast gecancelt habe. Da tut jetzt aber auch keiner überrascht, das habe ich die ganze Woche schon sehr deutlich angekündigt. Wir haben heute die letzte Folge Podcast aufgenommen. Darum ist höchstes Verlangen,
dass ihr euch die letzte Folge anschaut. Die war nämlich gut. Die hat euch auch Spaß gemacht. Vielleicht auch ein bisschen mit dem Hintergedanken so, dass ich weiß, so, das ist heute das letzte Mal. Und damit wird mein einziger ganz freier Tag in der Woche wird frei für das, auf was ich Bock habe. So, wie soll denn das jetzt davon starten gehen? Greift das Zahnrad jetzt nicht da vorne, oder was? So. Das funktioniert überhaupt nicht. Das funktioniert doch hinten und vorne nicht. Was bauen die da für eine Scheiße zusammen, Leute? Was baue ich da für eine Scheiße zusammen? Ich hab's einfach verkehrt gebaut. Fuck, wir kriegen das jemals wieder da raus. Okay, geht schon noch. Oh Gott, Birger labert nicht so viel, jetzt müssen wir das da kurz einmal schnell machen. Das muss nach hinten zeigen, das Ding. Oder? Nee, da falsch. Muss das nach hinten sein? Glaube ich schon. So. Nochmal zurück. Diese Möglichkeit muss ich ergreifen. Mach mir den Tag frei. Weil ich auch schon ein paar Mal gesagt habe, das ist nicht der einzige Grund. Aber das ist nun mal mein einziger ganzer freier Tag in der Woche und den nehme ich lieber für was anderes her. Nämlich auf was ich voll Bock habe. Auf den Podcast habe ich schon Bock, so ist es nicht, aber bei weitem nicht mehr so, wie das am Anfang war. Der Podcast ist nicht gecancelt, das ist mal das Allerwichtigste, da habe ich vorher mal ein bisschen jetzt gerade einen Schmarrn geredet. Der ist auf Pause. Ja, auf unbestimmte Zeit. Wenn ich kenne mich nämlich und deswegen wollte ich nichts von dem Projekt erzählen. Nichts Konkretes. Ich kenne mich, die Motivation kann genauso schnell wieder fort sein, wie es kommt. Aber dieses Mal fühlt es sich anders an. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Und ich bin hoch motiviert, da dabei zu bleiben und das zu machen. Das Ziel ist, da passt das da auch wieder, oder wie? Das Ziel ist ein Survivor-like. Aus dem ganz einfachen Grund, weil es für einen Single-Dev, der noch dazu am Lerner ist, ja, der vorher sowas noch nie gemacht hat, weil es ein überschaubarer Aufwand ist, wo man tatsächlich ein Ziel vor der Nase haben kann und irgendwann mal fertig ist und nicht erst in 5 Jahren, wenn es keinen Schwanz mehr interessiert. Dann habe ich natürlich als Zockersuchtel einen Traum, wenn ich jemals so weit komme, dass ich auf Steam mein eigenes Spiel release, dann habe ich wieder ein möchte ich in meinem Leben noch gemacht haben To-Do abgeliefert oder abgeschlossen. Und dann möchte ich nicht irgendein Scheißhaus Drecks hingerotzt, mache ich schnell übers Wochenende, ich schaue mir ein Tutorial an, passt schon und rotzt das auf Steam, so natürlich auch nicht, sondern schon gescheit. Und ja, das ist der Plan, Kinder. So, ich bin jetzt gespannt, ob ich es jetzt richtig rundum gebaut habe. Nein, anscheinend nicht. Was feiert denn jetzt da, Mann? Bin ich überhaupt auf der richtigen Seite von dem Ding? Ja. Wir hatten die Reaktionen. Fühle ich nicht. Wie viele Teile hat das drum? 960. Im Stream der eigens Spätzocken. Gibt es bei dir dann einen Ingame-Shop und eine eigene Währung? Natürlich. Der Shop ist das erste, wo ich gelernt habe und was fertig ist. Kann euch nachher ja mal kurz zeigen, was ich bastelt habe. Es gibt schon, also gut, es steht Unreal schon zur Verfügung, das ist jetzt nichts Besonderes. Dein eigener Charakter, der schon steuerbar ist, mit Tastatur und Controller. Ich weiß nicht, was ich jetzt da zusammen fabriziert habe. Ich sage das, was ist. Gehört das da so zusammen? Nein, gehört es nicht. Wie ist denn das da hinten, Bad Queen? Oh, ich dann gleich nicht mehr. Ne?
Jetzt nehmen wir das Ding da nochmal weg. Ist das Teil da jetzt richtig da dran? Kehrt das so da ohne? So schaut es mir schon gesund an. Ja, war wie vorher, Flappy Bird. Da, das Flappy Klump da ohne geschissen. Und es schließt da genau da ab. Da haben die Dinger, gut, dass die Farbe da vertauscht, das ist scheißegal, das sind dieselben Stecker. Jetzt gehen wir eins weiter. So, dann haben wir das Ding dabei. Da sagt es mir jetzt wieder, in welche Richtung das schauen soll. Zwar nach hinten. Das gehört ins zweite Loch rein. Jetzt haben wir einen Fehler gefunden. Erster Fehler war falsch montiert. Zweiter Fehler war... Oh, wir müssen das wieder gerade stellen. Schauen, ja, das steht gerade. So, jetzt bin ich dann wieder geistig befreit, dass ich einigermaßen schmerzen kann. Technik-Scheiße überfordert mein Hirn ein bisschen. Hm? Oh. Ja, andersrum. Das kann passen. So, und jetzt gehört das da wieder ohne fixiert. Das machen wir jetzt nochmal schnell in Ruhe. Wir brauchen einen Simmer. Das Simmer ist das da, jawohl. Und zwar lange Stäpsel. Achtung. Wird von unten drauf. So. Und so. Und dann gehört das Ding da ohne fixiert, dass die Lenkung, nenne ich es jetzt einfach einmal, nicht mehr ausrutschen kann. Und schon haben wir es. Kriminalfeier. Flappy Birger, das wäre doch was. Zweiter Fehler, falsches Loch. Ich bin ganz stark. Schreibt Meli, es ist gut, wenn dir ein Projekt Freude macht und du motiviert bist. Bernie, genau. Das ist für mich auch mal wieder, das ist sehr erfrischend. Ja? Ich meine, natürlich, mich motiviert, deswegen sage ich, das hat eigentlich nichts mit dem Stream und so weiter zu tun. Ja? Der Stream wird weder vernachlässigt noch sonst irgendwas. Genau darum ist der nächste Grund, warum ich einen Podcast jetzt da einfach weiterhaben will, weil mir der einfach meinen ganzen verschissenen Freitagnachmittag kostet. Oder halt irgendeinen anderen Tag meinen ganzen Nachmittag kostet und ich halt nicht mehr so viel Bock drauf habe. Ich glaube, da braucht man auch keiner besser. Ich glaube, das hat man in der letzten Zeit auch so ein bisschen gespannt. Sage ich der Freiweg, wie es ist. Da bin ich mir sogar sicher, dass man das gespannt hat. Halt, stopp. Umdrehen. Oh, du weißt es, Stefan! Das wird das absolute DLC-Spiel. Pro 60 Minuten Spielzeit muss ein DLC um 5 Euro gekauft werden. Pro benötigten Item ein DLC um 10 Euro. Und das Spiel selber kostet natürlich 100 Euro. Stefan, merci dir. Natürlich nicht. Ich meine, wem... Oh no, jetzt habe ich einen totalen Scheiß da. Oh no. Nein, habe ich doch nicht. Aber da müssen wir mit den Zähnen ran. Jetzt habe ich einen totalen. Jetzt weiß ich auch, warum die Dinger wichtig sind, wie rum das kennt. Fuck. Ich labert irgendeinen Scheiß von Metamacher und hock da und pimmelt seit einer Dreiviertelstunde am selben drum umeinander. Wieso geht denn das jetzt da nicht durch, Kruzifix? Fix! Scheiß angeschissene Scheißhuhn! Jetzt Klump zerschissens! So. Habt ihr jetzt hier genau gar nichts davon gesehen? Das ist mir jetzt aber wurscht, weil es nicht hilft. Müssen wir das da auch noch auseinanderbauen. Weil es nicht hilft.
Was klar? Uffi. Jetzt, wenn es wieder verkehrt herum drin ist, weil wenn es jetzt ändert, dann. Scheiße, ein Kotzbotzen, das sage ich dir, wie es ist. Ist tatsächlich falsch. So, was ist das? Eine. Ja. Dann können wir wieder weiter schmerzen, wo wir stehen bleiben. Das müsst ihr allerdings dann ihr sagen, wo wir stehen bleiben, weil mein Hirn gerade auf Hochlast da irgendeinen Scheiß zusammenpümmelt hat und ich glaube, es passt. So, haben wir es jetzt, bitteschön! Ja, Herrgottselig. Himmel, Herrgottselig, 1. Schluss jetzt mit der Donaterei. Pombeter, Pro Game Dev plus Pro Web Dev in App Shop ist gleich ausgesorgt. Straubiges Psuffer. Also. So. Okay. Schaut gut aus. An Stefan und deine andere Erdbombe, der erstmal merci dir. 10 schöne Grüße nach Straubing. Lasst es euch schmecken, was euch immer gerade eingandelt. So, an Stefan und deine Anspielung zu beantworten. Ich bin lange genug dabei und spiele selber, dass ich mir jetzt hört jetzt auf. Löwenzepp, ich freue mich hier schon auf meinen Urlaub im August. 6 Tage Malta, hast hier auch wieder vor, in Urlaub zum Fliegen. Jawohl, der Urlaub ist bereits gebucht, es geht wieder nach Kreta. Wohner was, sonst hier? Was meinst denn du? Was meinst denn du? Merci dir, Löwenzepp, Kuss auf die Nuss. Rest natürlich auch merci, Kuss auf die Nuss. So, ihr seid, lasst mich schmerzen, sie fix. Ich bin lang genug dabei, ich habe selber fake nur gespielt. Ich weiß genau, was die Leute aufregt, nämlich die Scheiße, die an mir aufregt. Da, kauf das, kauf das, kauf das, kauf das. Wird's nicht geben. Wird's zu 99% nicht geben. Es gibt wahrscheinlich, wenn überhaupt, dann gibt's sowas wie ein Supporter-Pack. Ja, auf das Spiel schreibt man 5 Euro, 10 Euro, was auch immer, schreibt man drauf. Das, glaube ich, ist ein angemessener Preis. Da geht keiner pleite, ich bin nicht reich, außer es verkauft sich 2,5 Millionen Mal, dann bin ich reich, dann hab ich ausgesorgt, dann kann ich endlich mein Boot kaufen. Ich fürchte aber, das wird wohl nicht passieren beim ersten Spiel, das ich baue. Habe ich so das Gefühl. Da lehne ich mich mal aus dem Fenster raus und sag mal, ich glaube nicht, dass das passieren wird. Aber natürlich wird es human bepreist und natürlich wird es nicht mit. Ich mag es auch nicht verschreien. Vielleicht ist irgendwann einmal ein Shop drin, ja. Ich mag mich da nicht schon wieder selber beschränken, bevor ich überhaupt weiß, was am Schluss rauskommt. Aber wenn, dann ist er fair, ist kein Hurensohn in einem Singleplayer-Spiel, ist ein Ingame-Shop immer ein Schrott. Ja, das rieche bis daher, ich weiß gar nicht, was da kommen muss. Ja. Und warum habe ich jetzt Singleplayer-Spiel gesagt? Ganz einfach, weil eben mein Spezi wegbricht aus dem Projekt, der sich um das kümmert. Und wenn ich das für mich wieder dazu nehme, dann wird es wieder die unendliche Geschichte. Ich werde nicht fertig. Das macht das Spiel um ein 100-faches komplizierter zu machen. Ob das jetzt ein Netzwerk-Koop hat oder nicht. Und sollte das Spiel gut ankommen, ja, Umsatz generieren. Sagen wir es jetzt einfach, wie es ist. Und aus irgendwelchen Gründen wieder eskalieren wir schon manche andere Dinge. Dann kann man sich da jemanden dazu holen, der das nachträglich macht. Ich denke, haben wir jetzt wieder da eigentlich. Mal komplett woanders. Da haben wir. Und fertig aus, Amen. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil das Alleinstellungsmerkmal war, der Koop-Modus. Das ist ein bisschen dumm. Aber mich motiviert die Macherei von dem Ding trotzdem so dermaßen, dass ich gesagt habe, okay, drauf geschissen, dann ist es halt eine Art Rip-Off. Das gibt's in der echten Game Dev-Welt oft genug, dass es einfach ein nachgemachtes Spiel von irgendwem gibt und es ist halt ein Klon. Dann ist es halt ein Klon. Und dann trotzdem hab's ich gemacht. Und um das geht's mir.
Um das geht's mir, ist mir scheißegal. Und wer weiß, auf dem Weg des Developments und Lernens folgt mir mit Sicherheit ein paar Mechaniken ein, die mir in Deep Rock Galactic ganz gut gefallen, die mir in Deep Rock Galactic aber auch ganz schwer abgängen. Und da gibt's ein paar. Die mag ich jetzt natürlich nicht nennen, weil die Alleinstellungsmerkmale, die plaudere ich nicht in die Kamera. Ich bin ja kein Vollidiot. Ich bin ein Idiot, aber ich bin kein kompletter Vollidiot. So, oh mein Gott, wir brauchen jetzt die gelben drüber schon. Fallout Landau. Was jemand woher kommt, gib mich da ein Büro, ein Büro FPV. Bitte, gehörst, wo kommen Sie her? Da ist jemand nice. Ich glaube, an einer Schreibweise her, oder lese ich außer, dass Sie aus Österreich sind. Ich für meinen Teil, ich bin nicht aus Österreich, ich bin aus Niederbayern. Darum rede ich normalerweise auch so. Aber ich liebe euren Dialekt und darum hat sie unsere Lieblingsnachbarn. So, welche Scheißbiene die anlegt, da haben schon noch Feldteile drin. Bürger, da dürfen wir uns ranhalten, es ist ewig. Und ich hätte halt gern noch was im Speck gemacht. So ein Freiweg, wie es ist. So, welche Tüten müssen wir jetzt da aufreißen? Was weiß ich nicht, Alter. Welche Tüte, Bruder? Ich weiß nicht. Ei, baut der Abel noch? Jawohl, gerade von der Spätschicht heimgekommen. Diese scheiß Drecks angeschissene Spätschicht. Das ist alles, was ich da aussehe. Alles, was ich da aussehe. So. Wisst ihr, was ich meine? Alle Bürger, weil wir machen halt fertig. Oh nein, da machen wir halt nicht. Also den Bauschritt 2, den probieren wir noch fertig zu kriegen. Die gelben Teile, die schwarzen Teile darum, die haben nicht mehr fein. Und ein paar kleine. Das kann nicht so aussehen. Aber ganz fertig machen der wir halt wahrscheinlich eher nicht. So, Bauschritt 91. Dann. Her jetzt einmal ein bisschen, ja, ich rede einfach nebenbei weiter übers Spiel. Was habe ich schon alles gemacht? Ich habe gelernt, wie Gegenstände miteinander interagieren, overlappen, Hit-Events. Was passiert wann? Wie baut man UIs? Du möchtest vielleicht meinen, wenn du so ein Spiel vor dir siehst, ja, das mit dem 3D-Zeug und so weiter, das ist mit Sicherheit das Schwierigste am Spiel. Ich sag dir ganz ehrlich, bei mir ist es genau andersrum. Ich tue mich am allerhärtesten mit der UI-Geschichte. Das heißt also einfach in Menüs. Das heißt, ich will kurz überlegen, wie geht denn das da zusammengeschrieben? Was ist denn das wieder für eine Behinderung da? Wenn ich auf den Button im Menü drücke, dass dann was passiert, dass sich Variablen ändern, dass der Spieler-Upgrade ist ja auch nichts anderes. Da geht ein Menü auf und dann muss was passieren. Da müssen Random-Upgrades drin sein, wenn du ein Level abkriegst. Und lauter so Sachen. Und das war für mich jetzt am Anfang das Schwierigste. Aber gestern hat es Klick gemacht. Und es macht jeden Tag mehrmals Klick. Ah so. Und mit jedem Mal Klick machen tue ich mich mit dem nächsten Element leichter. Ich habe die Mechanik, was heißt ich habe die Mechanik? Ja doch, ich habe die Mechanik im Prinzip, dass mir im Spiel schon Gegner nachlaufen, dass die automatisch spawnen. Alles geknüpft an Variablen, die man manipulieren kann. Die Monster spawnen mit einem bestimmten Level. Damit skaliert einer Leben, einer Schaden, einer Bewegungsgeschwindigkeit. Es sind noch sehr einfache Gegner, die laufen da einfach bloß nach und sonst nix. Ich hätte da gern mehrere Gegner drin. Eben, das ist der Teil, der mir sehr gut gefällt an Deep Rock Galactic. Dass man die Gegner die kennen da ziemlich auf den Sack, aber du kannst das auch zu deiner eigenen Advantage nutzen, wie zum Beispiel die Explodierviecher. Und dann hätte ich noch ein paar mehrere Viecher, die ich jetzt auch nicht verraten werde, aber die halt noch ein paar andere Besonderheiten kennen. Und nicht bloß einfach dumm nachlaufen. Zum Beispiel finde ich einen Boss in Deep Rock, finde ich sehr unsatisfying, muss ich sagen. Erstens, er droppt nichts am Schluss, ob ich den umbringe oder nicht. Irgendwie, da kriege ich ein bisschen mehr XP, die ich da mit draußen mitnehmen kann. Das ist mir aber nicht genug, das sage ich der Freiweg, wie es ist. Da hätte ich gern mehr. Und die Bossmechanik, die er kann, ist auch nicht so der Hit. Ich meine, der bleibt alle 15 Sekunden, bleibt er stehen, chargt danach, da gehst du einen Schritt auf die Seite und das war's dann. Ist auch nicht sehr satisfying. Und. Also es gibt 1000 Sachen, die bei DRG ziemlich geil sind. Es gibt aber auch 1000 Sachen, die man besser machen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass DRG auch nicht auf der Bremse hergeschoben ist ja klar. Dass Updates kommen und dass sie das Spiel erweitert und so. Mit einem Entwicklerteam kann ich nicht mithalten. Um das geht es aber auch gar nicht. Ich möchte das bestmögliche Spiel, das ich alleine zusammenkriege, zusammenfrimmeln und
aus. Was habe ich noch gemacht? Dann habe ich so Mining-Blocks gemacht. Das war das erste, was ich gemacht habe. Dass wenn ich mit meinem Spieler gehe auf so einen Mining-Block zu, da ist ein Overlap-Radius, der manipulierbar ist, der kann größer werden, kleiner werden, je nach Upgrade. Gehe da hin, dann fangen die Mining-Blocks das Wobbeln an und kriegen halt Schaden. Jeder Mining-Block hat Leben. Ich habe eine bestimmte Anzahl an Schaden und eine Abbaugeschwindigkeit. Und dann geht irgendwann der Mining-Block kaputt und dann kann ich durchgehen. Bei den Viecher ganz genauso, da aktualisiert sich dann die Wegfindung und dann laufen die am Anfang nicht durch die abgebauten Blöcke durch, mittlerweile schon. Was haben wir Neues? Dann ein Ressourcensystem, das ist noch nicht ganz sauber, das war auch eines der ersten Sachen, die ich gemacht habe, das ist ziemlich hardcoded, habe mittlerweile aber herausgefunden, wie man sowas dynamisch machen kann. Es gibt XP als Ressourcen, es gibt kleine XP, große XP, die eine gibt halt mehr, das andere weniger. Wenn du einen Mining-Block abbaust, gibt es welche, die sind unzerstörbar, es gibt welche, die geben da nichts, es gibt welche, die droppen Gold, es gibt welche, die droppen Reds, es gibt welche, die droppen Blues, also verschiedene Ressourcen. Das geht auch schon alles. Dann habe ich angefangen, meine erste Waffe zu programmieren. Das wird einmal eine ganz einfache Projektilwaffe. Damit steht und fällt das Spiel. Das ist das Allerwichtigste. Coole Waffen. Und es soll völlig eskalieren. Das ist das Allergeilste in Vampire Survivor, wenn deine Waffen am Schluss so dermaßen am Ausrasten ist, dass die nicht mehr nur 3 so Kugeln schießt, sondern in alle Richtungen und nur noch Crits auftauchen und so weiter. Richtig geil, satisfying halt. Ja? Das hätte ich gern. Das macht Deep Rock Galactic auch nicht. Zumindest bin ich noch nicht so weit, dass da irgendwelche Waffen gibt, die völlig am Ausrasten sind, weil eben die Waffenlevel begrenzt sind. Und ich möchte eine Art Endlos-Modus, das ist schon einmal das nächste, nicht so in Etappen aufgeteilt, in dem dann Events passieren. Wie zum Beispiel, dann taucht ein Händler auf, wo du mit Gold Upgrades kaufen kannst, damit die Ressourcen wichtig bleiben. Dann hätte ich gern, also den macht es mir auch das Leben beim Programmieren ein bisschen einfacher, sage ich ganz ehrlich, anstatt dass ich jetzt Level in Etappen unterteile. Random Events und so weiter und so fort. Das ist so ein bisschen der Plan. Pass auf, was brauchen wir da? Da brauchen wir 5, das ist schon der, ja. Haben wir schon, die haben wir nicht. Wie viel brauchen wir da? 4 Stück. 1, 2, 3, 4. So, jetzt müssen wir Stückel für Stückel jetzt zusammenbauen, weil sonst bringe ich wieder 3000 Sachen durcheinander. Und was ein Doppelteil brauchen wir noch. Ja, so, jetzt gut. So, was haben wir noch? Genau, dann habe ich meine erste Waffe programmiert. Das ist eine ganz einfache Projektilwaffen. Die heißt in meiner Welt bis jetzt halt, ich weiß noch gar nicht, in was für einer Welt das spielt. Haben wir im Weltraum, haben wir im Fantasy-Universum, wahrscheinlich im Weltraum, ich weiß es noch nicht. Das ist völlig unwichtig. Es ist alles noch im absoluten Todes, ich bin gerade auf die Welt gekommen, Status. Wie das später ausschaut, da setzt man dann einfach einen Skin drüber und fertig. Ah, das interessiert keine alte Sau. Mich interessiert, wie es funktioniert. Und das ist der Teil, der mir Spaß macht. Und wie es dann ausschaut, das kommt ganz zum Schluss. Dann habe ich eine Waffe programmiert und erstellt. Die spawnt an dir, so ist das System ja dann später. Bei mir, mein Plan ist, du kannst nicht verschiedene Charaktere spielen, weil durch was definieren sie die Charaktere in Deep Rock Galactic? Durch, Moment, ich muss kurz aufpassen, ne? Eigentlich durch eine Waffen und nicht durch ihre Eigenschaften. Und darum kannst du bei mir dann am Anfang, du hast immer den gleichen Charakter, ist scheißegal, für den kannst du dann 860 Skins kaufen übrigens. Jetzt muss ich gerade schauen, dass ich da keinen Kack nicht mache. Wie soll denn das schon starten gehen? So, so eine, okay. Du kannst natürlich keine Skins kaufen. Und die heißt bei mir Burst Rifle in meiner Welt. Und die schießt, die hat auch schon alle Stats hinterlegt, dynamisch, wie oft in der Sekunde schießt das Ding. Es schießt immer 3 Kugeln auf den nächstgelegenen Gegner. Das heißt, vor jedem Schuss sucht er den nattersten Gegner, ziel drauf, gibt einen Schuss ab, such wieder vor dem nächsten Schuss nach dem nattersten Gegner, gibt einen Schuss ab. Dann habe ich gestern, da bin ich sehr stolz drauf, das habe ich nämlich komplett allein gemacht, ohne Nachschauen, ohne Tutorial, ohne alles. Habe ich gebaut, ein Recoil habe ich ein bisschen eingebaut, dass das nicht in einer geraden Linie schießt, sondern ganz leicht versetzt. Das heißt, wenn du ganz weit weg warum geht denn das jetzt da nicht weiter rein? Was ist denn das wieder für eine Scheißbehinderung? Warum ist denn da immer
scheiß Behinderung? Hä? Warum immer Behinderung? Warum immer Behinderung? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß nicht. Ah! Herr Schulz! Mir ist wieder ein Reset. Bussi vom Nachschau-Squad. Kuss an den Nachschau-Squad und alle Nachschau-Squadler. So, Waffe programmiert, die hat eine Range, die hat eine Fire Rate, die hat Damage, die Base-Stats vom Player mitskalieren und. Die ganzen Mechaniken, die sind da quasi schon drin. Zwar hardcoded, es ist der Cycle, wenn man so will, ist noch nicht vorhanden, dass das theoretisch bis ins Unendliche geht. Ja, da fallen einfach noch ein paar Module, aber es geht schon einiges. Ich kann nochmal anlaufen, ich habe meine Waffen. Ich schieße automatisch auf Gegner, die sterben, die droppen XP, die werden auch schon mitgerechnet, dann kriege ich ein neues Level. Ich kriege halt noch kein Upgrade. Ich habe das Menü noch nicht fertig, im Prinzip, wo man dann sagt so, ich kriege 3, 4, 5 zufällige Upgrades und wähle dann uns aus, nehme ich mehr Waffenschaden, nehme ich das, nehme ich keine Ahnung und so weiter. Wird das Game einen weiß-blauen Touch haben? Nein, wahrscheinlich nicht. Das wird losgekoppelt, das hat nichts mit Bayern zu tun, seien wir uns ehrlich. Das hat nichts damit zu tun, dass ich Bayer bin, dass ich borisch bin oder irgendetwas. Also ich werde mir natürlich nicht den Spaß nehmen lassen und eine borische Übersetzung einbauen, selbstverständlich, aber das war's dann auch. Ja, da ist das Setting sofort wieder irgendein peinlicher Scheiß, Weltraum und dann rennt wieder irgendwo Bayern fahren oder irgendein Scheiß. Seid selber ehrlich, macht das Sinn? Nicht wirklich. Das lässt man mal losgelöst davon. Natürlich baue ich den einen oder anderen Blödsinn ein, das heißt nicht, dass da kein Humor drin vorkommen darf, ist eh klar. So, jetzt wird's interessant, jetzt brauchen wir diese komischen gelben Teile da und da finde ich schon wieder hinterm vorne nichts, doch das Ding habe ich gefunden und nein, das ist das Falsche. Ja. Und ich werde es als Content benutzen. Das soll heißen. Und deswegen verzeihe ich jetzt davon. Ich werde es so gesehen als Content benutzen, dass ich nach die Gameplays in die Streams. Total falsche Teil, was tun die da? Ja, Bruder, wie soll ich nie da sehen, was da die richtigen Trümmer sind, Mann? Okay. Werde einmal im Monat oder so, also nicht jede Woche, was weiß ich, was jetzt sagen, wenn es ein kleiner Scheiß, sondern wenn es halt Progress gegeben hat. Wenn es Progress gab, dann zeige ich ein bisschen was her davon. Was wir so gemacht haben und so weiter und so fort. Und dann schauen wir, wie weit das wir kommen. Schauen wir einfach, wie weit das wir kommen. Und das habe ich auch damit gemeint mit, wieder Kack gemacht da. Ich mag eigentlich nicht drüber schmatzen, weil sonst bin ich vielleicht irgendwann der Ankündigungslord. Das kann gut sein, dass das Ding nie fertig wird. Was tut denn das da? Sag mal, was? Hä? Wir haben jetzt da eine Stoßstange gebaut, das habe ich schon verstanden. Ja klar, waren nur reine Neugierde, dafür ist mein Oldtimer zu wichtig. Um Gottes Willen. Sag mal, hört mir eigentlich irgendjemand zu, was ich da vor mir hinbrabbelt? Wahrscheinlich nicht, ja, dann ist es wurscht. Dann ist es ja mir wurscht. So, vielleicht konzentrieren wir uns mal wieder ein bisschen mehr auf das, was wir mir da tun, weil sonst komme ich da gar nicht vom Fleck. Das dauert ja nur eine Stunde. Ich finde, das dauert nur eine Stunde. Diesen hier. Dann brauchen wir einen so einen gelben, geraden Vierer. Wo ist denn der gelbe, gerader Vierer? Ich sehe da überhaupt nichts von. Doch, da ist ein gelber, gerader Vierer. Was da so erlebst. Kruzifix. +1, um was geht's? Da hören wir Meli. Achso, ja, gut. Hören schon noch zu, die Lausbuben. Die Lausbuben. Ja, auf alle Fälle ist das mein persönliches Projekt so. Hat nichts mit dem Stream an sich zu tun. Auch versprochen, dass das nicht die Streams oder eventuelle Videos oder irgendetwas anderes beeinflusst. Das Einzige, was wegfällt, ist erstmal für die Zeit der Podcast. Aber der wird auch wegfallen, wenn ich das nicht gemacht hätte. Wenn ich da nicht angefangen hätte damit. Wäre er auch relativ bald weggefallen. So ehrlich muss ich auch sein. So, jetzt schauen wir mal.
Zusammengestöpselt, zusammengestöpselt, zusammengestöpselt. Oder pausiert worden. So. Habe ich Kacke gemacht. Geht uns weiter auf. So, geht ein paar Stöpsel rein. Ein paar Stöpsel rein. Machen wir es halt ein bisschen einfach Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Wir brauchen einen Eifer. Eifer, jawohl. Haben wir schick gesehen. Das haben wir schick gesehen. Bierliche freilassen. Jawohl. Jawohl. Jetzt tun wir noch ein paar so blaue raus. Jawohl. Jawohl. Der Vierer kommt. Kommt da so eine. Ja, und jetzt wird das miteinander verbunden und dann wird es normalerweise bombenfest. Da haben so viele Stäpsel drin, da rührt sich nichts mehr. Da haben so viele Stäpsel drin, dass sie nichts mehr rührt. Dann haben wir das, ja. Und das gerade Teil, wo kommt das gerade Teil drauf? Das. Brauchen wir noch Stäpsel? Stäpsel. Stäpsel. Hashtag Stäpsel. Ab in den Chat. Wenn ihr mitmacht, Poppermann. Wie immer. Immer das gleiche Spielchen, auch an Freitagen. Und ihr gehört zum Inventar, das ist nett. Natürlich gehst du zum Inventar frei, aber was hast du gemeint? Ach so, dann gehörst ja du auch dazu. Jeder da gehört ins Inventar, hallo? Ja, Bürger-Alpha-Tester werden, das war was. Das ist natürlich der nächste kleine Motivationsfaktor. Mir ist natürlich bewusst, dass ich da ein Publikum habe, das durchaus interessiert, was ich da mache. Ja? Das ist so das Einzige, was passiv so doch natürlich ein bisschen was mit dem Stream zum Tor hat. Ja, dass ich ein Publikum habe, dem ich das zeigen kann, um da vielleicht eine kleine Art Kick-Off zu haben. Somit, hey, es geht los und es ist tatsächlich spielbar und natürlich brauche ich da irgendwelche Tester. We will see. Ich habe mich noch null damit auseinandergesetzt, wie man auf Steam ein Spiel released. Wie funktioniert das? Wie funktioniert das dann mit Updates? Wie funktioniert zum Beispiel sowas wie Early Access? Wie gebe ich am besten... wo kriege ich Alpha-Tester her, die mir das Spiel nicht klauen? Ja? Und irgendwo veröffentlichen. Ohne, dass ich da irgendwelche NDAs und Verträge machen muss und so ein rumgepimmelt, da habe ich halt gar keinen Bock drauf. Und was soll ich? Ich brauche mich natürlich auch nicht aufführen wie ein Spieleentwickler mit 8 Millionen Budget, aber trotzdem habe ich keinen Bock, dass mir Sachen geklaut werden. Da bin ich einfach ein gebrandmarktes Kind, egal wie klar und unwichtig das sind. Das mag ich schlichtweg einfach nicht und fertig. Oh, da haben wir. Ah schon, Bauschritt 100, irgendwas. So, dann haben wir da einen Simmer, jawohl, und zweimal das Graue drum. Und wie man das dann regelt, keine Ahnung. Entweder wie funktioniert das mit einer Early Access, wobei ich das wirklich extrem, das werde ich auch nicht machen, weil sobald der Early Access da ist, kauft Minimum eine Person den Early Access und ab dem Zeitpunkt habe ich eine ganz furchtbar krasse Verpflichtung, der ich nachgehen muss. Und dann wird aus dem Gaudi-Projekt wieder Ich muss jetzt liefern Projekt. Und dann biege ich so schnell ab, wie ein Bierger gerne mal abbirgt. Und das versuche ich zu vermeiden. Okay? Darum wird man das schon irgendwie geregelt kriegen. Schöne Verkleidung. Kriegt ein schönes Kleiderl. Jetzt bauen wir einen Bugel. Den Bugel bauen wir mir jetzt. Jetzt passen wir auf. Das geht jetzt aber ziemlich zackig da. Das sind alles ziemlich große Teile. So. Da gehört wirklich in jetzt. Man sagt, gestipselt da. Mit einmal rundherum. Und einmal von hinten. Ich weiß nicht von hinten, weil man kann das drum auch umdrehen. Das macht mir überhaupt gar keinen Sinn. Dann brauchen wir nochmal 2 schwarze. Und dann ist ein Autodeal, was er immer das tut. Da her. So. So. Ah, scheiße, das Ding brauchen wir zweimal.
haben wir noch mehr Autotür. Da hier. Und das. Ja, das ist nicht das gleiche. Ist das gleiche drum? Ist das drum? Ist drum? So rum. Ja, das ist schon das drum. Sind das die gleichen Teile da? Nein, werden wir schon so finden. Ja. Hoppla. Da haben wir. Werden wir schon rausfinden. Dann brauchen wir noch mehr einen Simmer. Ist der Simmer? Jawohl, das ist der Simmer. 2 blaue. Diesen hier. Diesen hier. So die Verkleidung wieder bauen, das geht schon wieder 100-mal schneller. Ja, haben wir total am Meter mal. Wahnsinn. Dann haben wir diesen Bogen, den habe ich noch gar nicht gesehen, den haben wir da. Der wird jetzt einfach was so da aufgesteckt. Ja. Der ist verbaut, der ist verbaut. Dann brauchen wir nochmal einen Simmer. Nochmal 2 blaue. Schreibt's nicht eigentlich so. Ja, Beleidigungen, wo der andere weiß, wie es ist. Das sind die Beleidigungen zwischen Freunden. Wer den nicht versteht, der gehört sowieso. Der ist kein Freund, ganz einfach. Da bringe ich immer gern das schöne Beispiel. Ich habe zwar übrigens überhaupt gar keinen Kontext, über was das hier labert. Ist ja völlig wurscht, ich labert einfach irgendwas. Da bringe ich gerne als Beispiel. Hier gibt es so ein Foto. Dein bester Freund. Ja, so seit keine Ahnung wann, der beste Freund. Der geht ins Ausland. Lang. Und dann ist die ganze Familie da. Alle warnen. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder und so. Und weißt du, was der beste Freund tut? Auf dem Abschiedsfoto. Da wird so ein Foto gemacht von alle. Lol. Und alle sind traurig auf dem Foto. Nur nicht dein bester Freund. Der steht mit einem Schädel hinter alle anderen, wo drauf steht: I hope you die, you homo. It is what it is. So, da haben wir. Da haben wir. Da, ja, das haben wir auch. Wahre Worte, Birger. Sagst du das? Der beste Freund steht hinten, wer jetzt dem Englischen nicht mächtig ist, ja, ist ja nichts Schlimmes. Der steht mit einem Schädel hinten, wo drauf steht: ich hoffe, du verreckst, du Trottel. Mein Gott, was stäbselt man mir da schon wieder zusammen? Das macht überhaupt keinen. Was zur Hölle passiert da? Das abgewinkelte Ding brauchen wir zweimal. Jawohl. Und das kommt jetzt da. Wo haben denn da 4 Stäbsel drin? Wo kommt denn der 4. Stäbsel da her? Was machst du? Wie? Was machen Sachen? Wo habe ich wieder die Hälfte übersehen? Nirgends. Da herum haben wir das Ding. Da herum habe ich was übersehen. Verdammte Scheiße. Scheißendreck. 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 Das haben wir da. Ja, das haben wir noch. Und dann haben wir das gelbe Ding da gebaut. Haben wir? Ja. Hä? Das ist doch ein ganz anderes Teil. Also, wir fahren da komplett von vorne, okay? Und das haben wir dran. Das haben wir dran, ja. Dann haben wir jetzt das Ding. 4 Stäbsel. So. 2 Winkel. Und euer Renten ist dann. Also, manchmal ein bisschen verwirrend, ist manchmal schon. Muss man das lesen, wahrscheinlich muss man es rückwärts lesen wie ein Manga. Das Chinesen drum. Und manchmal schon ein bisschen das Gefühl. Wer schreibt eigentlich diese Anleitungen? Ich hoffe, dass das automatisch ein Computer produziert, weil sonst du wirst ja narrisch. Jetzt macht die Gaudi schon mehr Sinn, du. Jetzt macht die Gaudi schon mehr Sinn, du. Here we are. Na, komm. Guter Stück. Herzl Spam für die geile Community.
währenddessen der fette Volltrottel da sitzt, überhaupt nicht mehr weiß, was überhaupt passiert und, und irgendeine Scheiße labert. So, es ist die Frage, was mich mal generell aus der Community interessiert, ist das einigermaßen nachvollziehbar oder wird das negativ aufgefasst, was da mein Plan ist mit dem Spui? Ob das jemals, wie gesagt, ob das jemals das Licht der Welt erblickt, das kann ich nicht sagen. Weil ich kenne... Ich hab viel gelernt jetzt in den letzten Tagen, was die Unreal Engine betrifft, aber ich weiß nicht, ab wann ich vielleicht irgendwann einmal an einen Punkt gerate, wo ich halt einfach nicht mehr weiterkomme. Oder wo es dann irgendwann heißt so, ja, das war geil, aber das ist so utopisch viel Aufwand, es ist nicht machbar. Ich schaff's nicht, es ist zu viel. Und ich tue mich schwer, da mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, vor allem die ich nicht kenne. Und recht viel mehr Leute kenne ich nicht, die da einpassen Daten, wie derjenige, mit dem ich es gemacht habe. Der Rest hat entweder ganz massiv keine Zeit oder ich muss mal schauen. Oder ist halt nicht aus dem, generell überhaupt nicht aus diesem Bereich und da haut das dann einfach auch nicht hin. Und ich habe nun mal sehr viel Zeit, ich sag's wie es ist, ich habe Nachmittag sehr viel Zeit und die würde ich gern füllen und genau mit dem. Das ist genau das Richtige. Nach sowas habe ich so lang gesucht. Ich habe so beschissen lang nach etwas gesucht, auf was ich so Bock habe wie das. Wie damals auf Annex. Wie, was weiß ich, was ich schon so gefangen habe. Die meisten Sachen haben sowieso das Licht der Welt erblickt und es war ganz gut. Und wenn, dann möchte ich es halt auch gut machen. So gut wie ich kann. Dass es jetzt nicht das perfekte Spiel wird. Der erste Pfannkuchen ist immer der kreisligste. Aber wer weiß, vielleicht wird es ganz cool. Vielleicht habe ich noch ein paar Ideen für die Art von Genre, wo man besser machen kann. Und ich krieg's zusammen. Wer weiß das schon. Ja, passt schon wieder, du müsstest dich auch nicht rechtfertigen, wenn du das Spiel doch nicht rausbringst. Ja, doch. Weil bis sie so, ich kenne euch Pappenheimer, ja, manche Leute hören das wahrscheinlich und denken sich, oh, geil, du krasseste Scheiß ever. Und dann ist da und dann ist so, und wissen eigentlich gar nicht, was ein Survivor-like ist. Und denken sie dann so, was ist das für Scheiß? Und, ja gut, eigentlich hast du recht. Selbst vor denen müsste ich mich nicht rechtfertigen, weil das sehr ahnungslos ist, dafür kann ich nichts. Ja. Ja, ist halt so, was soll ich machen? Was soll ich machen? So. Pimmelt wir das da zusammen. Haben wir den da. Und dann brauchen wir nochmal zwei. Nein, nicht, dann brauchen wir bloß einen. Machen wir es so. Dann haben wir schon wieder da. Dann brauchen wir wieder die Kurventeifin. Hast du noch ein wenig eine Kurventeifin? Oh, Kurventeifin. Ja. Graue Ding dazwischen. Abstandhalter dazwischen. Zumachen. Nächste Ding rein. Wo ist der DayZ-Server? Ich finde ihn nicht. Ja, wie? Es wird kein Landi-Like. Ja, das verstehe ich auch nicht. Und ich bin normalerweise, ich meine, das habe ich die ganze Zeit so gemacht, ich bin kein Fan davon, Sachen nachzumachen. Einfach stumpf nachzumachen. Mache ich auch nicht. Also das ganze Spielprinzip, das ich vorhabe, natürlich, Survivor-like ist immer irgendwie irgendwo das Gleiche. Aber mit ein paar anderen Sachen da drin. So. Das ist die Idee, die mir bei Deep Rock Galactic, was mir einfach besonders gut gefällt gerade, einfach abgängen. Ich werde natürlich alle spielen. Ich werde Torment, wie heißt es, Sprengi? Das Torment, das Diablo Survivor-like, werde ich auch nachholen. Ich werde alle nachholen. Und mir einfach mal anschauen, so, hey, was macht Spaß, was macht keinen Spaß. Military Tank Maker! Was zur Hölle, Alter? Was soll denn das heißen? Bist du der Panzerbauer? Ich habe leider keine Tröte zur Hand. Kuss auf die Nuss. Welcome to the Squad und danke für die Mitgliedschaft. Ab in den Chat, ihr wisst es eh. Simic war auch nicht. Ding 13 leider am Hellblack gemacht. No pressure. Ja.
Mit wie viel Budget? Mit wie viel Budget? Was das mein Budget ist? 0. Mein Budget ist Polens Einwanderungspolitik. 0. Ja, machen wir so. Gehen wir schon langsam ein bisschen vorwärts da. Die gelben Teile, die verglauben sich schnell, wie du schaust, berissen alle. 5 halbe 2. Ja, das ist schon narrisch, wie schnell das Zeit vergeht. Gell? Auf einmal und auf einmal ist es gar. Da müsste jetzt irgendwo einen gelben Dings geben. Okay. Und dann nochmal so ein Seitenteil. Falsche. 3, 2. Jawohl. Das Ding da, ja. Jawohl. Irgendwas. Was ein bisschen. Die schwarzen Teile auf schwarzem Hintergrund ist halt natürlich ein bisschen. Okay. Offen. Filmt man dann schon. So, jetzt bauen wir das da. Brauchen wir ein flaches und 3 Stöpsel. Halt, Sniffelstücke haben wir gesagt, meistens. Das Ding und das Ding. Die schöne beruhigende Musik. Das ist schon beruhigend. Beruhigende Musik ist beruhigend. Also geht der Schund da jetzt nicht rein? Nö, passt schon. Dann brauchen wir ein Seitenstück. Ein kleines Seitenstück. Es gibt auch ein kleines Seitenstück. Ey Gott, bring mir mal das Seitenstück. Habe ich mich eigentlich ausreichend bei der Mitgliedschaft bedankt? Herr Tankmaker, welcome to the Squad, danke dir. Weiß ich nicht, sag ich es halt nochmal, das ist mir wurscht. Das ist mir wurscht. Da haben wir wieder die spiegelversetzten Dinger da. Okay, Hammer. Schraubenzieher. Ja. Oh, blauer Teufel brauchen wir noch. Haben wir da eine zimmern. Dann haben wir das Würstel da herunten. Schaut auch gut aus. Und jetzt werden wir das wahrscheinlich zusammenstecken müssen, nehme ich an. Was haben wir da? Nein, das haben wir nicht. Was haben wir da? Hä? Okay, wir nehmen das Ding so und es kehrt so da unten ohne. Aber wie? Da hat eine ganz andere Lochung da unten wie. Hä? So rum. Oh. Hä? Passt überhaupt nicht zusammen. Jetzt so das Ding. Und so das Ding. Was war denn hier? Vor allem, weil das Ding da sieht draht wie Sau. Ist das so? Was hat jetzt da blinkt noch? Gerät überhitzt. Aufnahme nicht möglich? Seht ihr mich noch? Hallo? Die Actioncam, die wird einfach zu heiß. Seht ihr mich schon noch? Geht da schon noch was? Hallo? Bei langes Ding ist ein Spiegel verkehrt. So, haben wir es schon. Ich glaube, das lange Ding haben wir schon. Tu dich nicht hinab. Und dann gehört es mitten reingepflanzt. Weißt du nicht? Das ist doch da. Warum ist denn da ein Knick drin? Was? Das Stückel ist falsch. Was kehrt denn da? Da kehrt was. Jetzt passt so. Seht ihr das? Das ist, glaube ich, jetzt klar. 3 Löcher. 3 Steine, 3 Löcher. Verbindung. Und da haben 2 Stöpsel angezeichnet, es sind aber 4. Es gibt kein anderes Teil nicht, wo da.
da an der Front das falsche Ding? Haben wir da... Ja, immer diese da. Fox McCloud, mir ist wieder entwickelt. Ich sag's gleich, vorbestellt wird's trotzdem nicht. Absolut richtig, ich werde es auch nicht vorbestellbar machen. Absolut richtig. Absolut richtige Entscheidung. Auch MySpace bestellst du nicht vor, ne? Das zeige ich euch. Ich glaube, dass wir wieder einen Teile verwechselt haben. Aber die sind doch ganz andere Teile, die mir da angezeigt worden sind. Es gibt bloß das drum. Und das ist verkehrt rum, du Vollidiot. Nochmal von vorn. Jetzt wird er Schuhe draus. Jetzt wird er immer Schuhe draus. Das Scheißteil ist gar nicht symmetrisch nach oben, nach unten, sondern ganz leicht anders. Und das habe ich einfach nicht gesehen. Halt dein Maul. Halt dein Maul! Nur Pro-Gamer wissen, wo das hier ist. Nur Pro-Gamer wissen. Jetzt muss ich wieder das Teil dreimal in der Weggeschichte umeinander drehen, damit ich weiß, wo zur Hölle hinten und vorn ist. Da, wir sind da vorne. Da gehört doch einer ein Stöpsel rein, oder nicht? Haben wir jetzt da nicht einen Stöpsel verloren? So, ja, natürlich haben wir einen Stöpsel verloren. Was da nicht, wo der hier verschwunden ist, ist mir aber scheißegal. So. Is this the solution? Please tell me. Nein, gehört weiter hinten, glaube ich. Und wie viel Licher geht's für? So, und der schwarze Teufel gehört da rein. Jawohl. So, Kriminalfeier, jetzt aber. Jetzt aber. Möchte ich gar. Naja, da haben wir den überflüssigen Schwarzen. Möchte ich keinen Ton mehr hören. Da, vielleicht machen wir. Gehen wir da mal schauen. Ja, langsam nimm der Form an. Genau. Da ist noch ein wenig knockert. Und Füße hat er irgendwie auch noch gehabt. Aber die werden wir dann wahrscheinlich beim nächsten Mal über schwanzeln können. Wahrscheinlich wieder Gnädel. Außerdem darf man sowieso bloß 3 Füße ohne bauen. Ah, es wird ein Gnädel-like. Ah, die anderen Seiten schaut aber schon ein wenig narrischer aus da. Was ist da los? Was ist da los? So, halten wir es diesmal vielleicht richtig rum. Das war eine richtig gute Geschichte. Ja. Kinder, wir befinden uns im Endspurt. Spätestens. Alter, halb 12, das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Wo die Zeit schon wieder hieß. Derzen heute noch. Derzeit noch irgendwas. Jetzt furzt, auf euch Birnen voll. Keine Ahnung. So richtig schön asozial. Noch schnell um 12 Uhr, weil jetzt das fast ohne Rausch ausgehalten. Was der denkt, nein, nix. Nix. Der hat nicht so gar die Vollbier-Squad drauf. Was das eben ist. Und den nehmen wir rein. So, jetzt müssen wir so ein kleines verregtes Mistding da noch bauen. Ja, ob wir das noch schnell hinkriegen. Ja, sicher. Ja, sicherlich. Ja, gut, da müsste man mal. Mit blaues Sniffelstück. Im Prinzip bauen wir jetzt dieselbe parallele Seiten wie selbe Seiten parallel gegenüber. So geht's. Selbe gefällt wieder wie beim anderen hinten. Manche Sachen sind einfach beschissen. So, dann haben wir das Ding. Und wir brauchen aber. Hallo? So geht's. Okay, jetzt dann da drauf gesteckt. Nein, andersrum.
Ich bin närrisch. Was ist denn das jetzt wieder? Warum ist denn jetzt auf einmal wieder spiegelverkehrt? Leck mich doch. Leck mich doch am Arsch. How about that? Machen wir so. So. By the way. Den schwarzen Stöpsel brauchen wir nicht. Und den blauen und das andere Ding. Und dann, also die Perspektive von den Teilen ist ein sehr ein Haufen Scheiße, das nervt mich gerade ein wenig. Alles schaut gleich aus und ist aber spielverkehrt, schaut aber trotzdem gleich aus und ist aber doch nicht spielverkehrt. Da frage ich mich schon, ob sie denn alle noch tassenmäßig unterwegs sind. Meine Herren. Da sind sie hier tassenmäßig unterwegs, ich denke schon. So, jetzt haben wir wieder total narrisch drum dabei. Das ist das gleich wie auf der anderen Seite, macht überhaupt keinen Sinn. Da hat sich total anders so gefühlt. So. So. Okay, eine Kniedel, eine schöne Seitenverkleidung. Wackelt noch ein bisschen, aber die wird schon noch irgendwie fixiert werden. Ja, langsam wieder. Ja, da ist der Gesicht. Kannst du einpfeffern? Da schon her. Langsam wieder schon. So. Moment. Ah ja, jetzt kommen diese Teile da. Die haben doch auch speziell für den Hund gemacht, oder? Die Teile brauchst du doch nie wieder in deinem ganzen Leben drin. So, das müssen sie eigentlich alles. 1, 2, da sollen 3 Stifte ausstehen. Wo waren denn die? Oh, geht das smooth an der Seite rein. Oh. Oh, okay. Okay. Jetzt kann man auch richtig schön halten. Okay. Okay. Onkel Bob. Okay. So, wir haben jetzt ein schwarze Radl. Achtung. Wir haben da die guten alten schwarzen Radl. Mal da oben und ein paar so T-Stücke. Jetzt haben wir es dann gleich. Pass auf. Und 4 Sehene. Sehene, 1 Sehen. 4 Sehene. T-Stücke. Gerade Stücke. L-Stücke. Das heißt, wir müssen jetzt 4 Mal die Dinger da so zusammenstecken, oder was? Was ist denn das von Stangen? Technic Ping without friction. Ah, deswegen ist wichtig, dass das die. Das sind tatsächlich unterschiedliche Steckerl, oder was? Scheiße, tatsächlich. Na, hoffentlich haben wir mir da hinten nicht. Immer an uns, Kinder. Hab ich nicht gewusst. Die schwarzen Pins, die haben Widerstand, wenn du das da drin drehst. Und die beigen, darum, das ist ja so eine Farbe, die passt da gar nicht dazu eigentlich. Die haben keinen Widerstand in den Löchern drin. Und hängen machen zwar fest, aber halt nicht ganz. Pass auf. Und da können 2 auf einer Seite. Sozusagen so. Ja. Hab's schon verstanden, was der Plan ist. Und die Friction, die kommt dann damit zustande, dass 2 nebeneinander sind. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Die kommen jetzt da außen ohne, sodass am besten nach unten zu. Das ist richtig möglich, wie soll denn das gehen? Wie soll das denn gehen? Sag mal, da ist ja keine Friction nicht dran. Ist Absicht, dass da keine Friction dran ist, oder? Ist das Ding ganz ohne?
Jeden jetzt ist das die noch nicht gingen. Oh, jetzt sagt in die Richtung, da soll es nach oben sein. Rein damit, rein damit. Jetzt ganz anders. Erstmal das Radl ran. Beide Radl ran. Kriege ich wieder Hunger. Kriegt irgendjemand von euch auch Hunger? Ich habe irgendwie immer Hunger. Ich habe immer Hunger. Okay. Vorne muss der Pin oben sein. Hinten, unten. Das hat mit Sicherheit dann mit den Füßen zu tun, die sie so heben und senken. Bin ich mir sicher, dass die Seiten versetzt. Na, natürlich gehst du wieder nicht eine. Ja, komm jetzt. Ist da stehen. Gibt's Technik-Pin without friction? Ist da verschiedene Radl? Eine passt nicht mit dem anderen überein. Was ist denn das wieder für eine tolle Konstruktion da? Ich sag das, was ist das? Eine Radl passt nicht mit dem anderen überein. Mal. Gibt's nicht, oder? Jetzt Kriminalfall. Komm rein damit. So, und auf der Seite oben. So. Pins drin. Was jetzt? 6-mal blau. 2-mal beige. 2-mal T-Stück. 2-mal das, 2-mal das. So. Und jetzt halt Akkordarbeit. Jetzt will ich Bier, jetzt machst du mal fertig, Kruzifix. Bier, jetzt muss ich mal fertig machen. Jetzt kriege ich richtig Hunger. Und immer so ab 11:30 fangen so, dass ich Kreuz wegkriege vom so Bugler da sitzen. Wir sitzen normal auch buglert vor dem PC, aber nicht so. Daher, Abagis da schreibt irgendwas von Nein, Freunde, was? Was ist da schon wieder los? Was ist denn hier da schon wieder los? Wir haben da zusammen. Ach, das Ding müssen wir 2-mal bauen, oder was? Haben wir gleiche Richtung? Oh. Schaut mich fast so an. Hm? Hm? Ja. So. So, und da ist auch wieder so ein Technikding dran, without friction. Und das wird jetzt da irgendwo ohne fixiert. Ah ja. Da, ein Knädel sein Fuß. Das war's jetzt. Oder kommt da andere Fuß noch, oder? Kommt doch der andere Fuß noch. No. Warum in Gottes Namen sind da 2, 4, 6, 8 gelbe so Radl? Wird man die da noch brauchen? Aber die waren definitiv in der Tüte 2 drin. Tja. Tja, jetzt hätten wir eigentlich bloß noch 15 Seiten, gell? Die packe ich halt nicht mehr, das sage ich dir, wie es ist, die machen wir beim nächsten Mal. Dann wird der nächste Stream wieder ein wenig kürzer. Das hilft eh nicht. Wann bauen wir das Ding fertig? Übernächste Woche wahrscheinlich.
Tja, Freunde der Sonne. Tüte abgeschlossen. Tüte erfolgreich abgeschlossen. Sagen wir es so. Jetzt nehmen wir die Pins da mit rein. Schön. Siehst unten rechts, was? Unten rechts, linke Seiten. Du meinst das da. Also rechte Seite, ja. Unten, rechte Seiten und links ist für mich der logische Schritt. Aber ja, ich sehe schon. Die AAD-Dinger da, diese Platten da, die kennen ja auch noch irgendwo hier und die waren jetzt auch in der zweiten Tüte drin. Also da bin ich jetzt einmal sehr zuversichtlich, dass die schon noch weiterkommen, weil die werden dann nicht die Teile schenken, die dann lose übrig bleiben, damit du da entscheiden kannst, ja, nimm mir die schwarzen oder nimm mir die gelben, ich weiß noch nicht. So, Pins. Pins kann man nie genug haben. Wissen wir alle, wenn wir da sind. Da haben wir auch eine. Oh, schwarze Pins, blaue Pins. So schöne Pins. So. Machen wir noch kurz Folgendes. Da ist noch ein Pin. Noch ein Pin. Ah. Damit es ja ausschaut wie eine Werbesendung. So wirklich fertig sind wir noch nicht. Also ich bin schon fertig. Das ist alles, was ich weiß. Ah, wunderbar. Und jetzt ziehe ich mir mal einen Chat her, damit ich zumindest heute einmal 5 Minuten im Chat mitgelesen habe. Das war halt schon geil. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen, wie ich den Chat da größer auf. Ich kann den von einem Meter kann ich nicht lesen auf dem Tablet. Das ist zu klein. Vielleicht muss ich mein Handy da herstellen oder so, wo ich nur einen Chat sehe. Und ja, keine Ahnung. Das Barnacle schreibt, bis der bei kommen. Daumen nach oben. So, ich merci für den Daumen nach oben. Der gehört sowieso einmal gesmashed, meine Damen und Herren. Ja, ich finde auch, dass ich weit gekommen bin. Also ich glaube, dass meine Stunde 20 Minuten kann man fertig sein. Glaube ich. Es ist wirklich nur noch eine Tüte. Das ist eine Tüte und da haben nicht so unbandig viele Teile drin. Und wir haben noch 15 Seiten, grob 14, 15 Seiten, aber da haben viele kleine schwarze drin. Sehr viele, so wie ich das da sehe. Also unter einer Stunde schaffe ich es nicht, ich mag mich jetzt auch nicht aufwachsen. Für den nächsten Stream Batterien und Knädel 3000 aufladen. Absolut, das ist eine richtig gute Idee. Mr. Brezenknädel, genau das machen wir. Damit wir auch testen können. Und Batterien vor allem herrichten. Birger, kannst du mir kriegst mir in diesem Birger nicht. Wann ist der letzte Podcast? Am Sonntag ist der letzte Podcast. Am Sonntag kommt die letzte Folge. Wir machen das ohne lange vorbereiten, ohne lang in die Länge ziehen. Ich meine, jeder kennt es, wenn ich dann weiß, ja, nächste Woche ist die letzte Folge, übernächste Woche ist die letzte Folge. Ja, warum nicht gleich? Und das haben wir heute beschlossen. Und wir machen eine Pause auf unbestimmte Zeit. Das hat natürlich ist nicht jeder begeistert. Das war aber auch keiner so mit, ja, ist okay. Das ist okay, fühlt sich richtig an. Mit dem Konzept, dass wir nur wir drei da sitzen, ohne recht viel vorbereitete Themen und einfach irgendeinen Scheiß labern, das ist halt, wie soll ich sagen, das nutzt sich halt irgendwann ab. Das war mir aber klar, wenn wir angefangen haben. Darum haben wir zum Beispiel im 2-Wochen-Takt angefangen. Ja? Dass man vielleicht dazwischen auch mal Zeit hat, dass man 1, 2, 3 Folgen aufnimmt in den 2 Wochen und sie dann einmal einen Monat lang nicht sieht. Und es ist einfach mit einer wöchentlichen Folge ist es nicht möglich. Es wird in die letzten paar Wochen ganz krass, fällt mir das da auf, so seit nach Weihnachten Schluss! Wer hat jetzt da einer geschissen? Der Dominik Gaming. Huch! Für den 21.03.24 haben sie Madison VR angesetzt. Ich wünsche nur eine gute Nacht. Ich werde einen Teufel tun und Madison im VR spielen. So viel dazu. Die hat mir es tatsächlich ein wenig angemerkt, dass dir nicht mehr so taugt. Ja, das denke ich mir. Und ich habe keinen Bock, das die ganze Zeit künstlich zum Überspulen. Und darum sage ich, mache ich sofort, da wird jetzt einfach, eigentlich war der eigentliche Plan Ende Mai, wenn dann Mai kommt, da habe ich halt einfach auch keine Zeit nicht, da bin ich 2 Wochen wahrscheinlich unter Vollstress. Und dann, wenn ja nur irgendein scheiß behinderter Podcast-Kack kommt, hätte ich sowieso irgendwie 2, 3 Wochen
Pause ankündigen müssen. Und nachdem die Kirche fertig ist, ist dann auch Streampause übrigens. Mein Urlaub. Da habe ich Urlaub und dann auch Urlaub hiervon. Jetzt am Freitag nicht, aber halt am Montag, Mittwoch, da gibt es keine Streams, keine Videos, gar nichts. Und ich mache nicht nochmal denselben Fehler wie an Weihnachten, dass ich mir während meinem richtigen Urlaub was anderes tue, was mich auffrisst. Das mache ich nicht nochmal. Fool me once, call me stupid. Nein, halt andersrum. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. So. Aber er kommt wieder zurück. Der Podcast kommt irgendwann wieder. Aber je öfter, selbes Spielchen wie immer bei mir. Je öfter das mir danach fragt, desto länger dauert's. Wolverine Fingernägel, Brudi? Ja, volle Kanone. Du kannst besser Nasen bohren. Doch, bin gerade im Playsee Store und ja, also wird funny. Was geht's da gerade? Oh, doch, bitte VR, ich bebieselt mich vor Lacher. Nein. Ich glaube, was das Problem bei Madison war? Also, es war unfassbar schlimm. Und gleichermaßen ist dann das Problem dabei, ich erinnere mich noch sehr stark daran, an fast alles, an die schlimmsten Sachen auf alle Fälle. Und natürlich ist es nochmal ein bisschen ein anderes Erlebnis in VR, stimme ich zu, aber ich glaube nicht, dass ich nochmal 3 Streams lang nochmal dasselbe Spiel einfach spiele. Und dann künstlich einen auf, oh, ich bin der Schrocker mache. Wenn nichts Neues eingebaut ist, sondern einfach nur VR-Mode. Wenn es ein neues Spiel ist, oder größtenteils ein neues Spiel ist, dann ja. Ich finde das mit dem Podcast echt schade, aber war eine gute Unterhaltung beim Hackeln im Büro. Du, dann fangst, wir haben 59 Folgen gemacht, fangst aber wieder von vorne an. Da kannst du dir 60 Stunden lang kannst du dir unser Scheißgesor anhören. Das Blue Knees Little, ja, macht ganz großen Spaß. Aber ich habe eher gehört, dass ein neuer Madison-Teil dieses Jahr kommt. Also nicht der VR. Außer sie haben damit natürlich Madison VR gemeint. Ja, Madison hat sich ins Hirn brennt. Zumindest viel Schlimmes davon. Ja. Und die schlimmsten Szenen, die weiß ich noch. Das ist das erste Mal in den Brunnen runterkommst. Wenn du dann den Gang nach dem Brunnen umeinander laufst. Buja so nebenbei und das Allerschlimmste ist am Schluss, wenn er die unsichtbar verfolgt. Das war das Allerkrasseste. Was mache ich jetzt noch bis um 2:30 bis Formel 1 anfangen? Boah, leck, Alter, um halb 3 in der Früh Formel 1 anfangen, du kriegst einen Vogel. Imagine Jimmy in VR. Das ist dynamisch. Das darf ich vielleicht schon. Schauen wir mal. Aber es gibt's halt nicht. Ja. Also wird der Game, an dem du arbeitest, ähnlich wie das, was du letztens gestreamt hast mit dem Zwerg. Vom Spielprinzip her, ja. Ja, das finde ich ihm auch und einfach gemütlich halt. Das geht eh so der heutigen Zeit. Ich weiß überhaupt nicht, von was ihr labert da. Bitte macht weiter mit dem Podcast, bitte. Der Livestream, der Zug ist abgefahren. Es kommt gar. Oh ja, der Livestream hat jetzt im Chat geschrieben, sollen wir bitte weitermachen. Hey, kann ich Flocke, nächsten Freitag machen wir weiter. This is not how it works. Das Kampfsystem in Hellblade 2 soll geil werden und denen. Weiß ich mir das behinderte Herzl da davor, ich kann es nicht lesen. Und denen. Ich kann es nicht lesen. Und denen. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Scheiß Chat. Deep Rock Galactic nur mit Bürgercharaktere wie in LeBron. Na. Was für ein Setting das es haben wird, weiß ich noch nicht. Und das Spiel sage ich euch heute nimmer. Das machen wir eventuell am Montag. Vielleicht sage ich es am Montag noch her. Ich werde es für mich selbst eruieren, wann der richtige Zeitpunkt ist, dass ich das erste Mal übers Herz sage. Wie weit das ich bin. Und ich bin innerhalb von einer Woche so viel weiter, als ich mir das jemals erträumt hätte, dass der Wahnsinn ist. Technisch gesehen. Es schaut nur aus wie Scheiße. Urlaub ist Zeit, die du bestimmst, Punkt. Urlaub ist Zeit, die du bestimmst, Punkt. Was? Ich habe Madison bei dir gesehen und war so, schaut doch nett aus. Das war nach der ersten Folge. Danach habe ich es gespielt und ich hasse mich dafür. Geschitter recht. So, jetzt einfach eiskalt, es ist geschitter recht. Was wird nächste Woche gespielt im Stream? Ganz ehrlich, die nächste Woche schaut genauso aus wie diese Woche. Außer das nächsten Freitag lasse ich mal einen Stream wahrscheinlich aus.
Da ist Karfreitag und wirklich 3-4 Wochen hintereinander brauchen wir es auch nicht machen, weil dann biege ich einfach auch wieder ab, ich kenne mich. Übertreiben wir es einmal nicht. Also ich hab Bock, dann schaut ihr vielleicht spontan ein, kann passieren, muss aber nicht. Nächste Woche am Montag spielen wir mir Bramble fertig, egal wie lange das dauert. Und nächsten Mittwoch spielen wir Uncharted 4 fertig, egal wie lange das dauert. Das heißt, nächste Woche ist eine Finalwoche. Und was wir dann tun? Gute Frage, ich weiß nicht. Bis dahin ist mein Spiel fertig und spielen wir nur noch das. Bis ans Ende unserer Zeit. Nein, natürlich nicht. So, genau. Dein Podcast habe ich mir immer reingezogen. Ich schaue mir alles von dir. Ja, Livestream, ja, um Gottes Willen. Auf aller Seiten tut es mir natürlich auch um die Leute, die das halt voll abgefeiert haben. Ja? Ich meine, wir haben, aber es war und ist und jetzt so ein bisschen war, fürs Erste zumindest, einfach ein Gaudi-Projekt, ein Nebenbei-Projekt. Da hätte viel mehr Arbeit, Liebe, Konzept und Durchdenken eingekehrt, damit das nicht 4.000, 5.000 Aufrufe hat, sondern Potenzial nach oben hat. Und das war vielleicht nochmal so ein Motivator gewesen, wenn das passiert wäre. Aber dieser Podcast tritt seit über einem Jahr auch aufrufetechnisch auf der Stelle und wir machen das wirklich nur zur Gaudi. Und die Gaudi ist halt jetzt nicht mehr da. Und darum ist jetzt einfach Pause erstmal. Ganz einfach. Und das, was der Sprengi schreibt, das lese ich wirklich gern. Erstens finde ich es schon mal gut, wenn Sätze mit ganz ehrlich anfangen. Mich wundert, dass der Podcast überhaupt so lang gegangen ist. Ganz ehrlich, Sprengi, mich auch. Mich auch. Mir ist das erste Mal als Düsel ist mir gegangen, wie wir so nach den ersten 12, 13, 14 Folgen gespannt haben, so, oh, langsam aber sicher gingen die Themen aus, über die wir eigentlich reden wollten, so über früher und so. Oh. Gut, machen wir Chaos-Theorien. Reden wir einfach über irgendeinen Scheiß. Keine Ahnung. Das war saulustig und war sehr oft saulustig. Aber nach 59 Folgen sind 59 Stunden labern. Und sogar noch mehr, weil wir mir immer 10 Minuten mal länger geschmerzt haben und so. Dann haben es wahrscheinlich sogar 65 Stunden mehr. Oder 70 Stunden. Ist halt einfach irgendwann die Luft raus. Das ist nichts Besonderes mehr. Und ich habe mich ganz speziell in den letzten Wochen ganz oft dabei erwischt, so, wo ich gemerkt habe, so, ich habe eigentlich keinen Bock. Ich habe jetzt keinen Bock, ich weiß nicht, über was ich schmatzen soll. Ich weiß es nicht. Über den Politik-Scheiß will ich nicht mehr reden. Ich bin sehr stolz auf mich. Die letzten Wochen bringe ich es ganz gut zusammen, dass ich mich mit nichts mehr von dieser Scheiße da befasse. Und das tut dermaßen gut. Dermaßen gut. Und da bleibe ich dabei. Plus, und jetzt kommt halt, warum ich eigentlich wollte die Pause mal kurz, bevor ich die neue Kick kriege und da 2 Wochen unter Todesstress bin wahrscheinlich, wollte ich dann die Pause machen, bis dahin. Und dann habe ich mir aber so gedacht, warum jetzt das noch auszögern bis Ende Mai? Warum jetzt da noch 2 Monate lang umeinander pimmeln, den ganzen April und den ganzen Mai? Ist ja eh wurscht. Was denke ich mir da wieder? Weil ich mir halt auch nicht so, ja, ganz ehrlich wieder, man gibt sich ungern die Blöße so, mir hören wir jetzt da was auf. Wo ich genau weiß, da sitzen 4.000, 5.000 Leute, die sich das gerne anschauen jede Woche. Oder nebenbei irgendwo laufen lassen. War ein Schott drum. Natürlich ist Schott drum. Es ist aber ein Schott drum, wenn ich keinen Bock drauf habe. Ja? Ich habe von Anfang an immer gesagt, ich mache hier nichts, auf was ich keinen Bock habe. Und da teile ich mich einfach selber anlegen. Einfach ist es. Werden wir da alles nochmal anhören, damit die Zeit vergeht, bis es wieder losgeht. Das kannst du machen. 69 Folgen wären der ideale Schluss gewesen, aber hat nicht sollen sein. Mr. YBO, wirst dich wundern, was für eine Nummer die heutige Folge hat. Wir haben nämlich genau das gleiche gesagt. Das ist halt die 59. Folge. Und das ist ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es gesagt. Schade, dass es nicht die 69. ist. Was wir den nennen? Wir schreiben einfach 69 draus. Mir scheißegal. Nice. Und fertig. Mir hat es immer fasziniert, wie man jede Woche ein Thema findet. Dann kann ich wieder nicht weiterlesen, mir fällt da nichts ein. Die 10 verlorenen Folgen, die werden irgendwann nachgereicht. Ja, das hat mir ja auch irgendwann gedacht und mir fällt aber halt auch auf, dass wir mir langsam immer wieder über das Gleiche reden, über das wir vor 10 Wochen geredet haben vielleicht einmal. Oder vor 10 Folgen, ja, vor 10 Wochen. Was auch nur normal ist.
Ich meine, wir arbeiten alle, wir sehen immer das Gleiche. Natürlich kommen wir ab und zu, wir fahren da und da. Und es gibt ein paar Mal im Jahr gibt's ein paar besondere Erlebnisse, wo man was Besonderes erzählen kann. Aber irgendwann landest du mit unseren Interessen und uns interessieren dieselben Sachen immer wieder beim Gleichen. Da müsste man ganz speziell, wie im Kani sein Podcast zum Beispiel, ganz speziell länger über Filme und so weiter schmatzen. Da wo neue Sachen kommen, über neue Spiele und so schmatzen. Aber da kann ich mit denen zwei Affen nicht drüber schmatzen, weil der Flo nichts spielt als Counter-Strike und LOL und da kann ich nichts anderes wie keine Ahnung, Pikmin am Nintendo Switch. Das ist da haben wir ganz krasse unterschiedliche Geschmäcker, da ist es dann schwierig. Ich höre nur einen Podcast, sondern auch einen Bürger seine Musik. Da die hören mehrere, habe ich gehört. Immer noch, obwohl ich schon lange nichts mehr gemacht habe. Ja, übrigens, der beste Liebe geht raus. Das ist zu vieles Lobs, Herr Livestream. Kuss auf die Nuss, danke. So! Jetzt ist Punkt 2, jetzt geht's ins Bett. Meine Sonne, ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen Abend. Ich hatte einen angenehmen Abend. Wir haben einen halben Knädel gebaut. Einen halben Mechano-Knädel. Den werden wir in den nächsten beiden Wochen noch fertig führen. Wann wir das morgen, nächsten Freitag, übernächsten Freitag, das überlegt sich der Zukunftsbürger. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben ein schönes Wochenende. Wir sehen uns am Sonntagabend im Discord. In der Ankündigung, da schreiben wir wieder ein. Ich meine, ihr wisst jetzt sowieso, was kommt. Es kommt am Montag kein Bramble-Finale und am Mittwoch kommt das Uncharted-Finale. Und dann ist die Woche eigentlich für euch auch schon wieder um. Ich werde wahrscheinlich das ganze Wochenende am Speiwergeln. So werden wir das ab jetzt benennen. Ich tue Projektwerkeln, Speiwerkeln und gehe mal aus dem Haus was essen, damit ich mal was anderes sehe als den Bunker da herin, weil sonst wird es die nächsten Wochen echt gescheit finster. Weil ich den ganzen Tag da herin sitze. Eigentlich wollte ich ja vom PC weg. Ja, nö. Upsi. Das war nicht gescheit, schön gemütlich was, um das geht's. Das ist halt nicht so der Blödsinn oder sonst was streamen. Ich meine, ihr habt es ja gesehen. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt 4 Stunden eigentlich gelabert habe. Morgen bin ich wahrscheinlich wieder heißer wie Scheiße. Jetzt kommt der Cybergamer noch schnell daher und flippt aus. Brudi, merci dir zu solch später Stunden. Servus Chef, gerade von der Arbeit heimgekommen. Was habe ich versammelt? 4 Stunden Nippelklötze und Sachen schmerzen. Ich weiß schon gar nicht, was wir geschmerzt haben. Wieder ein bisschen zusammenräumen, wenn wir das Zeug auf Zeichen kriegen, damit Katzen nicht alles verrennt. Und dann der Risung, sehen wir uns nächste Woche am Montag, 20 Uhr spätestens. Wenn Sie erscheinen Sie, sonst weinen Sie. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Da hat man schnell ein bisschen Cybergamer eingetriggert, weil das die haben wir nicht, dass man Donations nicht, mit Absicht nicht da lässt. Das mengen wir natürlich auch nicht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bitte hinterlassen Sie einen Like-Button. Schöne Grüße an den Nachschau-Squad. Dieser Stream wird übrigens auf nicht gelistet gestellt. Den möchte ich nicht in der Suche drin haben, diesen 4 Stunden Schinken. Und ich bedanke mich für die ganzen Donations. Es ist, glaube ich, heute ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, für das Freitag ist. Ich weiß nicht, was das aber soll. Ich bedanke mich bei den neuen Mitgliedern im 4-Beer Squad. Ich überlege mal, was wir bis nächste Woche den Grow Squad gründen oder den Bubat Squad. Weiß ich noch nicht. Mir gefällt eigentlich Bubat Squad, gefällt mir eigentlich mehr. So, der Bubat Squad ist ein guter. Das ist ein Child Class of the 4-Beer Squad Class. Der Bubat Squad. Und ob es BBTZ Squad oder BUBZ Squad ist, also Bub Squad, ja, weiß ich noch nicht, oder BBAZ, Bubat Squad, schauen wir mal. Irgendwie sowas, wir brauchen 4 Buchstaben und 4 Buchstaben. Squad ist ja klar, aber ja, es schaut schon gut aus, Springi. Bubat Squad schaut gut aus, ja, BBTZ Squad schaut gut aus. Schaut gut aus. Da brauchst du aber gleich mal ein T-Shirt, das ist richtig. Ja, das wird's, sage ich dir auch freiwillig, was ist, das wird es dann auch geben. Ja, das ist, was es ist, das wird es dann auch geben. Hilft nicht. So, hat jetzt da ein Ginkifax bei mir einer, nein, nicht ein Ginkifax, der Ginki sagt gute Nacht, sag ja, gute Nacht. Dann, jetzt. Wir müssen mal schauen, bum, bum. Cybergamer, merci dir. Wie schon gesagt, 4 Stunden Nippelklötze, Sticker und Blade-Schmerz. Dankeschön fürs Zusehen und jetzt schleicht es euch Cybergamer merci für den 20er. Dankeschön für alles. Press Triple F für die Moderatoren, die übrigens nochmal, ich sage es ja immer wieder, ihr müsst was heißt ihr müsst generell nicht anwesend sein. Das ist eine absolute freiwillige Sache und es ist gar nicht besser, wenn einmal jemand nicht da ist. Also, es läuft alles so human ab, aber am Freitag gleich erst recht nicht. Ihr müsst einen Freitagabend nicht bei mir im Chat verbringen, Kinder. So, und schleicht es euch. Ich wünsche euch was. Ein schönes Wochenende. Bis. Da war ich schon mal da rum.
So, dann wir gemütlich zusammenräumen und dann schleichen wir uns davon. Ich wünsche euch was, wir sehen uns am Montag. Okay, bis später, Silje.